So, dear colleagues, slowly but surely select some seats. It looks like there are some left. Dear Minister Gremmels, dear family and friends of Professor Habermas, dear Professor Forst, dear Professor Deitelhoff, dear Professor Günther, dear Professor Niesen, as hosts and organizers, you have made a tremendous job to organize on Habermas' birthday this fantastic event. Dear Dr. Langrebe and representatives of the Surkamp Verlag, dear distinguished speakers and esteemed colleagues from around the world, dear members of Goethe-University Frankfurt, dear ladies and gentlemen, it is an honor and a great pleasure to welcome you as President of Goethe-University to the International Symposium in memory of Jürgen Habermas here at our university. We are here today to commemorate one of the most influential members of our university. Jürgen Habermas first came to public attention in 1953 when his fervent critique of the continued rehabilitation of nationalist socialism by the philosopher Martin Heidegger has been published in the Frankfurt Allgemeine Zeitung. In the context of the ongoing debate regarding the historical responsibility of universities, this event represented a significant act of emancipation. For Habermas, it served as a pivotal moment that solidified his position as a leading figure opposing revisionists and authoritarian tendencies. With this contribution, the young Habermas also caught the attention of Theodor W. Adorno, who offered him a position as research assistant at the re-established Institute for Social Research. Ute Habermas-Weselhöft, his wife, once recalled that her husband had set off for this first of 3 periods at our university with flying colors. He would go on to shape its development like no one else. After having left Frankfurt for some years in Heidelberg, Habermas found his way back in 1964, this time as successor to Max Horkheimer's chair in philosophy and sociology. He served as an inspiration to the student movement while concurrently expressing critical views on certain elements within it. It is hardly an exaggeration to say that in these years of sweeping cultural transformation, Habermas became the brilliant and incorruptible public intellectual he was throughout his life, including his last years way into the 90s. After serving as honorary professors in the 70s, he returned fully to the former Fachbereich Philosophy of our university in 1983 until 1994. During this period, the Leibniz Award had enabled him to establish a brilliant research group, and together with his collaborators, he turned to the foundations of the democratic constitutional state. At the same time, he developed his passionate commitment to a deeper European integration. In this way, he became the great European whose voice always drew attention in the general public worldwide. In the finest tradition of critical thought, Jürgen Habermas preserved the legacy of the Frankfurter Schule and yet also steered it in a new direction, following a critical Kantian tradition. He kept theory and practice together in a unique way and asked for the interdisciplinary relevance of philosophical reflection, tirelessly working toward the realization of more reasonable conditions of life, while self-critically asking what philosophy and social science can and should dare to do. Through his unwavering dedication
He transformed Goethe-University into a beacon of critical thought in the humanities and social sciences, and instilled the spirit of enlightenment in generations of students as well as early career researchers, always in the pursuit of democratic dialogue. As he himself once put it, in a process of enlightenment, there can only be participants. Goethe-University feels deeply indebted to Habermas' lifelong commitment to a form of critical scholarship that lives up to its social responsibility by standing up for a democratic society in which communicative reason reigns supreme. It will preserve and carry forward his academic legacy, just as he carried forward the legacy of his own teachers. Today's symposium, made possible through the members of the research center Normative Orders, in collaboration with the publisher Surkamp, is an important step in that effort into this future. We continued to advance his distinguished intellectual legacy from the institution where he studied, taught, and contributed significantly to the development of critical theory. That legacy will determine the future development of Goethe-University and should also determine the development of our society. I wish you a very fruitful, future and forward-looking conference in memory of Jürgen Habermas. Thank you for your attention, and I'm thanking you that you're all here and joining this dialogue he always requested. Thank you. Dear President, Professor Schleiff, dear Professors Forster, Deitelhoff, Günther, Niesen, Honnet, dear members of the Habermas family, dear panelists, ladies and gentlemen, first of all, I would like to warmly thank you, Professor Forst, Professor Deitelhoff, and your colleagues for hosting and organizing this symposium here on the West End campus of Goethe-University. My special thanks also go to the distinguished scholars from all around the world who have traveled to Frankfurt today to participate in this event. Your experiences and your engagement make this symposium possible. Thank you for all to being here. Let me now switch to German. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude, im Namen der Landesregierung auch hier heute da sein zu können, nicht nur bei der Goethe-Universität, sondern auch gerade in der Paulskirche. Wir haben einen der großen internationalen Wissenschaftler und Intellektuellen Deutschlands, wie ich finde, einen sehr würdigen Rahmen geschaffen mit der Veranstaltung heute in der Paulskirche und jetzt mit diesem internationalen Symposium. Jürgen Habermas hat die politischen, soziologischen, philosophischen, wie ich heute gelernt habe, auch theologischen und politikwissenschaftlichen Debatten der letzten Jahrzehnte mitgeprägt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Student in Marburg an der Philipps-Universität, der dort Politikwissenschaft studiert hat, war das einer der prägenden Namen und einer der prägenden Intellektuellen unseres Landes, der bis kurz vor seinem Tod auch die Debatten in Deutschland mitgeprägt hat und die Finger in die Wunden gelegt hat, aber auch den Diskurs gesucht hat. Und wir müssen den Diskurs verteidigen. Ich bin, glaube ich, da ganz bei Jürgen Habermas zu sagen, wir müssen auch den wissenschaftlichen Streit durchführen und auch ertragen können. Und wir kommen und leben in einer Zeit der Zuspitzung, wo ich erlebe, wenn wir als Ministerium Veranstaltungen machen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, um mit uns zu diskutieren zu Themen, die eine Relevanz haben, eine politische Relevanz haben, dass mir Wissenschaftler, gestandene Wissenschaftler absagen aus Angst, eines dort bei einer kontroversen Debatte ein Videoschnipsel eines Statements aus dem Zusammenhang gerissen und sozusagen genutzt wird in den sozialen Medien, um Stimmung dagegen machen. Und das darf nicht sein. Wir müssen die Wissenschaftsfreiheit, die Diskussionsfreiheit an unseren Hochschulen verteidigen. Wir müssen auch schwierige Fragen, wie zum Beispiel die Frage, wie es weitergeht in Palästina und Israel, wie wir solche
solche Konflikte in der Welt müssen wir doch auf wissenschaftlicher Grundlage miteinander diskutieren können als Gesellschaft, ohne die Angst zu haben, dass Sätze aus dem Zusammenhang gerissen und dann Shitstorms organisiert werden. Der gesellschaftliche Diskurs, die Auseinandersetzung muss geführt werden, und zwar auch und gerade an den Hochschulen. Wo denn sonst, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wo denn sonst? Und deswegen bin ich jetzt vom Konzept abgewichen, weil ich nach der Veranstaltung heute in der Paulskirche natürlich darauf angesprochen worden bin von Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulen, wie das denn jetzt so ist, auch mit den Kürzungen. Weil es ist die Frage, ist das denn jetzt hier der richtige Ort, ein Symposium in Gedenken an Jürgen Habermas, und der Minister spricht, ja, natürlich ist es der richtige Ort. Und ich kann doch nicht hier sein und sozusagen eine Sonntagsrede halten und mich solchen Diskussionen nicht stellen. Deswegen habe ich mich kurz entschlossen, von meinem Manuskript abzuweichen. Sehen Sie es mir einfach nach. Aber ich glaube, das ist ja das, was auch im Sinne von Habermas ist, den Diskurs zu suchen, auch mit der Politik, und dann gehört das auch hier hin und deutlich zu sagen. Ich biete Ihnen an, als Vertreterinnen und Vertreter der hessischen Hochschulen, dass ich zu Ihnen komme und mit Ihnen über genau diese Frage auch diskutiere. Die Frage Hochschulpakt, die Frage Hochschulfinanzierung, und ich sage Ihnen auch zu, wir haben als Landesregierung ein Programm aufgelegt, 14 Millionen Euro in dieser Wahlperiode zur Stärkung der Demokratieforschung. Wir haben Programme aufgelegt, die genau dieses vorsehen, damit wir in diesem Bereich auch für die Zukunft gut aufgestellt sind, weil unsere Demokratie gerade, und das hat Habermas ja auch bis zum Schluss betont, gerade gefährdet wird und auch von rechts angegriffen wird. Und deswegen sage ich Ihnen heute zu: Ich komme vorbei, ich stelle mich der Diskussion, und als selber jemand, der die Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und Politikwissenschaften studiert hat, dass mir gerade diese Themen besonders am Herzen und auf der Seele brennen. Und deswegen bitte jetzt um Nachsicht, dass ich, weil ich auch der inhaltlichen Diskussion jetzt hier nicht vorgreifen will, die Rede etwas abgekürzt und zugespitzt habe. Ich stelle mich der Debatte. Ich freue mich, wenn wir über die Frage auch, was ist unsere Wissenschaft, was ist unsere Forschung wert, wie werden öffentliche Mittel verteilt, komme ich gerne zu einem wissenschaftlichen Diskurs, und auch stelle ich mich der Debatte. Können wir gerne machen. Ich biete Ihnen das hier ausdrücklich heute an, und vielen Dank, dass ich in der Paulskirche darauf angesprochen worden bin und ich natürlich mich der Diskussion stelle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine sehr interessante Diskussion. I hope you can translate to our guests around the world why I changed to German and what was my offer to the participants today. I wish you a very interesting symposium. Thank you to invite me. Thanks. Dear members of the family of Jürgen Habermas, Judith, Timon, and the others, it's good to have you here. Dear Minister Gremmels, dear Dr. Landgräbe, dear colleagues, friends, and students, I'm Rainer Forst, and I warmly welcome you in two functions I have today for the Research Center Normative Orders, which I direct together with my dear colleague Nicole Deitelhoff, and as organizer of this symposium, together with my dear fellow former students of Jürgen Habermas, Klaus Günther and Peter Niesen. It is a sad matter of honor for us to commemorate and continue the discussion of the scientific legacy of our deceased mentor. We're grateful to cooperate in this with SOCAMP Publishers this afternoon, a house that is much more than a publisher. It is a home for critical thought. We chose this very day, June 19, for today's event. As it has been remarked earlier in the Paulskirche, it was exactly 7 years ago that Jürgen Habermas stood here, right here, and gave his talk on Moralität und Sittlichkeit noch einmal, as he had called it. It was the day after his 90th birthday, which we celebrated with an international symposium discussing his new, then magnum opus, the 2 volumes of the genealogy of post-metaphysical thought, auch eine Geschichte der Philosophie. Many of those who came then are here today,
which fills our hearts with joy and gratitude. But we also miss those who passed away in the years after that. And the greatest pain is to stand here speaking of Jürgen Habermas in the past tense. As a motto for this conference, we chose a very characteristic thought that Habermas expressed in this speech that day, his very last talk in front of a big audience. In this text, published in a Surkamp volume on Normative Ordnungen, positioning himself in the discourse between Kant, Hegel, and Marx, as he basically did all his life, we find the following central line: Nur die Freiheit erfüllt den Begriff der Autonomie, von der wir wissen, dass niemand wirklich frei ist, bevor es nicht alle sind. Only that freedom satisfied the notion of autonomy, by which we know that nobody is really free as long as not everybody is. In a nutshell, this sentence contains a core Habermasian thought that a democratic society must not ignore the inbuilt moral imperative to realize the full autonomy of its members in a collective practice of inclusive, discursive self-determination among equals. We will continue this in a moment. As agents who struggle to free themselves, at least to some extent, from the imperatives of power that derive from the economic, social, and cultural structures that they have to face, holding on to the belief that historical progress must be possible, despite the constant threat and the reality of social and political regression. This is a complex thought, and we can see, methodologically speaking, what a wide range of philosophical as well as social scientific work is required to spell it out. The way in which Jürgen Habermas did this, since he first came to Frankfurt in the 50s, the President mentioned it, is unique and will forever set the standards in the disciplines he worked in and in the combination of those disciplines. As we shall discuss this afternoon, Habermas was a dialectical thinker. He reconstructed the principles as well as the social realities of what he famously called communicative reason, and at the same time, the forms of systemic rationality, or, in another sense, social irrationality that undermine communicative reason. He reconstructed historical steps of social learning and at the same time kept warning us of the dangers of regression, especially of the forces of nationalism and racism, and those of capitalist dynamics that aim to evade or undermine democratic control. This dialectics also manifests itself in the two roles in which we knew and admired him, as the most original and profound philosopher and social scientist of his time, and that of the public intellectual who raised his critical voice when he saw forces at work that hinder democratic emancipatory movements, fearing no critique wherever it may come from, right or left. After this morning, where the importance of the public intellectual Habermas in the history of the Federal Republic stood in the foreground with the great presentations by President Steinmeier and Norbert Frei, we will focus, following Christina Lafon's lead, on the scholarly achievements of this great mind. Klaus, Peter, and myself are truly grateful to all of you who followed our invitation to speak on the panels and to Axel Honneth to present a keynote this evening. For many of us gathered here today, we knew Jürgen Habermas in yet another, a third role, that of a great teacher and advisor over many years and decades. He was as committed to this task as he was to his scholarly work, and that meant a devotion to those who had the good fortune to study and work with him that lasted for a long time, for some of us, many decades. For us, this event is also a way to say thank you to our mentor, without whom this world is a much poorer place. I shall add some words of thanks first to you, Minister Gremmels, and the State of Hessen for its generous support of this important event at our center and for thinking with us about establishing a lasting institution in honor of Jürgen Habermas.
Likewise to President Enrico Schleiff for his and this university's strong support, not just of this enterprise today. Finally, to Rebecca Schmidt and the wonderful people at Normative Orders for the great work they have been doing to make this symposium possible. We often heard since March, after Jürgen Habermas passing away, commentators speaking of the end of an era. This is understandable given Habermas's incomparable intellectual power and presence. But try to imagine what he would have said in response. I think he would have scolded us for defeatism and pessimism, and indeed, we should be careful not to follow those who want to interpret his death also as the end of a time where the kind of thought he held on to was important and productive. We all, and he too, all too often felt and feel despair in times of rising social unreason. But an important way to honor him and his work is to recognize the obligation to carry the work of the mole of reason, der Maulwurf der Vernunft, as he called it 7 years ago, to carry that work forward and not falling into the paradoxical trap to give up rational standards when they are needed most. Thanks for your attention. Thank you for bearing with us in the heat. You know that Habermas thought that suffering in the cinema, in the seminar, when it was very long or very hot, added to the credibility of the occasion. Today is an excellent occasion to turn to Habermas's categories to face the challenges of the present. The topic of this panel, Democracy versus Authoritarianism, attempts to diagnose the current state of democratic societies, domestic and cross-border. Democracy is under pressure practically everywhere, from an increasingly authoritarian political personnel and authoritarian-leaning policies, extractivism, xenophobia, the return to patriarchal norms. And we see that authoritarian-leaning voters reward such figures. A defining feature of this trend is that this is nowhere propagated in the name of regime change, in the name of autocracy or even dictatorship, but within the vocabulary of democracy, a vocabulary that nobody is at liberty to reject. On the one hand, there is solid evidence from political science that when populist leaders violate democratic norms, voters redefine their understanding of democracy along these lines. That's deeply troubling. On the other hand, theorists cannot just give a stipulative definition of what democracy is meant to mean forever. The repressive policies for the defense of the status quo, perhaps especially those erected in this country, have their limits. Already in his first publication on the topic from 1961, Habermas defends the view that democracy has a philosophical basis and is not just a method for determining winners and losers. This is not to say that Habermas did not appreciate the virtues of majoritarian politics. He enjoyed political polarization and celebrated the democratic potential to change direction. But his notion of democracy was more ambitious from the beginning. He later explained it in the well-known formula that the addressees of binding laws must be capable of recognizing themselves as their authors. That meant that citizens need opportunities for political influence on either of two levels. First, on the level of an anarchic public sphere that contained not only orderly deliberation, but also robust invective. And second, on the level of a procedurally disciplined form of decision-making mediated through elections. If one of these levels becomes dysfunctional, democracy will not reproduce. However, it is clear that this complementarity thesis is highly abstract. It needs to be reinterpreted anew for every generation and for the social and technological and material conditions that obtain. One question is therefore, how would Habermas react to the challenges today? And this brings me to a final note on his method, rational reconstruction. Although a normative thinker through and through, Habermas was careful not to ground his political theory exclusively in moral philosophy.
Instead, he developed his arguments from the combination of two things: an unflinching sociological diagnosis of the current situation, combined with an idealizing reconstruction of historical achievements, basic rights, equal protection, chances for participation. This method, rational reconstruction, painstakingly systematized by Markus Pappberg, he employed for political developments both domestic and supranational. And it is great for extrapolating from historical achievements from the 1990s onwards, with promising developments in global governance and European unification and constitutionalization. It has allowed Habermas repeatedly to renew his theoretical outlook, drawing on what was already pointing in the right direction. And then, of course, subjecting it to relentless criticism. One question today is whether, given current threats and the need to defend achievements, are there any transformative developments that go in the right direction, such that a method of reconstruction could latch onto them? It is with questions such as these that I give the floor to our three panelists. Simone Chambers of the University of California at Irvine, author most recently of the monograph Contemporary Democratic Theory. Peter Gordon, Harvard University, author of A Precarious Happiness, Adorno and the Sources of Normativity, and Michael Zürn, Wissenschaftszentrum Berlin, co-author of The Democratic Regression, now out in English translation. They will present one after the other, and then we will try to get some internal discussion going between them afterwards, before we will open for discussion. Also, ich möchte Peter Niesen, Rainer Forst, Klaus Gunther, dem Forschungszentrum Normative Orders und dem Surkamp Verlag für diese Einladung danken. Und auch es ist mir ein bittersweet Vergnügen, hier in Frankfurt zu sein, einem Ort, wo ich so wunderbare Erinnerungen habe an meine Zeit mit Habermas. It's also a great honor for me to be here, to be asked to bring together some ideas about Habermas's legacy regarding democracy in dark times. As probably everyone in this room knows, Habermas is the father, perhaps now the grandfather, of deliberative democracy. Since its emergence in the 1990s, this democratic paradigm has been widely embraced and applied across many disciplines and within many communities of democratic practitioners. It would be hard to overstate Habermas's influence and inspiration in this flourishing democratic paradigm. What deliberative democracy takes from Habermas are three core insights or three idealizations. The first is that thinking about democracy as a regime in which fixed preferences and interests compete via fair mechanisms of aggregation cannot by itself generate legitimacy. Second, in addition to fair methods of aggregation, because they are, of course, very important, in addition to fair mechanisms of aggregation, we also need to think about justifications to each other, giving reasons to each other, and building up good policy through deliberation. And finally, the third element is that genuine deliberation involves certain conditions of dialogue. These are the conditions of dialogue that follow from the ideal of the unforced force of the better argument. From these starting idealizations, however, deliberative democracy moves off into many, many different paths. Not all of them, and actually quite few of them, follow the more specific democratic theory that is laid out in Between Facts and Norms. And it is to that democratic theory that I would like to speak today. That democratic theory also has three features. So the first is a post-metaphysical justification of constitutional democracy, and this, of course, is the very well-known idea of co-originality. Two is a prescient and I think very powerful idea of communicatively dispersed popular sovereignty. And three is the central place of the public sphere in any story we tell about the rise and unfortunately also fall of democracy. Now, I think actually Peter Gordon might be saying a few things about the public sphere, and I think Michael Zürn might be saying a few things about co-originality. But in any case, I want to focus on this idea of popular sovereignty as it is presented in Between Facts and Norms. Of course, popular sovereignty and the public sphere cannot really be separated.
In a wonderful interview recently published by Suhrkamp, Es musste etwas besser werden, edited by Steven Müller-Dom and Roman Jost, Habermas reiterated this close connection between the public sphere and popular sovereignty. And he said, this public sphere is the location where, quote, the will of the people understood as sovereign is expressed, close quote. So the question that I want to ask today is, what does he mean by the will of the people, and why do we still need a concept of sovereignty? Today we are very wary of such formulations. The will of the people is often hijacked by populists just to mean majorities, and it is also used as a rhetorical trope to justify the concentration of power in directly or semi-directly elected executives, often on a slippery slope to authoritarianism, or perhaps near the end of that slope. And it is not quite clear how the people could possibly be sovereign and plural at the same time. Habermas, of course, was aware of these dangers and challenges, but he was unwilling to abandon the ideal of the people ruling themselves, that is, exercising political autonomy as equals. And so he developed a dispersed and proceduralized ideal of popular sovereignty. This idea was variously described as Habermas as subjectless, anonymous, fully dispersed sovereignty, communicatively fluid sovereignty, and intersubjectively dissolved sovereignty. The procedural and dispersed view of popular sovereignty challenges Rousseau, who was himself following Baudin, who thought that who sought a clear and unmediated point of ultimate authority in the will of a united people. In its place, in Habermas's view, power and authority is reconceived in legally structured and communicative terms dispersed over time and space within a democratic system. The assessment of whether the democratic system does a fair job in facilitating and empowering the will of the people or the rule of the people must be evaluated along multiple dimensions, time being one very important one. Elections or referendums are important moments of decision that punctuate the ongoing life of a democracy, but cannot, as a singular event, speak in the name of the people. This view does not decenter legislative authority or argue that governance is dispersed through civil society, but it does decenter the sources of claims and demands that legislatures and representatives should see themselves as responding to. Thus, sovereignty or ruling is not exercised in an event at a point, but rather in a system-wide responsiveness to problems emerging from civil society. And this view more adequately embodies the idea that every citizen, including those who don't vote for the government, every citizen is equally part of the sovereign people always. The idea of a dispersed and proceduralized popular sovereignty is, if anything, more relevant today than it was in the 1990s, when it was defended as a theoretical alternative to, on the one hand, a communitarian republican ideal of a united and embodied will of the people, and on the other, a liberal rights-based view that really, in the end, dispensed with the people ruling themselves in a meaningful way and settled for a form of fair majoritarianism with strong constraints and guardrails. These two alternatives were presented in Between Facts and Norms as theoretically inadequate, but politically benign. Today, one might say that we are facing the political evil twins of these two alternatives. I think I do not have to spell out the populist distortion of a united will of the people. But I would argue, although not as immediately threatening, perhaps, as appeals to das Volk or nativism, the liberal rights view by itself offers a hollowed-out view of democracy that is not blameless with regard to the sinking levels of trust and commitment in institutions of representative democracy. This ideal of a communicatively fluid popular sovereignty often faces two criticisms. One is the realist claim that it is too ideal and rationalist to be helpful in our present crisis. The second is the radical democratic claim that it is too conservative. This first claim is actually sometimes not a criticism at all, but I think perhaps just a misreading.
And it is a claim that Habermas's picture of democratic politics, not philosophy, democratic politics, is one where we should all be seeking consensus, cooperation, and rationality. So, for example, The Guardian's obituary in the very first paragraph, I believe it was the second sentence, said that Habermas was, quote, known for his theory of political consensus building, close quote. And there is a much-cited experiment published in the flagship journal Science, which was also referenced by Alex Ross in the New Yorker this week, in which these scientists built an AI platform, and the AI platform took different contributions of a deliberation and came up with a consensus statement at the end, and they named their machine the Habermas machine. A more biting form of this misreading suggests that Habermasian politics is out of step with the realities of hardball authoritarian politics and our post-truth public sphere. Can we really imagine engaging Trump or any member of his cabinet in a reasonable discourse? How relevant is rational discourse in an age of deep fakes and information pollution? But these criticisms fail to see that Habermas's democratic theory is a critical theory. Critical theory, as we all know, needs a normative position or foothold from which to criticize. Indeed, that's what we argue endlessly about in critical theory. The conditions of consensus and the unforced force of the better argument are those footholds. We are horrified by the level of irrationality in the public sphere only because we know that it undermines the conditions of democracy. Without the background foothold, we are left only with cynicism. The ideals of consensus and discourse lead to a politics concerned with promoting, maintaining, and protecting the conditions under which every citizen has the freedom and opportunity to take up a yes or no position on public matters. And as our political world slips further into disarray, taking a no position becomes ever more important. And we can say no in many different ways, including highly contestatory and disruptive ones. Political action, in this view of democracy, can be realistic via strategies to thwart, oppose, and criticize forces that set out to wreck the public sphere and to avoid the demands of public justification. The second criticism is that Habermas's democratic theory is inherently conservative, or at least not radical enough, because it is a reconstruction of existing institutions, that is, a reconstruction of constitutional democracy. In 2020, Zürcher published a really wonderful and fine volume, a handbook on radical democracy. In it, Habermas was included, but I will have to say it appeared as if he was included somewhat reluctantly. And one of the reasons it was suggested that Habermas could not quite fit the label of radical Democrat is because of his institutional bias, or institutionalistische Schlagseite. I think I translated that correctly as bias or leaning. Radical Democrats often read Habermas's legal and political theory as a reconstructive defense of status quo institutions of constitutional democracy. On this reading, Between Facts and Norms sets out to justify elections, parliaments, state bureaucracies, constitutions, and the courts through the discursive reconstruction of the history of Western constitutionalism. But this reconstruction is anything but a triumphalist narrative. Threaded through all of Habermas's work is a deep anxiety and skepticism about the future of democracy. Like many so-called radical Democrats, he worried that we were in a post-democracy era in which elites attempt to bypass popular sovereignty in favor of technocratic efficiency or market governance, while populists mobilize regressive ethno-nationalist sentiment. I think in some discussions of radical democracy, there is a confusion between radical politics and radical democracy. Radical democracy requires institutions. Radical democracy requires institutions because it is about envisioning how the people as equals can rule themselves and be the authors of the laws. Many so-called radical democratic theories have completely abandoned this view of democracy and have opted instead for an endless rearguard action against the forces of oligarchy and autocracy that is satisfied with disruption alone and is therefore deeply defeatist.
Habermas's view, while not optimistic, is not defeatist. Between Facts and Norms contains a theory of radical democracy because, one, the people are self-originating source of legitimacy. That is, democracy goes all the way down. We don't need natural law. Two, it is radical because it begins with the principle of radical political equality. And three, because, and I've got to find my three on my page. Oh yeah, right, got it. And three, the most important part, it is transformative. The reconstruction of constitutional democracy is the reconstruction of the normative promise of constitutional democracy, and it is up to us to keep that promise alive. But institutions, as Habermas famously said, need a life world to meet them halfway. Can we still really count on that? I think so, or at least I think there is some small evidence that the life world resources to sustain democracy and this, I think, radical view of popular sovereignty are not exhausted. Citizens do seem to think that democracy is or ought to be rule of the people, which is one reason why populist narratives have so much uptake and referendums and citizens' assemblies have never been more popular. And I think it's possible to leverage that belief that democracy is the rule of the people for full concepts of democracy. Sinking levels of trust and confidence in democratic institutions are not evidence of mass abandonment of democracy, but rather evidence that our representative institutions are no longer doing a very good job as democratic institutions. And even Trump's continued public attempts to paint a false picture of voting integrity in the United States presupposes that most citizens do in fact care if elections are rigged or not. Why else would he feel he had to lay the ground for his own electoral challenges? And finally, a small example, but I think an important one, the tragic case of Alex Pretty in Minnesota, where there were attempts to whitewash his killing by ICE agents, was thwarted by the communicative power of ordinary citizens flooding the zone with true narratives of events and evidence, and this is evidence, I think, that the public sphere has not fully collapsed. Don't get me wrong. Democracy is in bad shape in the United States, but I believe that things are not fully lost. And I also think that Habermas's brand of what could be called pessimistic hope can help us see why things are not fully lost. Thank you. Sorry. It's a great honor to speak in this hall today. I want to speak about the digital transformation of the public sphere and also its implications for authoritarianism. As a critical theorist, Jürgen Habermas was sensitive to the historicity of his own work. So it should be evident to all of us that he would have never contested the prospect that historical changes would bring into view problems in society that he had not anticipated. I think such changes may be especially evident when we consider his reflections on the public sphere and the striking transformation of the public sphere in a digital age. In his Habilitationsschrift, which appeared at the start of the 1960s under the title Strukturwandel der Öffentlichkeit, and precisely 6 decades later, in 2022, he offered further comment in Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. The latter book is of special interest since it grapples with the explosive potentials of a new media landscape that has been transformed thanks to the internet and the fragmentation of online discourse, creating bias-confirming algorithms and echo chambers. I want to offer some remarks here as to how Habermas helped us to understand this transformation, but I also want to explore one feature of online discourse that he may have missed.
Although some critics have faulted Habermas for an overly Panglossian picture of public discourse, it's important to recall that the original study from the early 60s concluded on a strongly pessimistic note. The historical sociology of publicity traces not just the genesis, but also the pathogenesis of practices that, by the mid-20th century, became prone to severe distortion thanks to the power of unidirectional steering media. In a gesture that closely replicates the bad denouement of dialectic of enlightenment, Habermas admits that the Kantian ideal of the public use of reason has emerged in a disfigured form. The gap between bourgeois ideal and bourgeois ideology has widened to a degree that threatens to invalidate the ideal altogether. But as a normative theorist, Habermas can judge real distortion only by sustaining his commitment to the ideal, even if that ideal has grown strongly counterfactual. In the ending pages of his book, Habermas argues that late bourgeois society has brought about a reprisal of pre-bourgeois publicity. The courtly display of power before the public returns as a re-feudalization of publicity. The traditional aura of royal power dissolves into something akin to an aura, but now in late capitalist form. He writes, quote, "Caught in the vortex of publicity that is staged for show or manipulation, the public of non-organized private people is laid claim to, not by public communication, but by the communication of publicly manifested opinions," end quote. Habermas explained that this display cannot count as genuinely critical publicity. The public does not wield opinion, but is entertained and manipulated by opinion. The prospects for critical publicity as a practice of reason are thereby, he says, short-circuited. This condition closely resembles a dialectic of enlightenment insofar as the pre-modern is resurrected in late modern form. Habermas has thereby traced a social historical shift from a culture debating to a culture consuming public. Here he follows Adorno and Horkheimer in describing a phenomenon closely akin to the culture industry. 60 years later, when Habermas commented on the new structural transformation, he emphasized the revolutionary character of the new media. In his view, it represents a caesura in the historical development of communication that may be as consequential as the introduction of the printing press. Although he wishes to offer a balanced assessment of both its potentials and its risks, he sees the effects of digital media as overwhelmingly negative. Today, he wrote, "The signs of political regression are there for everyone to see," end quote. This regression, he went on, is closely tied to the rise of the new media forms, in part because the explosion of communicative form does not correlate with the growth of genuinely critical publicity. Although one might have hoped that the digital revolution would enhance democratic participation, Habermas argues that its emancipatory promise is, quote, being drowned out, he writes, by the desolate cacophony in fragmented, self-enclosed echo chambers, end quote. Part of the difficulty is that the rising use of digital media is not matched by a rising competency in knowledge and critical reasoning. Although platforms such as Twitter, now rebranded by Elon Musk as X, may turn everyone into a potential author, the authorial role requires a slow process of learning. Authorial competence is not pre-given, it is acquired. And without the practice of self-criticism, each author simply contributes to a culture of affirmation, in which opinions are not scrutinized or revised, but simply consumed. Habermas notes that this trend has yielded negative consequences for traditional print media as well. Leading daily and weekly newspapers have tried to compete
by adopting the colorful format of Sunday papers, in which information becomes nearly indistinguishable from entertainment, excuse me. Among the more controversial features of this diagnosis is that it may strike some critics as elitist. Habermas acknowledges that there is a democratizing potential in digital media because it lowers the threshold for access to previously excluded populations and marginalized voices. But he insists that this democratizing potential has been outstripped. There is a difference between a democracy that gains its legitimacy through the exercise of public reason and a mere populism in which public reason is disabled. Without critical scrutiny, the circulation of knowledge gives way to the circulation of pseudo-knowledge, or what are now called alternate facts. It is to Habermas's credit that he was not embarrassed to draw the distinction between populism and democracy. But I want to suggest that we should supplement his model of public reason by examining a phenomenon he mostly ignored. I have in mind the problem of irony. This demands careful explanation. By irony, I do not mean irony as understood by Habermas's philosophical interlocutor and friend Richard Rorty, who embraced the attitude of irony as a necessary component of post-traditional solidarity within a functioning democracy. For Rorty, a mature citizen adopts the posture of irony toward her own deepest beliefs. She recognizes their historical contingency and the possibility that they might be revised or even discarded altogether. In this sense, what Rorty means by irony bears some resemblance to the practice of self-criticism as theorized by Habermas. But there is, I think, an important difference. Rorty was convinced that taking up an ironic stance in relation to one's own commitments is not just compatible with democratic solidarity, but is in fact its necessary precondition. But this is because Rorty did not see any conflict between irony and sincerity. A democratic ironist may modify her convictions, but she is sincere in whatever convictions she happens to hold at that moment. To recognize the historical contingency of one's current belief does not mean that one has no belief at all. It simply means that one is willing to grant that one's current beliefs are not eternal or incorrigible. Now, Habermas would hardly have quarreled with this version of Rortian irony, but I suspect he would have insisted that reason must guide us in the modification of our belief. Merely recognizing contingency does not suffice. We want to know that we are modifying our beliefs with good reasons. But here another difference comes into view that Habermas may have missed. In his theory of communicative reason, it is a basic presupposition that our discursive practices are sincere. This is surely the case when we propose a factual description or offer a moral appraisal, but it's also the case when we engage in authentic self-disclosures. When I tell you how I feel or what I like, you can trust me that my report is intended as an honest revelation of internal states that would otherwise remain inaccessible to the public. Let me suggest that this emphasis on sincerity leaves a deep imprint on Habermas's entire philosophy, and it was also characteristic, I think, of his own persona. In individual conversation, as in public statements, Habermas was a man who, as far as I know, seldom permitted himself to convey his meanings in an oblique way by using the trope of irony. Now, I should qualify. Perhaps sarcasm was permissible, but always with a discernible ground, and not with the mask beneath masks, or masks all the way down that is familiar to us from theorists like Nietzsche. In his choice of words, his intentions were almost always unmediated and directly legible. If we keep this element of personal character in mind, we can better grasp why he remained so hostile to the postmodern aesthetic.
The bottomless irony and genre blurring styles that are familiar to us in Nietzsche and his disciples provoked in Habermas a deeply allergic response that became most overt in the philosophical discourse of modernity. My chief point here is that Habermas did not really reckon with the corrosive effects of bottomless irony in the new media. Anyone who has squandered even a few minutes on X or Instagram will know that self-presentation is seldom tied to a norm of sincerity. Although sometimes one can see traces of authentic communication there, the new media is emerging now as a realm where discursivity is largely untethered from intention. In a perfect manifestation of what Roland Barthes called the death of the author, memes have volatile and uncertain powers of motivation, but they circulate anonymously, set free from their creators. Let me offer just one brief example before I conclude. Early this month, a strange website appeared on the official government website of the US presidency, whitehouse.org. The website deploys a set of fonts and images that are borrowed directly from science fiction. And it plays upon the double entendre of the word alien, which can mean both an undocumented immigrant and a creature from outer space. As if revealing a conspiracy, the website declares that its contents are now declassified. Quote, aliens have been walking among us, we are told. They have been, quote, living in our neighborhoods and interacting with us in our daily lives, end quote. We are then told that although these aliens seem normal, there is a major exception. Quote, they do not belong here. With one click, we find that the website is reporting the influx of undocumented immigrants and their crimes. The website makes its message quite explicit in a simple phrase, quote, deport them all, end quote. Let me emphasize again, this is at whitehouse.org. In an opinion about the website, the journalist M. Gessen observes that its claims seem like an incitement for Americans to commit acts of violence against immigrants. I think Gessen is right. The website counts as incitement, and it seeks to justify the brutal tactics by officers from Immigration and Customs Enforcement who have been terrorizing immigrants, mostly people of color, throughout the United States since the start of Donald Trump's second term. But I want to underscore a different problem. The website is situated in a twilight realm between information and entertainment. The blurring of this boundary creates a space in which the deadly seriousness of the topic dissolves into theatricalized display. We are confronted here with a mode of irony that provides a convenient escape route from responsibility. Anyone who takes the website seriously can be accused of failing to join the fun. Authoritarian populism takes advantage of this irony. It can shape mass opinion through memes and images that can evade the proviso of sincerity in rational public discourse. Democratic deliberation requires not only the exchange of criticizable validity claims, it presupposes the mutual transparency of speakers whose intentions remain legible and stable as sources of meaning. But we're now confronting, I fear, the nightmare scenario of an online world in which the premise of stabilized intention is beginning to dissolve. At this point, the criticism theorized by Habermas may be wholly disabled, and democracy will be reduced to nothing but empty display. Everything that Habermas sought to achieve during his long, distinguished career demands that we struggle against this possibility. A big thank you to those
who have organized this event. It's a big honor to be here. Ladies and gentlemen, Jürgen Habermas has left us with, I would say, 50 or more analytical concepts and theoretical constructions, each of which would have been sufficient to establish an outstanding academic career. Each of these concepts would deserve a tribute of its own, so to speak. Accordingly, there are, in a nod to Paul Simon's 50 Ways to Leave Your Lover, at least 50 ways to honor Jürgen Habermas, a thinker of truly world historical significance, at the same time a person of remarkable warmth and generosity. Today, I would like to use only 3 of these insights and concepts to address a question that is currently of some political and theoretical importance, and that pops up more and more, at least in my reading of the situation. Because in parts of critical social science and democratic theory, one increasingly encounters the argument populist movements are clearly problematic from a liberal perspective, but much more ambivalent when viewed from a democratic perspective that builds on popular will and majority decision. And according to this authoritarian populist challenge, the ossified structures of representative democracies, entrenched elites, technocratic forms of expertise, and depoliticized institutions that restrain the popular will are essentially an act that has an element of emancipation. In this view, such movements may even be interpreted as expressions of democratization of democracy. While I do think the empirical diagnosis has merit, the normative conclusion has not. And I believe that some of Jürgen Habermas' central concepts are particularly useful in exposing this mistaken leap from the empirical observation to the normative judgment. For Habermas, never reduce democracy to majority rule. Democracy rests on a demanding ensemble of normative, communicative, and institutional preconditions. Those who destroy these preconditions do not democratize democracy, they damage it. I would like to demonstrate this through 3 of Habermas' 50-plus concepts: the co-originality of human rights and popular sovereignty, the concept of the public sphere, and the all-affected principles in the post-national constellation. And in doing so, I can clearly build on what we have heard from Simone and Peter. The first concept, the justificatory foundation of democratic legitimacy. While the idea of the co-originality of human rights and popular sovereignty, with this idea, Habermas showed that individual freedom and collective self-government cannot be played off against each other, as is happening to some extent in the current debate that I mentioned. Also in the debate between liberals and Republicans, of course, to some extent. Human rights and popular sovereignty do not stand in a relationship of derivation or of hierarchy. They emerge together and mutually sustain one another. Democratic rule is legitimate rule only if free citizens can participate in lawmaking. Free citizens. At the same time, such free citizens exist only where their freedom is protected by democratically enacted law. In his own words, the democratic principle can therefore appear only as the core of a system of rights. The logical genesis of these rights forms a circular process in which the legal code and the mechanisms for generating legitimate law, that is the democratic principle, are co-original. And it is precisely for this reason that contemporary authoritarian populist movements miss the democratic core of
modern societies. They identify democracy exclusively with majority rule and treat individual rights as secondary constraints on the popular will. Anyone who understands democracy solely as the immediate expression of a supposedly homogeneous popular will arrive at a reductionist conception of democracy. Democracy is then reduced to one of its components, while the conditions that make democratic self-government possible in the first place disappear in this view. Against this background, the exclusion of members of the political community, attacks on minority rights, restrictions on communicative freedoms, manipulation of electoral rules, or the deliberative erosion of public institutions cannot be understood as democratically legitimate innovations merely because they enjoy majority support. They attack the normative foundations of democratic rule and are deeply anti-democratic. The second one, equal freedom alone, however, is not enough. Democratic citizens must also be able to exercise their freedom communicatively. This brings me to a second Habermasian concept, probably the most famous one, the concept of public sphere. Among his many intellectual contributions, it ranks among the most influential and enduring ones, and we just heard the statements that proved this to a significant extent. For Habermas, the public sphere is never merely a space of communication. It is the arena in which social problems become visible, political opinions are formed, and public reason takes shape. In a broader sense, it is also the place for social integration more generally. As was already mentioned in his later writings, Habermas spoke of a second structural transformation of the public sphere. And he, on the one hand, pointed to the emancipatory potential of those new technological developments, but he also showed clearly, and we have heard this, the sort of problems that are built into this new technology, because on the one hand, they are a danger, or they can in tendency disrupt the political sphere as a whole by creating many disconnected spheres, and secondly, because it leads to a decline in the quality of the discourse. Yet this technological development alone does not explain the current crisis of democratic publics. What we are witnessing is not merely a technological transformation. We are witnessing a deliberate political strategy that exploits this transformation. And there may be a death of the author, but I would say there is not a dearth of political agency behind these strategies. Authoritarian populist actors benefit from the erosion of shared epistemic standards and actively accelerate it. The rhetoric of the lying press, the systematic delegitimation of scientific expertise, the spread of conspiracy narratives, and the deliberate production of disinformation all pursue a common objective: the destruction of the epistemic infrastructure upon which the democratic sphere is built on, upon which it depends. The public sphere is not merely the deliberative antechamber of democratic decision-making. It is also the place where societies distinguish between what they know and what they do not know, between factual claims and mere assertions. When this distinction is systematically attacked, and that is what we currently see, it is this distinction which is systematically attacked, not only are deliberative theories of democracy endangered, a fundamental precondition of any democratic order is damaged. Those who undermine the epistemic foundations of public communication are therefore not democratizing democracy, they are acting against it. The third concept from Habermas' rich intellectual repertoire concerns the scope of democratic institutions. And here I want to speak about the all-affected principle in the post-national constellation.
Habermas recognized early on that under conditions of deep globalization, democracy can no longer be conceived exclusively within the boundaries of the nation state. The all-affected principle expresses a simple but far-reaching normative intuition. Those affected by political decisions should have a voice in shaping them. And at the same time, a democratic political system must provide not only institutional channels for collective decision-making, but also a meaningful capacity to make and implement these decisions, a capacity for political action, so to speak. And this creates a dilemma for democracy in a globalized world. Either decisions are shifted to institutions beyond the nation state that often fall short of democratic standards, or democratic politics remain confined to the nation state, thereby becoming increasingly ineffective in addressing the major problems of the world. Under these conditions, and especially in times of globalization, this dilemma becomes particularly acute. Financial markets, digital platforms, climate change, migration, security policy, all transcend national borders. Those affected by political decisions are frequently not identical with the citizens of a single nation state. And as social interdependencies become global, democratic self-government must expand accordingly. And it is a bitter irony that the democratic shortcomings of all of those European and international institutions have contributed to their rejection and in turn to the weakening of the democratic potential of those institutions beyond the nation state. Yet, and again, it is an intellectual mistake to transform this empirical transformation into a normative defense of authoritarian movements and in a renationalization of politics as political program. The wholesale rejection of European and international institutions, even when justified in the name of popular sovereignty and resistance to external domination, remains under conditions of the post-national constellation an anti-democratic and authoritarian act. It violates the all-affected principle, and this is why calls for a complete renationalization of political authority ultimately falls normatively short. They appear democratic because they invoke popular sovereignty. In reality, however, they narrow the circle of those who ought to participate in political decision-making. Anyone who seeks to address global problems exclusively through national politics deprives many affected individuals of a voice. That is not a democratization of democracy, it is a contraction of democracy's normative horizon. From a democratic perspective, the renationalization of politics is the wrong path. The only way we can go is the thorny, very, very, very long way of the democratization of the international. Let me conclude. Contemporary authoritarian mobilizations attack the very preconditions of democratic self-government: equal freedom, a reason-responsive public sphere, and the political self-determination of all those who are affected by collective decisions. For that reason, it is misleading to interpret them as carrying the core of an anti-elitist program for the democratization of democracy. The three Habermasian concepts discussed today reveal this with remarkable clarity. They also remind us how much we miss Jürgen Habermas, not only as the person who has been the great theorist of the society, but also as a political voice in these turbulent times. That the concepts he developed remain available to us. And many of us have had the privilege not merely reading these concepts, but of discussing them with the authors. More reason than to continue putting them to work, these concepts. Perhaps the best way to honor Jürgen Habermas today is not to treat his concepts as monuments, but as tools that help us to understand what we need to do in order to defend and improve democracy, and tools that tell us what is anti-democratic. Thank you very much.
So I hope this is working. Yeah, it is working. Thanks very much for these three very substantive contributions, which I thought largely agreed on the diagnosis of the challenges that we are facing. So it's easy for me as a moderator to let them boil down to a single question, which I would like to ask to stir up some controversy and perhaps some disagreement among the panelists. Yes, I have a disagreement with all of you, but I will only ask a single question. Given that you agree on the diagnosis of the challenges facing us, to which Habermas to turn? Yeah? So Simone said that we are witnessing the return of the two parts of the co-originality thesis, basic rights and popular sovereignty, as evil twins, yeah? Populist sovereignty and authoritarian liberalism. And given this predicament, to which Habermas shall we turn? Shall we turn to the Habermas that was described to us by Christina Lafont, the one who in fighting spirit defends the institutions of constitutional democracy, of liberal democracy? Or do we turn to Habermas, the radical Democrat, the one who is insisting that popular sovereignty does not find a substrate in some macro subject? All that is solid melts into air. We need this constitutional renewal in order to face the regressive tendencies of the day. To which Habermas shall we turn, the former or the latter? Well, I dispute the distinction. Yes, okay. I'm sorry. Okay, so I did have a question. I did have a question actually for Peter on his, but maybe we can, okay, I just think that the distinction that you made, I tried very hard to say that Habermas is trying to have a middle way between the liberal institutions in which we're just worried about guardrails, and the narrative is really sort of about, 20 years ago everything was fine, we just need to get back to having these liberal constraints, whereas there's always been a deficit, so the liberal view is really not strong enough, and the populist view. And so my argument was that the idea of a dispersed and proceduralized popular sovereignty is a central combination between those two. It's a refusal. But you see, it's very much also practical and political questions. I mean, we are in quite similar situations in the US and in Germany, and we're asking ourselves, is continuing in this way with entrenchment, fortifying the kind of guardrails around constitutional democracy, the way to go right now? Or should we aim for constitutional renewal, for a total overhaul of the institutions that got us into this situation where we now have some irreconcilable factions that make it impossible to go the Habermasian way, namely to have political polarization that can then be decided by voters going in a center-left, center-right direction? How can we re-establish this kind of situation? More constitutionalism or less? I think I'd have to agree with Simone that it maybe isn't a choice between these two options. It seems to me that in the spirit of Habermas, choosing institutions is not choosing institutions that are beyond criticism, but choosing institutions that themselves are volatilized into further criticism that are revised as we go, so that we never hit bottom with a set of democratic frameworks that are beyond challenge or revision. And in that sense, I think that the radical democratic spirit is entirely compatible with starting where we are, with the institutions that we're at. This is why I very much liked the spirit of Simone's claim that for Habermas, rational reconstruction and a certain kind of political realism go together. Habermas's critics, it seems to me, have often misunderstood him on exactly this point. They have styled themselves as realists because they believe that he retreated into idealizing a normative theory that was somehow unresponsive to the real world. And it seems to me that realism becomes merely an affirmation of the real if it doesn't have some norm in mind according to which what's real can even be judged as deficient.
And I thought Simone said that very well. Politically, the way to go? I definitely agree that if we talk about a thinker that has so much in his whole career brought together concepts that stand in tension and have essentially put forward a dialectical solution to the tension, it makes probably no sense now to play those two basic positions against each other. But I would say in the end, yes, of course, I mean, we need democratic innovations and we need new institutions, but I mean the decisive point would be essentially to achieve those institutions without giving up what we have achieved in civilizational terms. And in that way it goes together. So we need the institutional reform, but without violating the sort of normative quality of those that we already have. That would be, for me, the solution to the problem. So you didn't mention the term ratchet effect, but it's a popular term in this house, ratchet effect. Yeah. And so one question would be, where would Habermas identify ratchet effects in the current day and age? I mean, trying to get towards some progressive changes, but without losing what we have achieved. Where would these ratchet effects lie? Would they lie in the anarchy of a public sphere? Would they lie in a renewed sense of non-right-wing uses of irony? Would they lie in the constitutional institutions, in the protection of these institutions? Where should we turn? By ratchet, you mean sort of bootstrapping? No, I mean the kind of effect of institutions that are meant to preserve learning effect, but of course cannot be immune to criticism and change, but for the time being ensure that social change will not result in disaster, will not result in regression. And so the question is, where do we see these effects right now? Do we have a... I mean, I would say the basic experience is that we all believe that in terms of the development of democracy, of liberal democracy, or of deliberative democracy, we have achieved and we have surpassed certain ratchet effects, and now we have learned in the last 10 or 15 years that there are no ratchet effects. And in that sense, I mean, probably we have to not to be believing too much in that what has been achieved will automatically stay. I mean, that is essentially the idea of the ratchet effect, and I think this idea is something that we should give up. Everything is on target. Thank you. I would like, if Peter? Well, I had thought that the idea of ratchet effect was close to the idea of an Overton window. Perhaps I'm misunderstanding, but when I've heard the term used, it refers to the ironic and self-defeating feature of democracy that by being radically inclusive, it can include anti-democratic forces. Yeah, perhaps we need Hauke Prunkhaus to give his definition of the ratchet effect later on, because he's the #1 specialist on this concept. So perhaps we continue this later, but I would like to open the floor now for discussion with the audience. We still have 20 minutes to go. We have mics in the room, so who would like to start? There's one question in this row over there. Smile Rapic from Wuppertal. I missed one concept in your presentation. It's the concept of capitalism. We discussed with Habermas the question, where do the anti-democratic forces stem from? And a very prominent thesis is the anti-democratic forces stem from capitalism. Capitalism is entering a phase of self-destruction. One prominent author who would fit quite well our discussion here is Nancy Fraser in her book, Cannibal Capitalism. So my question to you, how do you assess the role of capitalism in the actual threats towards democracy? I probably would argue, if we look to the major threats of current capitalism to democracy, we talk very much, of course, about digital giants and about the oligopolies and the monopolies that have been developed and that allow those
people, not only companies, but people essentially to abuse these things against democracy. In that sense, if that is the current danger, I still would say it is not capitalism per se, but it is the inability of democracies to do something that democracies did 100 years earlier, and that is to destroy those oligopolies and monopolies. And in that sense, it is still the failure of politics that they essentially are not able really to control and get control over those new developments of capitalism. That's at least the way I would like to see it, that we have to think how is it possible in this world? I mean, it's very hard to imagine to control those companies again and to bring them under democratic control. Hauke Pronkhorst immediately on wretched effects, or? No? Capitalist ratchet effects. Yeah. Yeah. Microphone. Thank you. Only a small additional remark to Peter. This website from the White House, yeah, aliens and refugees, yeah. It was exactly the same as one movie, one film after the other in the 50s, aliens and communists. Exactly the same. Can I add to that? From the White House. Yes, sure. So I would like to add a comment and a question. I found your relationship between sincerity and irony very interesting. First of all, I do think actually Habermas had a better sense of humor than you suggested. Oh, humor is different. Okay, so the role of irony in the public sphere. You know, the Habermasian public sphere, it's wild, a lot of things go on, and one of the ways of thinking about it, it can be represented in irony in theater. So one of my most favorite examples of public sphere theater is in the 80s, there was a group called Billionaires for Bush. And Billionaires for Bush, they would dress up as billionaires and they would wear these very fancy clothes and they would go to Bush rallies and they'd have these big signs saying Billionaires for Bush. And of course, it was complete theater, it was complete irony. And what they were trying to show is that, listen, only billionaires really would make sense voting for this person. And this kind of participation in the public sphere using irony, using theater, now using memes, right, I think has absolutely a place in a vibrant public sphere. And that's one of the reasons why you were able to look at that website and deconstruct it and find out what really was the political message there. So I guess my question is, I question the tension that you saw between this need for sincerity, which I don't think, the need for sincerity in the public sphere, and that this somehow is unable to deal with memes, irony, theater, which I think has absolutely a place in a vibrant public sphere. Yeah. And I should perhaps add, before you answer Simon's question, that we're here in the city of the Titanic too. Yeah? Enlightenment uses, weaponization of satire for Enlightenment uses. Absolutely. I think that there's a difference between irony when it enters into the public sphere for the purposes of criticism that can be legible, and a kind of bottomless irony that doesn't bottom out at a message that can be legible to participants. And what you're describing is a kind of irony that is actually grounded on sincerity. Everything that you're describing is a kind of irony where one knows that behind the one mask is an intention. And that's quite different from what I think Nietzsche entertained, which is a kind of mask beneath masks that never bottoms out. And what I think is rather interesting about the website, and what has become a very standard tactic on the alt-right today, particularly in the digital sphere, is an attempt to use humor in a way where they can always evade claims of sincerity or a final message, and they can always say, we're just joking.
Now, I've seen that behavior among some of my students. Believe it or not, there are a few MAGA kids at Harvard. And I will challenge them sometimes on things that they're doing that are playful. And they said, well, we're just having fun. We don't want to take it too seriously. And that's the example of bottomless irony, which I think conflicts with sincerity. Okay. And that's quite different from, say, Enlightenment satire, where the intent is legible. Rainer. Thank you very much. This is a great panel. I have lots of questions, but I just follow up with one. Peter, I see what you mean, but I fear lack of sincerity is not the problem there. I think sincerity is the problem, because they mean that. They mean that these people don't belong here, and they mean that they have the legitimacy to use this atrocious force and human rights violating force. So I'm not quite sure whether the lack of I know what you mean, but here I think the sincerity of the brutality of the message is the problem. So there is a lack of democratic accountability and sensibility, but they are sincere in their brutality, aren't they? Yeah, this could get almost scholastic in our distinctions between sincerity, irony, insincerity, and so forth. I entirely agree with you. What I would say is that there's a further danger when irony is used in order to evade responsibility. But of course, sincere brutality or overtly stated brutal intentions are also a problem. We promised to talk about democracy, domestic and cross-border, and so, if I may, Michael, I would like to pose a question to the last part of your talk. What you were saying was, if we base our democratic theory on the all-affected principle, then it becomes clear that the lack of democratic or fully democratic institutions in the European Union does not so much count against it, because if we abolished them, then people who are very much affected by nation-state decisions would have a complaint against them that they are no longer integrated. But I mean, if you take this argument seriously, then you would have to apply it to cross-border contexts well beyond the European Union, and we would have to review European Union politics that affects countries, populations, people that are not in Europe. So, all subjective principle to the rescue, perhaps. Yeah? Would it make a difference if you switch to that other venerable democratic principle, that all those who are subjected by laws should have a hand in making these laws? And would that not be superior in democratic theory? It would not resolve the questions of democraticity of the European Union, but it would perhaps give us a handle in order to discuss about constitutional renewal in the EU that would be less abstract than on the basis of the all-affected principle? Sure. I mean, there's. Let me first say one word to the debate about sincerity. I mean, I know some empirical studies which show with a really astonishing numbers in terms of how strongly people believe that Donald Trump is not saying the truth, but he is authentic. He is much more authentic than all the rest of the other politicians. And I think that gets very close to the authenticity and sincerity are probably relatively close to each other. So in a sense, I mean, this sort of sincerity is ascribed to him, in spite of the fact that I probably would a little bit have doubts that sometimes we do not know, right? I mean, when he talks about his house means in order to fight corona,
in the first moment you can believe he really takes it seriously, but then he has these interviews with Bob Woodward and it becomes very obvious that he knew that it is very dangerous. So I mean, the problem seems to me that we do not know how sincere those crazy statements are, and in that sense they can be always played in a way that they serve essentially the speaker. On your point, Peter, I mean, of course, it sounds like utopia, but probably we have to think in some areas, in some global arenas, in terms not of people, but in terms of segmented institutions where all those who are affected by those decisions play a role. If we talk, for example, about climate policy, because, I mean, it does just not work for me that those people who live on a Pacific island and they lose their island, that they cannot in any way determine the policies that are responsible that they lose their island. In that sense, I think this principle is so strong that the sort of practical implications that you point to are very serious, but that probably also could mean we have to give up this notion that one group of people is determining all of the policies. I mean, this idea of people-state, but that there are at least some things where we have to say there is a global community that is responsible for some very limited and restricted policy area. So that would be a more flexible design of thinking democratic politics. Yeah, thanks very much. So I have two more questions on my list, and I think we can hear both of them, one after the other, and then have the panel answer them in the final round. Peter Verovsek, and then Hauke Bronkhorst. No? Christina? You? Yes, fine. Peter. Okay, thank you very much for a very interesting and thought-provoking panel. I guess I had a question about, I mean, I think like a lot of people in this room, I sort of buy into a lot of Habermas's theories, but I guess my broader question is sort of, given current trends, can the public sphere kind of still fulfill the role that Habermas gives it? And I think sort of bringing together Peter and Simone's two contributions, or at least some of the things you were saying, right? Simone, you were talking about sort of this idea of the proceduralized idea of popular sovereignty that operates via the public sphere, right? And Habermas at one point describes it as subjectless, right? And Peter was talking about this idea of masks and sort of, yeah, sincerity and of authorship, right, as it comes up in the Neue Strukturwandel volume. And I wonder sort of to what extent it becomes a problem that in a lot of the public sphere today, actually discourses are not traceable to individuals at all, right? There is no author, right? And even the kind of discourse of someone like Donald Trump, who always talks about, well, people say, right? And not only is it people say, but increasingly now, a lot of these discourses, it's unclear if there actually is any human individual behind these discourses, or if it is all just kind of AI generated or slop, right? And I wonder sort of if that's the direction that the public sphere is going, where actually it's not a problem of us learning to be authors, right, in the way that Habermas postulates in the Neue Strukturwandel volume, but where actually authorship actually becomes almost untraceable. What effect then that has on our politics? And if that then makes it more difficult for the public sphere to kind of fulfill the functions that Habermas gives it. Thank you. And we have Christina. Yeah, I mean, I was prompted by your question because I had a similar one on your appeal to the all-affected principle, Michael. And the problem I see is a little bit different than what Peter was referring to. The problem of trying to use the all-affected principle in the democratic context, not in the moral context, is that in a democratic context you are trying to figure out demarcation. Who ought to have a say and who shouldn't. And the all-affected principle is dangerous as a principle of demarcation, because if what is affected, as usually is, if people are upset enough by those who don't have a say, is any of their fundamental rights, their human rights, then the all-affected principle will give you a sense that if you are not
equally affected or enough affected or who knows what, then you should not have a say. But if what is at stake is how to define our fundamental rights, our human rights, then we all should have the same say. Like, that's not the kind of thing that you can demarcate and say, hey, some people are more affected than others. So that's why I think the all subjected will be more helpful. And Habermas was very careful to use the all affected outside moral theory. For democratic theory, I don't know if you will agree, but I see that danger with the all affected. Shall we start with Peter, responding to Peter? Or? In case you don't know, Peter Vereshek has just published a marvelous book on Habermas as a public intellectual. So I'll just respond on something about the problem of specifying who is included in the all-affected principle. And I think this brings us back to one of the challenges in a media-saturated democracy. The notion of who is affected is not a straightforward matter of identifying something as simple as objective economic interest. It's highly interpretive, and increasingly it's interpreted for us by media personalities, by populist representatives who claim to be able to identify the real interest. It's not a matter of straightforward economic interest. And if I can give you one example, certainly in the United States, it's the case that many downwardly mobile white communities in deindustrialized areas felt that, to take a specific example, that the shutting of coal mines was against their interest. Now, if the all-affected principle were invoked here, you can imagine a populist leader saying, well, the solution is to bring back coal. And that is part of the new populist message on the right, that we should bring back coal and open up the old coal mines, say in Kentucky and elsewhere, which is a heavily Trumpist area. But that's rather unreal or unrealistic. And yet trying to say it's unrealistic doesn't appeal to people whose real interests are shaped for them according to populist messages who say, well, it's just a simple matter of opening up the coal plants. So there's a case where interest is no longer a straightforward matter of the way, a kind of vulgar Marxist might imagine. Yeah. On this point or on Peter's question, because then I would... Yeah, go. Yeah. Michael, on the all-affected principle? Yeah, I mean, it's not that I would say it's a simple matter and we can apply the all-affected principle to that democratic principle in a direct way. The point that I still would like to maintain is that if we think only in terms of all-subjected principle on the international, on the global level, it pops up only as a defensive right, essentially, as a right that you can reject the decisions of international institutions. But it does not give people the positive rights for self-government. And in that sense, I think we have to include some elements of the all-affected principles when we think about the institutional design of global politics and of global dangers. Thanks. So can I give the final word to Simone? Oh, so I wanted to respond to Peter on the question of the public sphere. So one of the things that we're facing is a kind of recursive problem. So the United States just had midterms, and before the midterms, there was every day across all sorts of platforms in the news, there was worries about deep fakes. Now it turns out that, I mean, there were some deep fakes that, out there, but it's just really not clear it had any effect really on voters. But what is clear from the surveys is that everybody, Republicans and Democrats, think and worry that the information they're getting is unsound, that AI is taken over, that deep fakes are everywhere. And so we're in this situation that on the one hand, we want journalists and so on to criticize deepfakes, to bring to the public's attention that there's a lot of information pollution, to thematize the problem we have in the public sphere. On the other hand,
to take it up too much, which is there was panic in the press about deep fakes, itself undermines the confidence in democracy. So that all these citizens are reading constantly about the fact that there are deep fakes out there, that they can't tell the difference between, and that also will undermine it. So we're in a kind of vicious circle right now in which, of course, we need to expose the abuse of the public sphere, but also make sure that in that exposure we don't overstate the power. Because what we do know is how much information pollution is out there. What we don't know is how much effect that has on people's opinions, because people's information environment they get information from all over the place in all sorts of different ways, and we do not have a good handle on how it actually affects their votings, their opinions, and so on. So I'm worried about this vicious circle of just everybody thinking the public sphere is so bad that it convinces us that, yeah, we can't trust anything. And it's not actually true that we can't trust anything. Yeah, on that note, thanks very much to the panelists for giving us some Habermasian handles on how to address the current situation, and to all of you, watch out in tomorrow's papers for the evil twins. So, please have a seat. So please have a seat that we can continue. Because we are running out of time. We still have a huge agenda. So welcome to the second panel, which is about the communicative turn in philosophy and sociology. And let me briefly explain what is our intention with this second panel. Although, of course, the panelists are free to make their own choice what they want to talk, but that would be the framework we are thinking about. Let me start with two brief quotations from early articles of Jürgen Habermas, which explain what is meant by the communicative turn, and which have the advantage they are less elaborated than in his later works. And I quote them at first in German and then in English. The first one is from Knowledge and Human Interest, or Erkenntnis und Interesse, not from the book, but from the inaugural lecture of 1965. Der Habermas says, mit der Struktur der Sprache, der einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen können, ist Mündigkeit für uns gesetzt.
Mit dem ersten Satz ist die Intention eines allgemeinen Konsenses unmissverständlich ausgesprochen. In English, what raises us out of nature is the only thing whose nature we can know, language. Through its structure, autonomy and responsibility are posited for us. Our first sentence expresses unequivocally the intention of universal and unconstrained consensus. Some lines later, Habermas adds, and that's also interesting for our panel, that what he calls the historical traces of suppressed dialogue have to be discovered, identified and reconstructed, or die geschichtlichen Spuren des unterdrückten Dialogs. Later on, it will be called the distorted communication. The second quotation is from 2 years later, in 1967, the famous or infamous article on labor and interaction, Arbeit und Interaktion. So first, the German quotation, Arbeit ist in ein Netz von Interaktionen eingebettet und deshalb abhängig von den kommunikativen Randbedingungen jeder möglichen Kooperation. Labor is embedded in a network of interactions and is therefore dependent on the communicative conditions of any possible cooperation. That's what, perhaps in a nutshell, and less elaborated than in later works, could be called the communicative turn. And it was contested from the beginning for, let me briefly explain, according to my view, 3 major reasons. The first one was, with this communicative turn, Habermas said farewell to Marxism and the Marxist tradition. Or, in another line, turning away from critical theory of Horkheimer and Adorno, because he devalued the importance of labor and emphasized the importance of interaction and communication. The second reason was more a philosophical one. It was contested because many objected that you cannot base social theory on language and communication, that this is a mistake, not only in social theory, but also for philosophical reasons, because the theory of language, which Habermas adopted, speech-act theory from Searle and Austin, it was considered as unclear what is the role of normative structures in speech acts, in illocutionary performative acts. The third reason was, and this becomes more and more important today, this kind of objection, and we just heard about this in the first panel, that it is completely unrealistic. That language is at best a means for deception, for betrayal, and for inauthentic masquerade, to a camouflage of power claims and power enforcement. That objection has become more and more important recently, when, in particular, in some memorials after Habermas' death, and some said, well, now it turns out that the communicative turn in social theory was unrealistic from the beginning. We live in a world which now discovers and reveals that this was a mistake. So I think with these remarks, we can be curious to listen to 3 contributions to the communicative turn. And I should say that this panel, distinct from the first one, is a mixed panel, German-English. So we will have some presentations in German and some in English, and the discussion, because all the participants in the panel are able to understand and to talk in English and in German. So during the discussion, we can switch between languages. So the first one is Sheila Ben-Habib,
who is Eugen Meyer Professor Emerita of Political Science and Philosophy at the Department of Political Science at Yale University. And she is known for many important contributions to critical theory and in particular to questions of cosmopolitanism, human rights, but also, at least for me, it was a very important book in 1992, situating the self, gender, community, and postmodernism and contemporary ethics. A recent publication, the title, At the Margins of the Modern State, Critical Theory and Law, with Polity Press last year. The next one is Hauke Brunkhorst, who is a Professor Emeritus of Sociology at the Europa-University in Flensburg. And distinct from the other announcement, I would like to hint you on a forthcoming book of Hauke, which is called Rechtsrevolutionen. It will be published hopefully in autumn. And it was recently, some days ago, also pre-announced in the Frankfurter Allgemeine in an article about Hauke. It goes back, I think, and it is a renewal of the book from 2014, Critical Theory of Legal Revolutions, Evolutionary Perspectives. And the third one is Vera King, who is a professor of sociology and psychoanalytical social psychology at the Department of Sociology at the Goethe-University, and also director of the Sigmund Freud Institute, Research Institute for Psychoanalysis and its Applications. She has published many articles and monographs, mainly on psychological, social psychological issues of adolescence, and recently co-edited a volume with the title The Measured Life in the Digital Age, Optimization by Numbers and Hope in Times of Crisis, in the leading psychological journal Psyche. So thank you very much for participating in this panel, and we will start with Sheila's talk. Thank you. Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, dear students, we can of course lead the discussion in German. I have to begin with an admission. I have found it very difficult to write a lecture about Habermas's work after his death. Don't worry, I'm not going to cry, but my voice is going to break a little. As many of you know, I have given many interviews and in memoriams, but I have not written a proper obituary. I think the pain of ending a conversation, which was part of my life since I was a 27-year-old student of philosophy, that is nearly 50 years, was just too difficult. Many times we would converse over email about politics and the world, his publications, and on other memorable occasions, there were family visits with Tom and Pat McCarthy and Ute and Jürgen Habermas on Massachusetts Cape Cod, and lots of gin and tonics. But I want to thank Habermas for something, even though he's gone. Philosophy, as we know, is a lonely business. And es ist ein einsames Geschäft, as you would say in German. And we, as women, are not expected to speak in the name of the universal. We do not have the tradition, we do not have the authority. And I think Habermas was incredible in that sense, that he listened. He listened to me, he listened to Christina, he listened to Simone, he listened to many of us in this room. And for that as well, we have to thank him, and we have to remember him. Today you have asked me to talk about Habermas's contribution to philosophy via his communication theoretic term.
And as you know, in recent years, I have been writing more about migration, citizenship, culture. The theory of communicative action in the light of his philosophy of language has not been at the center of my thinking. But this is where we all began, or at least I began, in Starnberg. These issues are no longer as present in contemporary discussions as they once were. But I want to argue that from the 1970s to the 1990s, Habermas had constructed his communicative turn in much too rationalist a manner. In German, I would say, hat die kommunikative Vernunft rationalistisch angedeutet und gekürzt in dieser Zeit. After many years of engaging with his work, I have come to the conclusion that the indeterminacy of interpretation and the uncertainties of moral and political judgment must play a greater role in his work. I think the turn from language philosophy to a post-metaphysical conception of communicative rationality was motivated in part by such concerns. As Klaus mentioned, the earliest source of Habermas's turn to communication is already there in Arbeit und Interaktion. And it's also there in his essay, his big treatise, sociological treatise on the Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus, System and Life World. Now, with the theory of communicative action of 1981, the turn to language to explain the structure of communicative action becomes clear. Let's remember Richard Rorty and his introduction to the linguistic turn in 1967. Richard Rorty wrote, quote, "I shall mean by linguistic philosophy the view that philosophical problems are problems which may be either solved or resolved either by transforming language or by understanding more about the language we use." Okay? This is Rorty from his introduction. So philosophical problems can be resolved or dissolved by the turn to language. This was not Habermas's intention at all. For him, the linguistic turn had neither a reformist nor a therapeutic purpose. For him, the purpose of the turn to language was, to quote Christina, to gain a concept of communicative reason on the basis of the normative content of the universal and unavoidable presuppositions of everyday communication, end of quote. Such a concept of communicative reason was not only crucial for his theory of society, but as we said, for his political philosophy and moral and legal theory. Now, to be very brief in reminding a couple of points, because Herr Steinmeier also gave an excellent introduction this morning to all these themes. Every speaker of an ordinary language develops the capacity to make an innumerable number of grammatical sentences. This is the central insight of Noam Chomsky's transformational grammar. Similarly, I think Habermas followed Chomsky here. Communicative competence is the capacity to use linguistic expressions in such a fashion that one can communicate with someone else about something in the world through speech acts. Speech acts have a propositional content. As you know, this has been repeated, Wahrheit, Wahrhaftigkeit and Richtigkeit, and vielleicht also Verständigkeit, which now comes in more and more. Now, we know all these, so there is no need to go over it. When these communicative presuppositions break down, we have to re-establish them through argumentative speech situation called discourses, where the zwangslose Zwang des besseren arguments should rule. These form the core thesis of Habermas's theory of communicative competence and rationality. Undoubtedly, for many of us, it was not easy to find our way back from these abstract formulations of universal pragmatics to the critique of society and culture.
A caustic commentator, Raymond Goyce, would go so far as to name the conditions of the ideal speech situation, quote, a transcendental deduction of a series of non-facts, end of quote. Without sharing in the cynical assessment of Habermas's central insight, I think there are many critical issues that we need to reconsider, and I'm going to briefly refer here to 3 controversies, one of which has been addressed this morning. I shall name this first the hyper-rationalism of Habermas's speech act model. Then I will look at some unresolved issues in discourse ethics. Finally, I will turn to the indeterminacy of interpretation by focusing on an example from democratic theory. They all indicate the unresolved tension between contextualism and strong transcendental forms of justification in his thinking. Now, this morning, not this morning, in the previous session, Peter brought up the concept of irony. I had no idea that this was going to come up. But I want to remind you that Habermas's model of speech acts was at the center of his debate with Derrida, which Martin Jay called the debate about the performative. The question was this: did Habermas's model of speech acts presuppose an apodictic propositional model about what there is or what there was, thus making speech acts such as storytelling, irony, rhetoric, dissimulation secondary? Did his privileged emphasis on saying what there is go hand in hand with the assumption that the speakers were wahrhaftig, that is, sincere? Didn't this emphasis on sincerity of intentions presuppose a transparent subject of clear and distinct motives? Often, however, we are not only not clear about the intentions of others, but we are not even sure what our own intentions are. Isn't there a way in which something like a self-transparent Cartesian subject returns into Habermas's philosophy of language? I'm provoking. Okay? For sure, there are Habermasian responses to such questions, but I want to emphasize that at the center of the debate with so-called postmodernists and post-structuralists was the issue of speech and power and the transparency of intentions. If I'm not mistaken, in contemporary philosophies of language, particularly in the works of Jason Stanley and Miranda Fricker, what is called the perlocutionary dimension of speech acts have resumed center stage. And to remind you, Austin developed the dimension of an illocutionary speech act that performed something in saying something. We all know that the couple who says, I do, in front of the judge. But there are perlocutionary dimensions of speech acts which are not intended, and Habermas always insisted that the perlocutionary dimension covered power because it was producing an effect on the speaker without an intention. Now, in view of the transformations of our society and worldwide democratic backsliding, it's no coincidence that the perlocutionary function of speech acts in propaganda and ideology, let's say in the work of Jason Stanley, would gain such attention. The second issue I want to remind you of very briefly is the controversy about discourse ethics. And as is well known, Karl Otto Apel claimed that the presuppositions of the ideal communication community could only be denied at the risk of performative self-contradiction. Whereas Habermas rejected Apel's Letztbegründung strategy and argued that we ought to view the universal pragmatic presuppositions of speech acts to correspond to the competent know-how of moral agents at the post-conventional stage, a la Lawrence Kohlberg. Friendly critics of Habermas, Tom McCarthy and Albrecht Wellmer, pointed out that the formal structure of post-conventional moral reasoning
could allow a number of alternative interpretations of universalizability, impartiality, reversibility. That is to say, one had to admit that discourse ethics could not be justified transcendentally with reference to the universal pragmatic presuppositions of speech acts, but only contextually as offering an alternative formulation in the tradition of neo-Kantian ethics. Despite accepting this objection, I agree with Habermas and Rainer Forst that there is an intuitive moral distinction between überreden und überzeugen, that is, between talking one's conversation partner into believing something versus convincing someone in conversation with good reasons. No matter how difficult it may be in practice to make such a distinction, again, here also I agree with Simone this morning, without presupposing the moral right to justification with good reasons, we would lose a critical yardstick in evaluating the justice of our institutions and the fairness of our interactions. Finally, I want to clarify what Habermas's procedural formalism requires, that Habermas's procedural formalism requires but cannot preclude a hermeneutics of judgment. And here I want to focus on the so-called paradox of democratic founding, which was also coming up in Peter Neeson's comments this morning. Habermas writes, if the normative justification of constitutional democracy is to be consistent, then it seems one must rank the two principles, that is, human rights and popular sovereignty. On the first alternative, the democratic lawgiver may decide in a sovereign manner only within the boundaries of human rights. On the second alternative, the democratic lawgiver can set up the constitution it wants, and as the case may be, violate its own basic law, thus impairing the idea of the constitutional state. So watch here that sovereignty is identified with the possibility of violating the constitutional principles of the state and human rights. Now, Habermas accepts in this article that a constituent assembly cannot vouch for the legitimacy of the rules according to which it was constituted and the choices it makes. And for that reason, he says, the chain never terminates. The democratic process is caught in circular self-constitution that leads to an infinite regress, because every democracy must have appealed to some constitutional moment of founding, but the rules according to which that constitutional moment of founding are themselves not yet justified. There's also a discussion by Hannah Arendt in On Revolution about l'Assemblée constituante, l'Assemblée constituée. It's very well known in democratic theory. Now, it's interesting that Frank Michelman, in his objection to Habermas, points out that Habermas seems to presuppose that there is only one way to set up a constitution to reconcile human rights and popular sovereignty. And Frank Michelman says there are a multiplicity of ways in which constitutional arrangements can be made. In some constitutions, some articles are Ewigkeit-Klausel, they cannot be negated. In other constitutions, the Ewigkeit-Klausel, like the Egyptian constitution, are the words of Muhammad, etc., etc. We can discuss this. But the point that I'm trying to make here is that we are always already on Neurath's boat, Otto Neurath's boat. We are always on the sea of interpretation, and at any one point we can remove some of the planks of the boat to remain afloat, but we cannot remove them all without sinking. We must always already presuppose some arrangements to get started at all. I'm coming to a conclusion slowly. By recalling these three controversies in the evolution of Habermas's theory of communicative rationality, I am not seeking to defend what Richard Rorty once called ethnocentric liberalism. No, there is nothing ethnocentric about emphasizing the place of perlocutionary speech acts in the public sphere.
nor in admitting the difficulties of justifying a universalist ethics without falling into a virtuous circle or a petitio principium, nor is the purpose of my final example to lend support to a voluntarist or decisionist resolution of the democratic paradox in the manner of Carl Schmitt. Rather, I wanted to emphasize the interpretation and judgment in reaching many of the same conclusions that Habermas himself wanted to, but for which sometimes he defended a singularity of outcome. Habermas's articulation of post-metaphysical thinking from the early 1990s onwards showed an openness towards such multiplicity and indetermination. He writes in this wonderful essay, The Oneness of Reason and the Multiplicity of Its Voices, for although they may be interpreted in various ways and applied according to different criteria, concepts like truth, rationality, and justification play the same grammatical role in every linguistic community. Admitting that cultures will vary in the degree of reflexivity they practice vis-à-vis themselves, the distinction between what is true and what is held to be true, between truth and opinion, nonetheless, he argued, belongs to the syntax of grammar, but may permit different semantic interpretations. From the possibility of reaching understanding linguistically, he concluded, we can read of a concept of situated reason that is given voice in validity claims that are both dependent, context-dependent and transcendent, end of quote. The universal pragmatic presuppositions of speech still continue to function as regulative ideas for a situated reason, but it is no longer to choose between Kant and Hegel, it seems. Contextualism and transcendentalism are not opposed, nie so einfach, but communicative reason is aware of the contingency of its own emergence. However, the reasonable freedom of the moderns cannot reject reflexivity, falsifiability, and revisability by a community of inquiry who subjects knowledge claims to intersubjectively and discursively validated procedures. In contemporary societies in which the distinction between truth and its simulacrum, between shared experiences and reconstructions through memes and chatbots, between our perceptions versus algorithmically driven distortions of reality are proliferating, the regulating powers of truth, truthfulness, and rightness in the public square has been weakened, but not completely silenced. The challenge to us as his students will be to defend the normative power of reason in contemporary societies that are caught not only in democratic regression, but as we see in the case of the United States, which may even be in the throes of self-destruction. Es muss etwas besser werden, in his words, indeed. Thank you. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist besser ohne. In die Entfernung ist besser so. Seit Mitte der 60er Jahre vollziehen Luhmann und Habermas unabhängig voneinander einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaftstheorie. Die Wende von Handlung und Bewusstsein zu Kommunikation und Diskurs. Das passte in den Horizont der Zeit. Und Theorien sind ja nicht Schöpfung einfach einzelner Genies, sondern immer Schöpfungen ihrer Zeit.
In den 60er und 70er Jahren ist der symbolische Interaktionismus in aller Munde. Im Jahr 1964 publiziert Niklas Luhmann in Funktion und Folgen formaler Organisation eine vernichtende Kritik des positivistischen Rohrpostmodells der Information und präsentiert Bühlers dreistrahliges Kommunikationsmodell als funktionalistische Alternative. Paul Watzlawick, Systemtheorie menschlicher Kommunikation, wird 1964 zum Best- und Longseller zusammen mit Noam Chomskys Universalgrammatik von 1965 und Gregory Batesons in den 50er Jahren entstandener Theorie schizophrener Kommunikation, die Ronald D. Lenk und David Cooper in den 60er und 70er Jahren zur Antipsychiatrie radikalisieren. Milos Forman verfilmt sie 1975 mit Jack Nicholson, Einer flog über das Kuckucksnest. Auf einem zweiwöchigen Happening der Londoner Underground-Szene diskutieren im Juli 1967 Lang, Cooper, Bateson mit Herbert Marcuse, Allen Ginsberg, Stokely Carmichael und den Black Panthers und dem Begründer des Living Theaters Julian Beck über die Befreiung aus den Zwängen spätkapitalistischer Gesellschaften. Bei allen sonstigen Differenzen ist auch Luhmann von Anfang an paradoxer Kommunikation und dialektischem Widerspruch interessiert. In der sozialen Evolution, so Talcott Parsons 1964, hat das Symbol das Gen vollständig verdrängt. In Berkeley beginnt im selben Jahr 1964 die weltweite Studentenbewegung mit Sit-ins für die Redefreiheit der Studenten. Mario Savio, die Stimme der Protestbewegung, versteht Redefreiheit nicht nur als liberale Rights-Revolution, sondern als umfassende Befreiung des Diskurses vom Ende der Geschichte, dem ahistorical point of view, der sozial- und wohlfahrtsstaatlich organisierten Spätkapitalismus, der allen die Freiheit des In der Weltseins, wie er sagt, garantiert, aber niemandem mehr die Freiheit, nicht von dieser Welt zu sein. Es ist genau diese Freiheit, die Savio durch die Maschinerie aus der Technokratie des Konsumismus bedroht sieht und die Grenzen zwischen Weißen und Schwarzen, zwischen Studenten und dem Establishment, zwischen Arbeitern und der Maschinerie, von deren Automatisierung sie bedroht sind, auf ewig sozusagen festschreibt. Der eindimensionale Mensch ist das. Das erklärt doch den Verkaufserfolg, die transzendenzlose Immanenz. Mit der Freiheit, die nicht von dieser Welt ist, zitiert Savio Jesus von Nazareth. Aber er hätte genauso gut Ernst Tugendhat zitieren können, der fast zur selben Zeit gezeigt hatte, dass nicht das Christentum, sondern lange zuvor schon die Sprache wechselseitig negierbarer Sätze uns vom wahrnehmungsmäßig vorgegebenen, gewissermaßen dem natürlichen Heidentum befreit hat, reicht diese Sprache doch genauso weit wie die raumzeitliche Fantasie. Genau diesem Rückfall ins Posthistoire erklärt der Pariser Mai 1968 den Krieg, die Fantasie an die Macht. Als ich 1967 im ersten Semester deutsche Literaturwissenschaft studiere, erklären mir die SDS-Studenten, mit denen ich sehr schnell in Kontakt komme, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes damals, als erstes das Kapitel über das vom Kunstresonierenden zum Kunstkonsumierenden Publikum, ja, aus der Strukturwandel der Öffentlichkeit zu lesen, auf das Peter Gordon vorhin ja verwiesen hatte in seinem Talk. Tugendhat rückt 1968 den Negationsbegriff ins Zentrum der Sprachanalyse, dekonstruiert die Ontologie und entwickelt in den 70er Jahren eine Mikrophysik der Vernunft, die sich komplementär zu Foucaults Mikrophysik der Macht verhält, den beiden dialektisch entgegengesetzten Seiten von Kommunikation und Diskurs.
Diskursmacht erzeugt und untergräbt die von Foucault und Goffman ins Blickfeld gerückten totalen Institutionen, die Internate, die Gefängnisse, das Militär, die ganze Gesellschaft. Anfang der 1970er Jahre kontert Habermas Luhmanns These, Diskurse seien Systeme mit der Behauptung, der Diskurs ist keine Institution, er ist Gegeninstitution schlechthin. Das ist auch die Sprache der 60er Jahre gewesen. Um sich im selben Monat 1971 im neuen Vorwort von Theorie und Praxis die subversive Institutionalisierung von Diskursen vorzuschlagen, um noch im selben Monat die subversive Institutionalisierung von Diskursen vorzuschlagen, die deren autoritäre Strukturen untergraben und den Bau der alten Welt analog zu Hegels Darstellung der Französischen Revolution unmerklich ins Wanken bringen, ihn allmählich zerbröckeln lassen, ohne die Physiognomie des Ganzen zu verändern. Dann aber ist es soweit und der Lauf der Welt wird durch den Aufgang unterbrochen, ist nochmal Hegel-Zitat, berühmte Stelle, den Aufgang unterbrochen, der ein Blitz in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Ende des Zitats. Für einen kurzen Augenblick sieht es so aus, als würde die Soziologie zur Leitwissenschaft der neuen Zeit, die nicht nur die Wissenschaft, sondern die Welt verändert. Und ich habe damals Germanistik geschmissen und Soziologie angefangen zu studieren. Das verbindet im April 1968 auf dem Frankfurter Soziologentag die Antipoden Dahrendorf und Adorno miteinander. Ein schöner Aufsatz von Klaus Offe dazu übrigens. Einen Monat später kommt es zum ersten und einzigen gemeinsamen Aufstand von Studenten und Arbeitern in ganz Frankreich, der von der Soziologischen Fakultät in Nanterre ausgeht und um ein Haar zum Sturz der Regierung geführt hätte. Kaum sind die Frühlingsträume der Revolution verblüht, erweist die Revolution einen weiteren Monat später, Ende Juni, sich als Scheinrevolution. Zwischendurch haben die amerikanische Armee eine Serie von Studenten abgeknallt, muss man sagen, und die Black Panthers mit endlosen Gefechten niedergemacht. Ja. Das konzentriert sich alles auf 3-4 Monate. Ja. Das ist bei Offen sehr schön auch zusammengefasst. Ich hatte das Buch leider nicht dabei, deswegen kann ich das noch im Gedächtnis zitieren. Am Ende entpuppt sich das alles als Scheinrevolution, so in fast schon leninistischem Duktus Jürgen Habermas auf dem SDS-Kongress knapp einen Monat später, das wurde ja auch schon zitiert, während der Literaturkritiker der FAZ Karl-Heinz Bohrer noch vom Meer der roten Fahnen schwärmt. Zweitens, zu diesem Zeitpunkt ist die kommunikative Wende der Soziologie bereits im vollen Gange. Öffentlichkeit ist für Habermas ganz anders als für Luhmann der zentrale Begriff der kommunikativen Wende der Soziologie und der Wende der Weltgesellschaft zur Demokratie und zugleich der Grundbegriff, der das Werk von der Habilitationsschrift 1961 bis zur Verfassungstheorie 1992 überspannt. Radikale Demokratie ermöglicht ich zitiere Habermas, eine permanente und legale Verfassungsverwirklichungsrevolution. Das ist natürlich nicht Habermas, aber ein Satz, der angelehnt ist an die Helmut-Rittersche Verfassungssprache. Sie ist, oder besser, sie wird das Medium der Verwirklichung der Vernunft, Habermas. Das aber ist nur möglich, wenn 3 äußerst anspruchsvolle Voraussetzungen erfüllt sind. Einige davon sind schon genannt worden. Erstens die Existenz einer idealerweise nicht vermachteten Öffentlichkeit, die ohne Monopolzeitung, ohne Monopolsender, ohne Monopolplattform, passend zur längst vergessenen, aber immer noch aktuellen Parole von 1968, enteignet Springer, eine, ich zitiere Habermas, wilde, anarchische, ungezähmte Bildung des gesetzgebenden Willens durch alle Gesetzesadressaten ermöglicht und ermöglichen soll. Zweitens,
muss diese allzuständige Öffentlichkeit, da sie ja gesetzgebend ist sie eben auch allzuständig, sich in allen prinzipiellen Fragen zu einem auf Dauer gestellten, zitiere wieder Habermas, einem auf Dauer gestellten verfassungsgebenden Prozess versammeln, in dessen Entwicklung, ich zitiere, die innerparlamentarische Willensbildung nur ein schmales Segment darstellt. Das entspricht dem Brockdorff-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1985, das bereits die Quintessenz von Faktizität und Geltung vorwegnimmt, weil es sich von der Rezeption der Habermasschen Kommunikationstheorie in der juristischen Literatur, in der juristischen Fachliteratur bei diesem Urteil inspirieren ließ. Das ist wirklich ein sehr bemerkenswertes Urteil. Und nur im Medium einer solchen Öffentlichkeit, nur im Medium einer solchen Öffentlichkeit kann sich, ich zitiere, das Potenzial eines freigesetzten kulturellen Pluralismus voll entfalten, das für eine Gesetzgebung erforderlich ist, die der Verfassungsnorm der Egalité, das ist ja der Kern aller Verfassungen, entspricht. Das aber kann drittens, und jetzt kommt noch eine sehr anspruchsvolle Konditionierung, also mit der Verfassungswirklichkeit dieser Welt hat das offensichtlich wenig zu tun. Aber das ist gerade deswegen so interessant. Das aber kann drittens nur auf einer, es ist sozusagen nicht von dieser Welt mit Mario Savio, ja. Das aber kann drittens nur auf einer gesellschaftlichen Basis, und hier kommt Marx wieder ins Spiel, funktionieren, ich zitiere, die aus den Klassenstranken hervorgetreten ist und die Jahrtausende alten Fesseln gesellschaftlicher Stratifikation und Ausbeutung abgeworfen hat. In der Sprache der Rechte ist das eine, ich zitiere, materiell verstandene Rechtsgleichheit, die für alle die gleichen Chancen fordert, von den gleich verteilten Rechten faktisch Gebrauch zu machen. Denn ohne Gleichverteilung rechtlich geschützter subjektiver Handlungsfreiheiten, der Begriff ist entscheidend, der subjektiven Handlungsfreiheiten, und natürlich vor allen Dingen der faktische Gebrauch. Keine Demokratie, denn, ich zitiere, rechtliche Freiheit ohne faktische Freiheit, also die tatsächliche Möglichkeit zwischen Erlaubtem zu wählen, ist wertlos. Das heißt, zu Deutsch und in Ergänzung von Anatole France, erst wenn der Millionär dasselbe Recht wie der Bettler hat, unter der Brücke zu schlafen, und der Bettler dasselbe Recht wie der Millionär, in der Villa des Millionärs zu schlafen, sind alle frei, und dann erst ist auch jedes einzelne menschliche Individuum wirklich frei. Die in der Bundesrepublik verfassungsgerichtlich fixierte herrschaftsfunktionale Hierarchisierung von Erst- und Drittwirkung, von Abwehrrechten und horizontalen Gleichheitsrechten ist also erst dann demokratisch, wenn mit Isabellei Drittwirkung zur Erstwirkung geworden ist. Geworden sein wird. Geworden sein wird, muss man hier sagen, Futur 2, glaube ich, ist das, ja. Wenn also mit Habermas die staatsbezogenen Abwehrrechte zu bloßen Derivaten der horizontal vergesellschafteten und freiwillig assoziierten Rechtsgenossen geworden sein werden. Ja, das ist das Zitat, von dem ich vorhin gesprochen habe. Klar, dass es solche demokratische Gesellschaften nirgends gibt und in der Weltgesellschaft, Stichwort globaler Konstitutionalismus, schon gar nicht. Und ich denke, mit Michael Zürn hat völlig recht. Das ist das Notwendigste, was heute überhaupt erforderlich ist. Das Einzige, was uns retten kann, ist der globale Konstitutionalismus, der überall verachtet wird. Inzwischen. Ja, und den alle wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen haben und auf die Politik der USA sozusagen überhaupt nicht mehr einen rechtlichen Vorwand, wie die Amerikaner das 30 Jahre lang gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg oder 40, 50, nur einen rechtlichen Vorwand für irgendetwas zu erfinden, ja, damit ist das sozusagen auf dem Tiefpunkt überhaupt angelangt. Aber es ist nach wie vor das Wichtigste. Es gibt sie, aber so lange, die Demokratie gibt es
eben nur so lange, wie die mit Ritter, Maus und Möllers demokratische Gesamtverfassung der Gesellschaft, also Staat als Argument, nicht mehr once and forever zum End of History eingefroren ist, Mario Savios Albtraum, sondern mit Habermas und Rorty, Tim Wiel und Martin Welsch und Simon Chanders in dem ersten Talk, ja, der ersten Runde, ein als unvollendetes Projekt ihrer zukünftigen Verwirklichung fortschreitet, um mit Richard Rorty, der ja auch schon zitiert wurde, ich zitiere ihn auch, das individuelle Leben unvorstellbar vielfältig, schreibt er, und das soziale Leben unvorstellbar frei werden zu lassen, damit dieses sich auch neu erfinden kann, nämlich unvorstellbar, sodass sich die Verheißung aller Zeiten erfüllt. So auch in diesem Schnittpunkt von Vernunft, Revolution und Glauben oder Religion. Die letzte Seite von auch eine Geschichte der Philosophie, die damit endet, dass, ich zitiere, das ist eigentlich der Kernsatz des ganzen Buches, die Vernunft mit dem Verschwinden jeden Gedankens, der das in der Welt Seiende im Ganzen transzendiert, selber verkümmern müsste. Ende des Zitats. Wenn politische Regime jedoch, so Habermas, keine geeigneten Politiken mehr erkennen lassen, die darauf abzielen, die Kluft zwischen erklärten Verfassungsnormen universeller Egalité und einer abgründigen Verfassungsrealität zu schließen, die durch die globale Koproduktion von Kapitaleignern und Staatsmacht, so Sven Beckert, diktiert wird, können politische Regime, jetzt wieder Habermas, von ihren Bürgern auch keine Loyalität mehr fordern. Übrigens hat Fritz Scharpf genau dasselbe zu dem Wahlprogramm von Gerhard Schröder gesagt. Genau dasselbe, weil nämlich Gerhard Schröder mit seiner modernen Wirtschaftspolitik nur noch Flexibilisierung übrig lässt, nur noch Mikrophysik und keine Verteilungsfragen, keine makroökonomischen Fragen mehr auf Programm kommen können. Und dann braucht man auch keine Wahlen mehr, sagt Fritz Scharpf. Ja, völlig zu Recht. Das wäre dann eine, wie man früher sagte, objektiv revolutionäre Situation und kein revolutionäres Subjekt in Sicht. Der Revolutionsbegriff aber, den Kant, Hegel und Marx zu einem entwicklungsgeschichtlichen Grundbegriff der Philosophie und Soziologie promoviert haben, bleibt auch nach der kommunikativen Wende der Frankfurter Schule erkenntnisleitend. Drittens, bleibt noch Zeit für eine kurze Bemerkung zum entwicklungsgeschichtlichen Begriff der kommunikativen Wende. Über die philosophischen Implikationen hat ja Schiller schon einiges gesagt. Hier trifft Luhmann zunächst den Nagel auf den Kopf. In dem Text, der seine in dem Band Sozialtechnologie oder Gesellschaftstheorie dokumentierte Auseinandersetzung mit Habermas 1971 eröffnet, zitiert er den bemerkenswerten Vortrag von Ernst Tugendhat über die sprachanalytische Kritik der Ontologie, den er 1968 auf dem Heidelberger Philosophentag gehört hatte. Luhmanns treffendes Fazit, ich zitiere, die Negation scheint nicht nur das am universellsten verwendbare Sprachsymbol zu sein, sondern darüber hinaus den Weltbezug der Lebenspraxis schlechthin zu konstituieren. Die spezifische Potenz des Negierens beruht auf der ihr eigenen Kombination von Reflexivität und Generalisierung. Negation kann auf sich selbst angewandt werden und diese Möglichkeit der Negation ist zu erkennen, für Erleben, das überhaupt negieren kann, unverzichtbar. Ende des Zitats. Das ist Hegels ungeheure Macht des Negativen, übersetzt in sprachanalytische Philosophie von Tugendhat und in soziologische Evolutionstheorie von Luhmann. Ja? Und das ist in der Tat auch die kleinste Einheit der Negation
also Luhmann hat eigentlich Tugend, hat etwas gefunden, was er gar nicht finden wollte, nämlich genau das funktionale Äquivalent zum Gehen in der menschlichen Gesellschaft, ja? Nämlich die kleinste negierbare Einheit der Sprache, den Satz. Luhmann aber interessiert nur, dass die evolutionäre Erfindung des Negationsoperators mit Hochgeschwindigkeit die unüberschaubare, unkontrollierbar komplexe Zufallsvariation erzeugt, die den Take-off der sozialen Evolution durch den über uns hereinbrechenden Zwang zur Komplexitätsreduktion ebenso erklärt wie die Entstehung neuer Gesellschaftsformationen. Das aber war ein hoffnungsloses Unterfangen, wie Luhmanns Schülerin Barbara Küchler 2003 in einem brillanten, kaum rezipierten Aufsatz in der Zeitschrift Soziale Systeme gezeigt hat. Luhmann kann die Entstehung neuer Gesellschaften durch bloße Zufallsvariation allein nicht erklären, weshalb er zur Erklärung etwa der französischen Revolution dann auch stillschweigend auf die üblichen Struktur- und Klassenkonflikte aus dem angeblich erloschenen Vulkan des Marxismus zurückgreift. Denn der mit Wittgenstein zu einer Sachlage probeweise zusammengestellte, zur Negation, zur Probe aufs Exempel nachgerade herausfordernde Satz, ja, ist für Tugendhat aber nicht nur wie für Luhmann die kleinste negierbare Einheit, in der dieser zu Recht das soziologische Substitut des Gens erkennt, sondern diese Sachlage, ja, der Satz, eine Sachlage, der Satz stellt eine Sachlage probeweise zusammen. Das zieht der Tugendhat am Ende dieses 500-Seiten-Wälzers über die Gebrauchsbedeutung von Befehlen und Behauptungen sozusagen triumphierend aus der Tasche, diesen Satz, ja, und knallt ihn sozusagen ans Ende, um sozusagen auf die Pointe des ganzen Buches zu kommen. In dieser zu Recht auf Luhmann das soziologische Substitut des Gens erkennt, sondern diese Sachlage ist aufgrund also das ist der propositional ausdifferenzierte Gehalt der Sprechaktheorie, ja. Diese Sachlage ist aufgrund der zwischen Sprecher und Hörer wechselseitig gleichen Negierbarkeit, wie Tugendhat in der Einführung 1979 publizierten Buch schreibt, der Ursprung von Freiheit und Vernunft. Und zwar der Ursprung in der Zeit. Mit diesem detranszendentalisierenden Argument führt Tugendhat, und das war das Ziel seines 500-seitigen Wälzers über die Gebrauchsbedeutung von Behauptungen und Befehlen, Kants Vernunftbegriff mit Wittgensteins Sprachanalyse und Heideggers Zeitlichkeit zusammen. Die Entstehung des Neuen durch Unmassen bagatellartiger Negationen, die jeweils das noch nicht Dagewesene, unerwartete Gegenteil des jeweils Behaupteten oder Anbefohlenen erzeugen, widerlegt so lange jede Möglichkeit eines Endes der Geschichte, wie wir Menschen uns und unsere Regierungen sich im Medium negierbarer Sätze materiell und ideell reproduzieren müssen. Nach dem Muster der Schülerin, die nach dem Frühstück sitzen bleibt und ihren Eltern, die sie auffordern, ihre Sachen zu packen, erklärt: Nein, Schule ist scheiße, ich gehe da nicht mehr hin. Ein evolutionäres Bagatellereignis, das unerwartete Gegenteil des Erwarteten, kein Ende der Geschichte, sondern ein neuer Anfang. Am Ende wird daraus eine Revolution, die immer auch eine mit Willen und Bewusstsein ist, die durch den Zufall irritiert, durch ungeplante Nebenfolgen überrascht wird, aber deshalb noch lange nicht resigniert. Wie in dem Film Die Saat des heiligen Feigenbaums, in dem Mohammed Rasulullah unter ständiger Einblendung von Bildern und Videos des Protestes nach der Ermordung von Mahsa Amini durch die Sicherheitsorgane des iranischen Regimes die fiktive Geschichte von der Rebellion der Töchter eines opportunistischen Richters mit großer Karriere erzählt, die mit dem erhabenen revolutionären Schrecken des gerechten Vatermords endet. Das ist Fiktion, aber die Fiktion hat, so Hegel, auch Realität.
Manchmal sogar die wirklich wahre. Bei Hegel vielleicht immer etwas zu schnell. Die wirklich wahre, denn sie ist im Fall der Saat des heiligen Feigenbaums oder des Exodus-Narrativs mit Martin Buber nicht geschichtswirklich, wohl aber geschichtsmöglich. Im prägnanten Sinn. Nämlich im prägnanten Sinn ich zitiere Buber, der geschichtlichen Wahrheit eines glaubensgebundenen Verfassungswillens, der als das ist Verwirklichungswille in der Geschichtsschreibung wirkt, weil er in der gewirkt hat. Dieser Verfassungsveränderungswille durchzieht das ganze Werk von Jürgen Habermas, weil es in der Geschichte gewirkt hat. Dankeschön. Ja, am Ende dieses Panels nochmal eine andere Perspektive mit vielleicht Konvergenzen, wir werden sehen. Ich freue mich jedenfalls, es ist mir eine große Ehre, bei diesem Symposium ein paar Anmerkungen zur Bedeutung der Psychoanalyse in Habermas' Werk einbringen zu können. Und zwar aus heutiger Sicht, so der Vorschlag der Veranstalter und im Lichte analytischer Sozialpsychologie. Ein solches Unterfangen hat es offenkundig mit einer Diskrepanz zu tun. Zwischen der frühen Thematisierung einer paradigmatischen Bedeutung der freudschen Psychoanalyse als Erkenntnismodell einerseits und dem Umstand andererseits, dass im weiteren Werk Bezüge zur Psychoanalyse nur punktuell expliziert sind. Auf die naheliegende Frage, wie es zu letzterem kam, hat Jürgen Habermas sich 2024 im Gespräch mit Stefan Müller-Dom und Roman Jost teils biografisch mit Verweis auf die fachlich größere Expertise seines Sohns Timon Habermas und dessen Frankfurter Professur für Psychoanalyse geäußert. Zugleich unterstrich er erneut, wie in, Zitat, schon die frühe Beschäftigung mit Psychoanalyse und Hermeneutik auf die Spur der formalen Sprachpragmatik gesetzt habe. Ausgehend von der Methode des analytischen Settings, das er als intersubjektiven Austausch in der Übertragung fasste, bei dem das Verdrängte, bei dem Unbewusstes schrittweise symbolisiert werden kann, ausgehend davon entwickelte Habermas Überlegungen, wie sich, wie er sagt, Kommunikationspathologien auflösen ließen. Nicht zuletzt betonte er, dass Freud ihm nach wie vor so präsent sei, dass es ihn selbst überrascht habe, als er sich kurz zuvor Fragen der psychoanalytischen Konzeption von Moral widmete, die ihn in seiner Theoriearchitektur besonders beschäftigten. Beide Linien von Habermas' Psychoanalyserezeption möchte ich im Folgenden aufgreifen. Eine Linie, in der es, etwas ungewohnt ausgedrückt, um Psychoanalyse von Individuation geht und im Zuge dessen um die Entwicklung eines, Zitat, vernunftautonomen Gewissens. Die zweite Linie betrifft die prozedurale Dimension von Selbstreflexion und Aufklärung. Die psychoanalytische Methode ist hier gleichsam Modell par excellence, auch über die Logik des analytischen Settings hinaus, sofern Psychisches und Soziales adäquat vermittelt und nicht etwa verkürzend voneinander abgeleitet werden. Und beide Linien berühren sich in der von Habermas ausgeführten Notwendigkeit, zum einen sozialisatorisch und zum anderen kommunikativ praktisch Vernunftpotenziale und Voraussetzungen für emanzipatorischen Wandel zu bestimmen. Jeweils geht es auch darum, wie konstruktiv Neues entstehen kann. Also wie sich destruktive Blockaden prozedural und sozialisatorisch überwinden lassen.
Beides sind übergreifende Kernfragen der Analyse von Gesellschaft wie der Psychoanalyse und in Habermas' Werk. Bezogen auf die Theorie Genese spielen sie zudem im historischen Kontext nach dem Nationalsozialismus eine eminent bedeutsame Rolle. Wir haben das heute Morgen gehört. Wie Habermas auch an Hannah Arendt erinnernd beschrieb, ging es nach 1945 darum, einen neuen Anfang zu setzen. Die Zerstörung von Menschlichkeit, die Trümmer der Zivilisation im Rücken, zugleich erschütternde mentale Kontinuitäten und Verleugnungen der Zeitgenossen vor Augen. Diese Konstellation machte es überaus schwer und doch erforderlich auszuloten, so Habermas rückblickend, wie eben etwas besser werden konnte, wie heute schon zitiert wurde, und was die Kriterien des Besseren wären. Was heißt das für seine Psychoanalyse-Rezeption im engeren Sinne? Lebenspraktisch beschreibt Habermas, wie er damals Freud rezipierte, die Zeitschrift Psyche und die Freud-Vorlesungen 1956, die von Horkheimer, Adorno und Mitscherlich organisiert worden waren, in denen auch vor dem Vergessen der NS-Vergangenheit gewarnt wurde, im Ringen um demokratischen Neuanfang. Und die, in Klammern, zudem Vorgeschichte der Gründung des Sigmund Freud-Instituts waren, wo Habermas später auch Arbeitsbeziehungen hatte. In der Theoretisierung psychischer Entwicklungsdynamik, also als der ersten der eben genannten Linien der Psychoanalyse-Rezeption, befasst sich Habermas früh und immer wieder mit der Konzeption von Über-Ich und Moralentwicklung. Und zwar stets betonend, dass es dabei nicht einfach nur um Verinnerlichung repressiver Autorität gehen könne, wie es teils verstanden wird. 22 greift Habermas dazu die Formulierung von Freud auf, wonach der kategorische Imperativ der direkte Erbe des Ödipus-Komplexes sei, um, wie er sagt, wiederum mit Freud eine konzeptionelle Zweideutigkeit aufzulösen. Es gelte das Über-Ich nicht auf ein Denkmal der einstigen Schwäche des Ich, so Freud, zu reduzieren, sondern seine potenziellen Erweiterungen auch in der Adoleszenz einzubeziehen. Da eben vernünftige Urteils- und Kritikfähigkeit sich nicht an faktischer, sondern an gerechtfertigter Autorität orientiere. Eben diese Frage trieb Habermas bereits 60 Jahre früher um. In einem Beitrag zu Mitscherlichs Reflexion der vaterlosen Gesellschaft wird deutlich, was hier teils implizit, nicht nur konzeptionell auf dem Spiel steht. Nämlich was folgt, wenn gesellschaftliche Normen, wenn Autoritäten im sozialen wie familialen Sinne korrumpiert sind. Auch wenn unbewusste psychische Dynamik der Über-Ich-Bildung und der generationalen Weitergabe keine konkreten moralischen Inhalte transportiert, steht doch psychische, mentale oder moralische Erbschaft im Horizont der NS-Geschichte im Zeichen des Unheils. Habermas geht daher schon 1963 der Frage nach, wie sich ein starkes, kritikfähiges Ich entwickeln kann, das sich der an, Zitat, Faktum, Vorbild und Symbol der Vaterautorität gebundenen Gewalt entwindet. Der Hintergrund ist evident. Der Zivilisationsbruch und das nie wieder Auschwitz als kategorischer Imperativ, wie Adorno ihn dann in Erziehung zur Mündigkeit formulierte, als allererste Forderung an Erziehung, so Schmidtner. Das heißt zugleich, für die kritischen Teile seiner Generation, die, so Habermas, einen als alternativlos empfundenen neuen Anfang wollten, transportierte Mitscherlichs Rede von der vaterlosen Gesellschaft sehr viel mehr, als teils expliziert oder rezipiert wurde. Also nicht nur die veränderten Vaterpositionen in der Industriegesellschaft, wie sie schon Horkheimer thematisiert hatte, und auch nicht allein die real oder emotional abwesenden Väter der Nachkriegszeit, sondern insbesondere die folgenreiche Unmöglichkeit einer Tradierung väterlicher oder im weiteren Sinne elterlicher Autorität.
An welche Vernunfttradition in dieser Erfahrung des Bruchs, des Zivilisationsbruchs, hätte man anschließen können, wenn es galt, radikal neu anzufangen? Mit Blick auf psychoanalytische Anschlüsse nehme ich, wie angedeutet, auf zwei markante Antworten in Habermas Werk Bezug. Also erstens die hier gerade eben sehr knapp ausgeführte, teils immanente Differenzierung der psychoanalytischen Konzeption von Über-Ich und Ich mit Blick auf Individuation und auf Sozialisation, die, Zitat, kritische Ich-Leistungen fördert. Thema seit den 60ern bis in die jüngste Zeit und erweitert über Mead, Piaget und Kohlberg. Im Übrigen durchgängig mit stärkerer Akzentuierung der Adoleszenz als Möglichkeitsraum für Individuation und Entstehung des Neuen, für die es zwischenzeitlich auch psychoanalytisch weiterführende Theoretisierungen gibt. Zweitens liegt im Lichte dessen nahe, als einen, und ich betone einen unter anderen, als einen der Hintergründe für die kommunikative Wende, historisch wie psychologisch auch diese kollektive moralische Vaterlosigkeit der postfaschistischen Gesellschaft zu verstehen. Denn wenn kaum moralische Inhalte tradiert werden können, da sie korrumpiert sind, wird umso deutlicher, wie entscheidend auch die prozedurale Basis oder Dimension der Vernunft ist, die Habermas dann später in Kategorien des kommunikativen Handelns entfaltet. Damit komme ich zur Erkenntnis und Interesse, auch Titel der Frankfurter Antrittsvorlesung 68 publiziert und trotz Revision noch eine programmatische Grundlage für diese prozeduralen Bestimmungen und die kommunikative Wende. Habermas begründet darin die Kritik am Positivismus und differenziert zwischen dem technischen Interesse der Naturwissenschaften, dem praktisch-hermeneutischen der Geisteswissenschaften und schließlich dem emanzipatorischen Interesse an Mündigkeit oder Autonomie. Mithin an der Befreiung aus Zwängen, Abhängigkeiten, damit verknüpften Selbsttäuschungen und Ideologien, um die es in kritischer Theorie der Gesellschaft und paradigmatisch in der Psychoanalyse geht. So habe Freud, wie Habermas betont, indem er am Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Disziplin begründete, deren Voraussetzungen, die neue Methode, kontinuierlich reflektieren müssen. Dazu gehört, wie Freud gelernt hat, von den manipulativen Behandlungen psychisch Erkrankter wegzukommen und stattdessen eine Gesprächsform zu entwickeln, die von der Patientin Bertha Pappenheim sogenannte Talking Cure. Die analytische Grundregel, frei zu assoziieren, formuliert, so Habermas, Bedingungen eines repressionsfreien Reservats für die Dauer der Kommunikation in diesem neuen therapeutischen Setting. Also, Zitat, die Bedingungen der Möglichkeit der analytischen Erkenntnis für beide Partner, Arzt und Patienten gleichermaßen. Diese Form veränderte auf bis dahin kaum vorstellbare Weise das Machtgefälle zwischen Arzt und Patientin, wie es Lorenze auch in seiner Schrift Archäologie der Psychoanalyse eindrücklich darstellte. Sie schaffte Raum, um konflikthafte Strebungen entfalten, erleben und analysieren zu können. Auch die Widerstände in der Übertragung, die Freud zunächst noch verkannt hatte. So wird psychoanalytisch eben anders als in der klassischen Hermeneutik nicht einfach nur der Sinn eines entstellten Textes, einer Rede oder Handlungsweise, sondern, so Habermas, der Sinn der Entstellung selber rekonstruiert. Wie Motive, Affekte und Dynamiken von Selbsttäuschungen analysiert und daraus Einsichten in Psychisches generiert werden, lässt daher eine neue Form der Reflexion hervorgehen, schreibt Habermas. Die Psychoanalyse, so der berühmte Kernsatz, ist für uns als das einzig greifbare Beispiel einer methodisch Selbstreflexion in Anspruch nehmenden Wissenschaft relevant. Psychoanalyse habe sich die Möglichkeit eines methodologischen Zugangs zu reflexiver Aufklärung jenseits des Positivismus eröffnet, wenngleich aus Habermas Sicht noch inkonsequent durch das auch naturwissenschaftliche Verständnis Freuds. Erkenntnis und Interesse wurde bekanntermaßen viel rezipiert, viel kritisiert und von Habermas selbst im Nachwort
unter anderem und 30 Jahre später. Etwa mit Blick auf Verkürzungen der Relationen von Psyche und Gesellschaft, teils bedingt durch die subjektphilosophische Ausrichtung, wie auch Schilia Ben-Habib verdeutlicht hatte, oder darauf, so Habermas mit Apel, dass er nicht Kriterien der analytischen Reflexion als Nachkonstruktionen ausgeführt hat. Lorenzer begründete die von Habermas kritisierte, partiell scientistische Ausrichtung Freuds mit dessen dialektischem Natur-Kultur-Verständnis. Andere monierten, etwa Amy Allen, rationale Einsicht stünde zu sehr im Vordergrund. Axel Honneth begründete, wie ergänzend zu Arbeit und Interaktion nicht Emanzipation, sondern soziale Kämpfe um normative Orientierung gesetzt werden können. Dies und die Vielzahl der Debatten, die ich hier nur andeute, kann ich nicht ausführen. Aber was folgt konzeptionell? Habermas hatte 1968 Psychoanalyse als Modell für ein Erkenntnisinteresse begriffen, wie er schrieb, von dem sich auch die kritische Gesellschaftstheorie leiten lassen sollte. Bei aller kritischen Revision hielt er auch später, anknüpfend auch an Lorenzers tiefenhermeneutische Studien zur Sprachzerstörung, daran fest, dass die Psychoanalyse als Methode ihn, wie er sagt, auf die Spur einer kommunikationstheoretischen Explikation des Vernunftbegriffs gesetzt habe. Den Rekurs kritischer Theorie auf Psychoanalyse begründete im selben Jahr wie Habermas in Erkenntnis und Interesse Adorno mit der Notwendigkeit, das, Zitat, sonst Unerklärbare zu erklären. Also wie es dazu kommt, dass Menschen sich Herrschaftsverhältnisse gefallen lassen, sich mit ihnen identifizieren und von ihnen zu irrationalen Attitüden veranlasst werden, deren Widerspruch zu den simpelsten Interessen ihrer Selbsterhaltung auf der Hand liegt. Habermas rekurriert, wie man sagen könnte, teils konvergierend, teils komplementär auf Psychoanalyse. Wenn er Potenziale wie Hemmnisse der Individuation untersucht, wenn er anders als Adorno auch das therapeutische Setting als Modell und die intersubjektive Dimension dessen als Rahmen betont, um scheinbar unerklärlich irrationale, unbewusste Dynamiken zu dechiffrieren und zu symbolisieren. Dazu gehört auch die Einsicht, dass analytisches Erkennen sich aus dem Durcharbeiten der Widerstände gegen die Erkenntnis ergibt. Dies immer neu zu vergegenwärtigen, ist umso notwendiger, als eben auch leicht der Eindruck entstehen kann, es sei möglich, so die Vernunft einmal in Sicht ist, gegenläufige Widerstände rasch hinter sich lassen zu können. Über Psychoanalyse können, wie Wolfgang Bons zu Recht betont hat, sowohl Kompetenz- als auch Blockierungslogiken gefasst werden. Sie erhält Dynamiken der Abwehr, aber auch konstruktiver Veränderungen. Zugleich benötigen Analyse, Kritik und Selbstaufklärung Kriterien, um die Destruktivität der herrschenden Verhältnisse auch als Herrschaft der Unvernunft ausweisen zu können, wie es Rainer Forst formuliert hat. Die zitierte Irrationalität der Verstrickung etwa in Herrschafts- und Ohnmachtsverhältnisse aus analytisch-sozialpsychologischer Sicht zu untersuchen, heißt insofern, wie ich mit teils implizitem Bezug auf Habermas es formulieren würde, heißt zu differenzieren. Erstens, knapp gefasst, zu analysieren, wie gesellschaftliche Bedingungen im weiteren Sinne destruktive psychische Verarbeitungs- und Abwehrprozesse begünstigen. Sowohl sozialisatorisch als auch, wie man sagen könnte, sozialstrukturell in Bezug auf die Wirkung sozialer Ungleichheiten beispielsweise. Zweitens geht es methodologisch, aber auch im weiteren Sinne ideologiekritisch darum, wie sich das individuell Abgewehrte, wie man sagen könnte, mit dem sozial Ausgeblendeten verbindet. Und hier kann man wiederum nicht weitergeführte Linien in Erkenntnis und Interesse neu aufgreifen. Drittens geht es normativ um Kriterien und Voraussetzungen, unter denen das von Adorno und Habermas jeweils in den Blick genommene Irrationale transformiert werden kann. Denken wir, und damit möchte ich schließen und
komme, auch auf das Thema, was immer wieder heute auftauchte. Denken wir beispielsweise an die von Habermas lucide herausgearbeitete Funktion der Öffentlichkeit, und zwar als einem weiteren weichenstellenden Erfahrungsraum, auch aus analytisch-sozialpsychologischer Sicht. Sie besteht oder sie bestünde darin, einen potenziell triangulierenden Raum und Rahmen für Konfliktbearbeitung und Transformation zu schaffen. Umso wichtiger ist das Engagement gegen die marktförmige und ideologische Korrumpierung dieser Öffentlichkeit, die den triangulierenden Rahmen beispielsweise für Perspektivübernahme aushebelt. Denn die in der Folge beobachtbaren Regressionen in schlichte Polarisierung, in affektiv aufgeladene Willkür von Wirklichkeitsdefinitionen unterminieren auf fatale Weise die Bedingungen für konstruktive psychische Realitätsverarbeitung, für Aushandlung und für demokratische Vernunft. Ich danke Ihnen. Ja, ich fange jetzt mal auf Deutsch an. Danke für die 3 hervorragenden Beiträge. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit halte ich mich jetzt zurück und frage nur die 3 Panelisten, ob sie untereinander Fragen haben. Ansonsten würde ich auch im Interesse dann der Keynote von Axel Honneth, die ja eigentlich um 19 Uhr beginnen soll, wahrscheinlich ein paar Minuten später, und damit wir noch eine kleine Pause haben, würde ich dann die Diskussion gerne noch öffnen. Are there any questions among you? Ich hatte eine Frage an Frau King, eigentlich an Vera, wenn ich das sagen darf. Ja? Also es wird oft gesagt, dass nach dem Habermas die kognitive Moraltheorie von Lawrence Kohlberg so stark rezipiert hat, dass das wirklich sehr schlecht mit der psychoanalytischen Perspektive vereinbar war und dass diese so rationalistisch-kognitivistische Wende bei ihm noch stärker machte. Sind Sie eigentlich also die Meinung, erstens, dass nach dieser Kohlberg-Rezeption fällt also die psychoanalytische Perspektive ganz beiseite bei Habermas, oder gibt es irgendwie Berührungspunkte zwischen den beiden Ansätzen? Ja. Ich glaube, das ist eine Frage, die auch Axel Honneth beschäftigt hat und die wir irgendwie diskutiert haben. So. Na, ich würde erst mal sagen, also das Beispiel mit der Moraltheorie, es wäre ja etwas, was er selbstkritisch nach Erkenntnis und Interesse von sich selbst eingefordert hat, nämlich nicht nur gewissermaßen die Selbsttäuschung und Abwehrbewegungen, die Moral unterminieren, zu untersuchen, sondern überhaupt erstmal Kriterien zu entwickeln, also eine Folie von Regeln oder von wie soll man sagen, Entwicklungslogiken, aus denen heraus man das überhaupt beschreiben kann. Ja, also wenn man sozusagen keine Folie hätte, wie moralische Entwicklung zu verstehen ist, so war ja der Gedanke, dann kann man auch, ist es auch schwieriger, die Abwehrbewegungen zu untersuchen. Inwiefern das jetzt funktioniert, das ist ja nochmal eine andere Frage. Es gab ja viel Kritik an Kohlberg. Ich würde aber sagen, das, was man in beiden Varianten sieht, also ich habe ja gesagt, Habermas kreist immer wieder um dieses Thema der Moralentwicklung, weil ihn ja beschäftigt eben diese Frage, die du auch angesprochen hattest, wie kommt es überhaupt zu Neuem, oder? Also wie gelingt es gewissermaßen, Moralentwicklung auch konzeptionell als psychischen Vorgang anders zu fassen als eine schlichte Wiederholung. Und da versucht er einerseits mit Kohlberg eine Art Entwicklungslogik zugrunde zu legen, die dann ja nur partiell funktioniert, sage ich mal. Und auf der anderen Seite versucht er, die psychoanalytische Konzeption anders zu fassen, womit er im Übrigen ja auch an viele Stränge anknüpft, die auch genau versuchen zu beschreiben, wie eben psychoanalytische Individuation gefasst werden könnte. Ja. Ja, Hauke? Und daran schließen ja auch Nuller Winkler und Döbert an. Ja, also an die Verbindung mit der Psychoanalyse in dieser Analyse, ich glaube es von Nuller Winkler, der Abwehrmechanismen. Ja? Die war übrigens heute Morgen auch da, aber ich glaube, es ist nicht mehr da.
Und natürlich, die kommunikationstheoretische Pointe, finde ich ja nun auch von Erkenntnisinteresse, ist klar, es ist das erste Mal, dass Neurosen als verzerrte Kommunikation definiert werden. Ja? Das war schon ein ziemlicher Schritt, der eigentlich dann auch nicht so richtig weiterverfolgt wurde. Denn es ist ja von Lorenz angeregt worden, ja, damals. Ja, und also Lorenz ist dann in eine andere Richtung gegangen, das mit der materialistischen angeblich materialistischen Kritik und so. Ja, das wäre der zweite Bezugspunkt. Also ich habe ja versucht zu zeigen, dass es zwei Dimensionen gibt, in denen Veränderung konzipiert wird. Also die Entstehung des Neuen als Überwindung von Blockaden. Das eine wäre die entwicklungstheoretische Perspektive und die andere wäre für die Verständigung, das therapeutische Gespräch ein Modell bietet. Ja. Und auch für die Verbindung von Theorie und Praxis ist als Modell genommen worden und kritisiert worden. Und insofern konvergieren sozusagen die Motivationen, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, 10 Minuten noch weitere Beiträge, Diskussionen, Fragen, Kommentare. Joas, wenn ich es richtig sehe, und dann Martin Saar. Noch ein Herr. Ja, vielen Dank. Herr Hauke, ich möchte die beiden Vorträge verbinden, deinen und den von Sheila Ben Habib. Wenn die Beobachtung richtig und tragfähig ist, ja, dass die Habermasche unerledigte Arbeit an der Differenz zwischen Kontextualismus und Universalismus in der Infrastruktur der Kommunikationstheorie zeigt, etwa auch in der Frage nach dem Geltungsanspruch der Verständlichkeit, dann kommt es ja bei der Verständigung auch darauf an, nicht nur auf die eindeutig immer schon geklärten Standardbedingungen einer gemeinsam gesprochenen Sprache, sondern auch auf die Problematik der Übersetzung zwischen verschiedenen Idiolekten und auf das implizite Wissen über die Gebrauchsbedeutung von sprachlichen Ausdrücken. Und das würde für deinen Zugang bedeuten, die Negation beginnt nicht erst bei der Proposition, sondern überhaupt beim Symbol. Ja, am Satz, ja, das ist, aber naja, es ist schon genial, was dieses Wittgenstein-Zitat, ja, es ist kongenial, dieses Wittgenstein-Zitat gefischt zu haben, ja. Ich meine, das ist schon toll, ja, da ist fast alles drin, ja, und vor allen Dingen die Variety, die daraus erzeugt wird, ja. Und die dazu gerade auffordert. Diese Probe auf das Exempel, ja, die da drin steckt, ja, das ist schon, ja, das ist der Experimentalismus. Ja. Nein, aber ich meine, gut, aber ich würde sagen, danach kann man dann auf alles andere negieren. Das ist ganz klar. Ja. Das ist jetzt die Bedingung dafür, dass man überhaupt alles negieren kann. Ja, das ist der Punkt. Ja. Und das heißt dann eben ungeheure Macht des Negativen, nur eben mikrophysikalisch sozusagen durchanalysiert. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich den schönen Vortrag von Hauke ganz verstanden habe. Das war teilweise akustisch. Ich konnte sehr schlecht hören. Aber ich will nur eins auf Ihre Frage sagen. Ich glaube, diese Gleichsetzung mit Sprachfähigkeit auch mit sogenannter Frame Theory, ja, dass also in der Philosophie das immer noch wahnsinnig problematisch gewesen. Also man kann sagen, dass Rorty, also so seine Sprachphilosophie war immer mit diesem Bezug auf einen Rahmen, also Sprache eine unüberwindbare Rahmen. Als jemand, der mehr sprachlich gewachsen ist, aber viele von uns geht so, Sprachen sind ineinander übersetzbar. Vielleicht nie perfekt, vielleicht es bleibt immer ein Rest, vielleicht das muss man Derrida ein bisschen zugestehen, aber ich glaube, man muss auch diese Voraussetzung, dass die Sprache so einen Kontext darstellt, dass wir nicht sozusagen darüber springen können, obwohl wir, als ob wir über unsere Schatten springen, denn so sind Sprachen nicht. Martin Saar. Ja, Sheila, eine kurze Nachfrage, was die Funktion deines Verweises auf die sogenannte Debatte mit Derrida eigentlich genau bedeuten sollte. Die Debatte mit Derrida war keine Debatte, sondern war eine Polemik
von Habermas in Richtung Derrida und Dekonstruktion, auf die Derrida implizit Bezug genommen hat in seiner Auseinandersetzung mit Searle und der Sprechakttheorie, in der Habermas eigentlich nie direkt vorkam. Und Habermas selber hat auch nach dem philosophischen Diskurs der Moderne, in der diese Polemik stand, nie mehr Bezug genommen auf die eher dekonstruktive Kritik an seiner Sprachphilosophie, die dann andere ja ausgearbeitet haben in den 80er, 90er Jahren. Jetzt hast du gesagt, da ist was Interessantes, Symptomatisches an dieser Debatte. Ich weiß nicht, ob das mit Stanley und Fricker was zu tun hat, muss ich sagen, die beide auch auf Derrida überhaupt nicht Bezug nehmen. Aber was ist es genau? Die Lektion ist doch, dass in den 80er Jahren es mehrere kommunikative Turns in der Philosophie gab, so wie auch Luhmann einen anderen kommunikativen Turn für die Soziologie exemplifiziert hat, aber auch die Dekonstruktion hatte natürlich eine sprachphilosophisch fundierte Revision der Subjektphilosophie vorgeschlagen, aber eben eine mit einer komplett anderen, eher alteritätstheoretischen Konzeption von Sprache, Sprachlichkeit und Kommunikation. Und wolltest du jetzt sagen, diese Alternative ist noch im Raum und attraktiv auch für die Habermasianer, oder würdest du sagen, das zeigt nur, dass Habermas Dinge gemacht hat, die auch andere mit anderen Mitteln gemacht haben, aber er hatte eben die richtige Sprachphilosophie? Also schön, danke dir. Ich glaube, also zunächst mal wollte ich diese Sache ein bisschen weiterdenken. Also ich bin nicht zu einem gewissen Schluss gekommen, aber ich bezog mich hauptsächlich an diesem Aussatz Limited Ink. Ja, und worum es mir ging, ist, dass ich fand Derridas Kritik an Austins Begriff von Illocutionary Act sehr überzeugend. Illocutionary Acts sind sehr institutionalistisch verstanden, ja. Und ich glaube, es ging Habermas auch immer darum, so ein erzeugendes Kraft von Kommunikation zu verstehen, die nicht nur mit Bezug auf Institutionen geschafft werden. Also das war meine Idee, dass man könnte Derridas Kritik an Osten, also in Limited Ink, mit so etwa Habermas' Begriff von kommunikativen Handelns zusammenbringen. Und in meiner Arbeit, das kommt vor als Iteration, demokratische Iteration. Vielleicht habe ich da irgendwie etwas zusammengebracht, ne? Aber ich finde auch in kommunikativen Handeln, was uns fehlt, ist immer wieder die Überzeugung, die Habermas hat, und ich finde das fantastisch, aber schwer. Er sagte immer, es gibt keine administrative Erzeugung des Sinns. Okay, so Sinn irgendwie muss in der kommunikativen Praxis erzeugt werden. Wir können das mit Osten nicht machen. Wir können das auch mit perlocutionary Effekte wahrscheinlich nicht machen. Also darum ging es mir, aber ich danke dir für die Frage, daran muss ich noch ein bisschen weiterdenken. Ja. So, wir haben jetzt noch 2 Wortmeldungen. Ja, ich habe eine Frage an dich, Hauke. Also ich finde diese negationstheoretische Lesart der Wende zur Kommunikationstheorie sehr überzeugend. Ich frage mich, was für Konsequenzen sie hat. Also ob sie nicht in dem Sinne radikal antimetaphysisch ist. Insofern hat das, glaube ich, mit der Derrida-Habermas-Diskussion auch zu tun, dass sie auch eine bestimmte metaphysische Erwartung zurückweist, die heute, glaube ich, in vielen Beiträgen verspürbar ist, die sich auch noch an Habermas Kommunikationstheorie richtet. Also so, wir haben bestimmte Prinzipien demokratischer Praxis und die Kommunikationstheorie zeigt uns, dass diese Prinzipien ganz tief liegen, ja, in der Kommunikation gegeben sind. Also wirklich im metaphysischen Sinne Prinzipien, nämlich etwas Erstes sind. Und in gewisser Weise müsste man ja sagen, diese Idee einer tiefer Begründung, ja, demokratischer Praktiken durch eine Theorie der Kommunikation, durch eine Theorie der Rationalität, ist mit dieser negationstheoretischen Lesart von Kommunikationstheorie unvereinbar. Weil das nämlich heißt, dass Hegel recht hat. Negativität ist absolut. Ja,
dann gibt es kein Erstes. Dann ist auch nicht Gleichheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, Freiheit ist dann auch nichts Erstes, sondern erst durch Negationsoperationen zu generieren. Ja. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, absolut. Aber ich kann dich nicht genauer... Christoph. Ist das Christoph Menke gewesen? Wer war die? Ja. Okay, direkt dazu. Ich habe das war ganz hinten noch. Nicht sofort erkannt. Ich habe nur eine Stimme erkannt. Also sich ganz hinten an der links da, ja genau da. Ja. Die Entfernungen sind so groß, dass ich Person nicht mehr richtig identifizieren kann. Ja, hallo Klaus. Ich möchte Schiller unterstützen. Es ist völlig richtig, dass Habermas einen verengten Begriff der Sprache hat. Das sieht man schon in der Theorie des kommunikativen Handelns. Perlokution wird mit Überredung gleichgesetzt, obwohl Perlokution etwas ganz Harmloses sein kann. Wenn ich jemandem ein Kompliment mache, bewirke ich etwas, ohne dass da Manipulation im Spiel wäre. Er hat in der Diskussion mit Derrida ihm vorgeworfen, dass er den Unterschied zwischen Argumentation und Rhetorik aufgegeben hätte. Dabei sagt er selber, Sprache ist unausrottbar Rhetorik und das heißt, die rhetorische Dimension, vielleicht wird Axel heute Abend noch was darüber sagen, ist ja auch von Adorno rehabilitiert worden, wenn man die rhetorische Dimension der Sprache als eine öffnende, als eine umgestaltende Kraft der Sprache begreift, was im Übrigen zu Habermas Unterscheidung zwischen Welterschließung und Geltungsorientierung passt. Da hat er die komplementär sind. Das heißt, da hat er der Sache nach einen, wie ich das nenne, demokratischen Begriff der Sprache, nicht der Originalmodus, der enge Originalmodus, das hat er noch von den Sprechakttheoretikern, dass es Standardformen gibt, die grundlegend sind und Ironie, Fiktion, indirekte Sprechakte werden abgeschoben in etwas Sekundäres. Und ich glaube, das ist die Diskussion mit der Gewinn der Diskussion mit Derrida, die ja nicht wirklich zustande kommen, ist diese Hierarchie, die Darstellungsfunktion ist primär und die anderen Funktionen der Sprache sind etwas Sekundäres. Das ist ein Geburtsfehler der Habermasschen Kommunikationstheorie. Also ich würde dazu nur das sagen, zunächst mal diese Hierarchie abzulehnen, das ist richtig. Aber wir müssen auch da vorsichtig sein, weil ich meine, dass der propositionale Gehalt der Sprache, selbst wenn das nicht hierarchisch verzuordnen ist, fundamental auch. Ne? Also es ist eine Sache, ein bisschen die Gegensätze vermildern zu wollen. Don't draw the boundaries so closely, würde ich sagen. Ja, das etwas. Und also die ganz abschaffen zu wollen. Ich will das nicht. Ich will ganz einfach diese Hierarchie Fragen stellen auf einmal und auf der anderen Seite so. Ich glaube, es kann keine Sprache geben ohne ein propositionales Gehalt. Vielleicht sind hier Sprachwissenschaftler im Zimmer, aber also ich glaube, das haben wir auch schon von Chomsky gelernt, dass jede Sprache auch eine Subjekt-Objekt, dass jeder grammatische Satz eine Struktur hat, ja. Und an diese Struktur ist etwas fast Ontologisches, ja, mit Subjekt und Prädikat und so. Ich meine, sind also Sprachwissenschaftler, die das verneinen wollen? Glaube ich nicht. Also insofern, ich glaube, die Hierarchie in Fragestellung, ja, aber nicht voll den propositionalen Struktur oder Gehalt von Sprachen zu ablehnen. Okay, fein.
Okay, dann sollten wir mit Blick auf die Zeit hier das zweite Panel beenden. Wenn noch Zeit wäre, hätte ich gerne noch gefragt, ob man nicht das, was ich eingangs zitiert habe, nämlich die Rekonstruktion der geschichtlichen Spuren des unterdrückten Dialogs für eine Gegenwartsdiagnose tauglich machen könnte. An einer anderen Stelle in Arbeit und Interaktion spricht er davon, dass das sozusagen intersubjektiv verdrängte, der unterdrückte Dialog in so einer Hegelschen Figur als Kausalität des Schicksals wieder zurückkehrt. Das wäre vielleicht gegenwartsdiagnostisch noch sozusagen ein Versuch wert, das zu rehabilitieren, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Wir sollten jetzt aber uns trotzdem Glaube an die Psychoanalyse gehört ja auch zum Kontext der 60er Jahre. Das ist ganz tief sitzend da. Wir sollten uns jetzt eine 10-minütige Pause, auch wenn das eine weitere Zeitüberschreitung bedeutet, erlauben und danken. Alles Krebs, alles wird aus der Psychoanalyse erklärt. Jede Krankheit. Okay, please come back in, take your seats. So, dear colleagues, dear ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to announce the keynote by Axel Honneth. And I will do so since he decided to speak in German to bring out the nuances in his discussion of Adorno and Habermas. I will also do so in German just in a second. For those of you following, especially those on the screens back home or wherever you are, welcome in the first place. You can download the English version, a rough English version,
of Axel's paper from the Normative Orders website. So if you're following this and expected a lecture in English, do not despair. Go to the website and you will find an English version. Ich beginne mit einem kleinen Schlenker. Als ich hier mein Studium der Philosophie in den 80ern begann, nachdem Jürgen Habermas aus Starnberg zurückgekehrt war, war dies, um es gelinde zu sagen, eine etwas bewegte Zeit. Der Diskurs der Moderne regte alle auf und wir hatten intensive Diskussionen. Der Historikerstreit brach bald daraufhin los. Und mittendrin in diesen bewegten philosophischen und politischen Tagen Habermas. Aber da war noch jemand, sein damaliger Assistent, der bei uns Studierenden enorm beliebt war, für die Art, wie er dachte und lehrte und auch dafür, dass man bei ihm auch noch ein paar andere Dinge studieren konnte. Foucault, Adorno, den jungen Hegel. Sein erstes Buch, Kritik der Macht, war gerade erschienen, in dem Adorno und Foucault und die kritische Theorie insgesamt in Beziehung gesetzt worden waren. Das Buch basierte auf seiner Dissertation, die bei Urs Jägi entstanden war. Axel Honneth, so hieß der seinerzeit extrem beliebte Mann, schrieb damals an einer Sozialphilosophie, die den Kampf um Anerkennung als Denkfigur verwandte, um die normativen Dynamiken moderner Gesellschaften zu analysieren und Maßstäbe der Gesellschaftskritik zu extrapolieren. Das Ergebnis war das berühmte Buch Kampf um Anerkennung von 1992 und es sollte dieses Paradigma des Kampfes um Anerkennung als eines der wichtigsten der Fortentwicklung kritischer Theorie etablieren. Es folgten nach der Habilitation Professuren in Konstanz und an der FU Berlin, bevor Axel Honneth 1996 dem Ruf auf die Nachfolge Habermas nach Frankfurt folgte. 2001 wurde er Direktor des Instituts für Sozialforschung und entwickelte das wirkmächtige Programm Normative Paradoxien, das zeigte, dass auch fortschrittliche Ideen falsch angewandt zu Rückschritten führen können, zu gesellschaftlichen Pathologien, die mit entsprechenden Standards der Anerkennung diagnostiziert werden können. Während ihr jetzt so langsam da mal runterkommt, rede ich einfach weiter, ja? Wenn es nichts ausmacht. Es folgten viele weitere Publikationen, die ich jetzt nicht einzeln erwähne. Die Debatte um Umverteilung oder Anerkennung mit Nancy Fraser, die Tanner Lectures über Verdinglichung, viele weitere wären zu nennen. Axel Honneth war Gründungs-PI unseres Exzellenzclusters, die Herausbildung normativer Ordnungen, wo wir viele Dinge gemeinsam auf die Beine stellten. Und in diese Zeit fiel auch die Publikation seiner großen Reinterpretation und Aktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie, Das Recht der Freiheit von 2011. Schon vor seiner Emeritierung 2017 begann er damit, an der Columbia-University in New York zu lehren, wo er heute die Weinstein-Professur of the Humanities innehat. Ich lasse alles Weitere hier weg, etwa die Benjamin-Lectures über den arbeitenden Souverän, viele Preise wie den Bloch-Preis, denn auch ohne all diese Worte war ja schon längst allen klar, dass es Axel Honneth sein musste, der heute über Habermas und Adorno spricht, mit dem vielsagenden Titel Der normative Eigensinn des anderen. Vielen Dank, Axel. Ja, guten Abend allen hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rainer Forst, Klaus Günther und Peter Niessen, die mir die höchst ambivalente Ehre geben, hier den Abschlussvortrag zu halten. Der wird Sie jetzt noch länger an diesen Tag binden, der lang genug war. Und ich hoffe, ich rede in einer Weise, die Sie so interessiert, dass Sie die Zeit ein bisschen vergessen.
Es gab nicht wenige Zeitgenossen im Universitätsbetrieb, denen Habermas bei all seiner Distanziertheit tiefe Sympathien entgegenbrachte. Von Hans-Georg Gadamer und Wolfgang Abendroth, so unterschiedlich beide waren, sprach er stets mit einem Ausdruck herzlichster Dankbarkeit. Wohl auch, weil sie ihn beide kurz hintereinander unter die Arme gegriffen hatten, als die nahtlose Fortsetzung seiner akademischen Karriere zu scheitern drohte. Mehr als bloß wohlmeinende Gefühle empfand er für zwei seiner deutschen Generationsgenossen, Ernst Tugendhat und Albrecht Welmer. Kam auf sie die Rede, so mischte sich bei ihm Bewunderung für die analytische Rigorosität ihres Denkens mit sorgenvoller Anteilnahme am Schicksal zweier philosophischer Eigenbrötler und Nonkonformisten. Über die tief humanistische Gesinnung eines Richard Rorty oder Lawrence Kohlberg konnte er gelegentlich ins Schwärmen geraten. Sie galten ihm als Personifizierungen des zivilen, durch und durch egalitären Geistes der amerikanischen Demokratie. Fiel aber der Name Theodor W. Adornos, so kam da stets noch etwas anderes hinzu. Ein Ton, der für ihn nüchtern, unsentimental und pathosfeindlich, wie er war, ganz unüblich war. Verehrung gepaart mit anrührender Dankbarkeit, Bewunderung für einen scheinbar alleskönnenden Geist, kombiniert mit tief empfundener Zuneigung. Häufig sprach er von Adorno als seinem einzigen wahren Lehrer. Einmal benutzte er für diesen sogar den ihm ansonsten vollkommen fremden Begriff des Genies. Ich zitiere: philosophische Erwachsenheit, die ihre Kindheit festzuhalten vermag, das ist das Geheimnis seines Adornos Genies. Jeden, der nur die exoterische Seite der Schriften von Habermas kennengelernt hat, mag diese tief verwurzelte Anhänglichkeit an Adorno überraschen. Aber in ihr verrät sich eine Bindung, die er zeitlebens nie preisgegeben und ihn nahezu all sein Schaffen und Wirken bewahrt hat. Wer die Triebkraft seines Werkes verstehen möchte, muss dieser unbedingten Treue Rechenschaft zollen. Nur als im ständigen Dialog mit Adorno verstrickt, lässt sich der Kurs, den die Habermasche Theorie über die Jahrzehnte hinweg genommen hat, angemessen nachvollziehen. Es war Adorno selbst, ich habe 5 Kapitel, das ist das erste. Es war Adorno selbst, der Habermas gegen den Widerstand von Max Horkheimer zum Erben der in den frühen 1930er Jahren begründeten Tradition der kritischen Theorie erkoren hat. Die beiden Sozialphilosophen trennte vieles, als sie 1947 im Institut für Sozialforschung zusammenzuarbeiten begannen: die lebensgeschichtlich prägenden Erfahrungen, die kulturellen Orientierungen und die philosophischen Traditionsbindungen. Und doch bestand zwischen ihnen vom ersten Moment ihres Zusammentreffens an eine geistige Wahlverwandtschaft, die zunächst nicht so sehr aus theoretischen Gemeinsamkeiten, als vielmehr aus der tieferen Schicht einer ähnlichen Wahrnehmung sozialer Gefährdungen und persönlicher Verletzbarkeiten stammte. Ob diese Übereinstimmung in den individuellen Beunruhigungen und Besorgnissen damit zusammenhing, dass sie beide aus unterschiedlichen Erfahrungen heraus für gesellschaftliche Diskriminierung besonders empfindlich waren oder zum damaligen Zeitpunkt dieselbe beklemmende Angst vor einem Wiederaufleben nationalsozialistischer Stimmung in der Bundesrepublik Adenauers hatten, lässt sich im Rückblick kaum mehr ausmachen. Auf jeden Fall bestand zwischen Adorno und Habermas gleich zu Beginn eine bis tief in die innersten Persönlichkeitsschichten reichende Einigkeit, deren tragendes Fundament eine hoch angespannte Empfindlichkeit für Verletzung des fragilen Gewebes menschlicher Interaktionen war. Dies mag dann auch der Grund gewesen sein, der den Älteren der beiden überzeugt sein ließ, er könne dem Jüngeren getrost das Hinüberretten seines eigenen Denkens in die vollkommen veränderten Zeiten demokratischer Verhältnisse anvertrauen. Und alle, die auch nach seinem Tod nicht aufhören wollen, Habermas einen Verrat an der kritischen Theorie vorzuwerfen, haben diese sympathetische Zusammenstimmung nie verstehen wollen und sie stets hartnäckig abzuleugnen versucht.
Eine erste Gestalt fand diese affektive Gleichgesinntheit der beiden Philosophen, ihr geteiltes Gespür für die ständige Gefahr sozialer Regressionen, in den Diskussionen, die sie gemeinsam über das von Habermas am Institut für Sozialforschung in Angriff genommene Habilitationsprojekt zum Strukturwandel der Öffentlichkeit führten. Adorno musste das Habermasche Vorhaben schon deswegen am Herzen liegen, weil er gemeinsam mit Max Horkheimer stets die These vertreten hatte, nur die liberale Phase des Kapitalismus habe in der menschlichen Geschichte erstmals einen Persönlichkeitstypus hervorgebracht, der gewisse Züge von individueller Mündigkeit und Autonomie besitzt. Zwar war bei dieser schon in der Dialektik der Aufklärung angedeuteten und in der negativen Dialektik und dem Minima Moralia dann stärker ausgearbeiteten Vorstellungen immer ein wenig unklar geblieben, ob sich jene sozial umsichtige Ich-Stärke eher den Erfordernissen selbstbewussten Handelns auf einem noch nicht monopolisierten kapitalistischen Markt oder den Vorzügen einer liebevollen Sozialisation im Schutzraum der bürgerlichen Familie verdankte. Aber an dem Gedanken, es gäbe im gesellschaftlichen Leben einen normativen Vorzug liberaler Zivilität und bürgerlichen Takts, hat Adorno Zeit seines Lebens festgehalten. Bereits aus diesem Grund musste er an dem Projekt von Habermas Gefallen finden, an den ungezwungenen Gesprächen in den bürgerlichen Salons und Kaffeehäusern des 18. Jahrhunderts die kommunikativen Bedingungen freizulegen, die bald danach mit der Idee einer herrschaftsfreien Öffentlichkeit zur normativen Wirksamkeit in den demokratischen Gesellschaften gelangen sollten. Alle Fragen von öffentlichem Belang sollten in diesen sozial geschützten Räumen dem Anspruch nach als diskutabel gelten. Jedes Argument sollte im Austausch zwischen SprecherInnen und HörerInnen unabhängig von sozialem Status und Machtasymmetrien das gleiche Gewicht haben. Und nur die rationale Verständigung würde am Ende zu einem für alle Beteiligten akzeptablen Ergebnis führen können. Nicht so sehr das Habermasche Beharren auf die alleinige Autorität des besseren Arguments in solchen öffentlichen Deliberationen, als vielmehr dessen Verweis auf die dafür erforderlichen Dispositionen, Aufrichtigkeit, eine egalitäre Gesinnung und die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, wird es wohl gewesen sein, was Adorno an der geplanten Habilitation als reizvoll, ja als fesselnd empfunden haben mag. Unschwer konnte er, Adorno, in den habituellen Anforderungen, die Habermas an das Verhalten der Dialogpartner im öffentlichen Diskurs gestellt sah, jene normativen Auflagen wiederentdecken, durch die er selbst den kommunikativen Umgang unter mündig gewordenen Menschen charakterisiert wissen wollte. Ohne Angst, verschieden sein zu dürfen, war die Formel, die Adorno für diese Form der Anerkennung der Andersheit des anderen in der gelungenen Interpretation geprägt hatte. Schließlich dürfte auch der intendierte Schlussteil der Arbeit, in dem Habermas darstellen wollte, inwiefern mit der wachsenden Vermarktlichung und Privatisierung der Informationsmedien die einst geschaffene Institution der bürgerlichen Öffentlichkeit unter dem Druck kapitalistischer Verwertungsimperative wieder zu zerfallen drohte, das Seine getan haben, um Adorno von den Plänen seines Mitarbeiters angetan sein zu lassen. Es bestanden zwischen den beiden Philosophen nicht eine Sekunde lang Zweifel darüber, dass Marx in seiner Theorie die zerstörerische Dynamik angemessen analysiert hatte, die kapitalistischen Wirtschaftssysteme dadurch anhaftet, dass sie die privaten Besitzer an den Produktionsmitteln zur unermüdlichen Steigerung ihrer wirtschaftlichen Gewinne antreiben. Für Adorno wie für Habermas blieb daher die Kapitalismusanalyse von Marx zeitlebens ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer jeweiligen Gesellschaftstheorien. Für den Älteren als ein ständiger Hintergrundakkord all seiner Analysen, für den Jüngeren als Bezugsrahmen seines Verständnisses moderner Gesellschaften. Adorno musste es daher wie eine nachträgliche Bestätigung seiner in der Dialektik der Aufklärung entwickelten Diagnose einer Verwandlung von Kultur in Kulturindustrie erscheinen, wenn Habermas in seiner geplanten Studie historisch zeigen wollte,
wie mit dem Aufstieg des Kapitalismus unter dem Einfluss monopolisierter Unterhaltungsunternehmen aus der kulturresonierenden Öffentlichkeit zunehmend ein kulturkonsumierendes Publikum wurde. Aber nicht das Thema allein, sondern ebenso stark die ins Auge gefasste Machart der von ihm betreuten Habilitation dürfte Adorno damals schnell von deren großer Bedeutung überzeugt haben. An einem interdisziplinären Forschungsstil war es Adorno nicht aus äußerlichen Gründen, sei es des Reputationsgewinns oder von wissenschaftlichen Vorgaben, sondern allein um der Sache selbst willen, wie er sagte, immer gelegen. Dass ein gesellschaftlicher Sachverhalt nur dann schlüssig zu analysieren sei, ich zitiere Adorno, wenn dabei die immanente Wechselwirkung der von Ökonomie, Geschichte, Psychologie, Anthropologie relativ unabhängig voneinander bearbeiteten Elemente berücksichtigt würde, galt ihm als methodische Richtlinie aller sozialtheoretischen Forschung. Im Institut war es in den 1950er Jahren um eine solche sachlich begründete Interdisziplinarität nicht eben gut bestellt. Denn die Aufgabenfelder der MitarbeiterInnen waren Mitarbeiter. Ich habe hier innen stehen. Es gab, glaube ich, keine einzige. Also der 50er Jahre. Ich korrigiere mich. Mitarbeiterinnen. Also Mitarbeiterinnen. Helge Pross, richtig. Ja. Mitarbeiterinnen, ist richtig, waren im Einklang mit der wissenschaftspolitischen Entwicklung inzwischen nach disziplinären Gesichtspunkten zugeschnitten worden, sodass sich eine bedrohliche Tendenz zum individuellen Spezialistentum abzuzeichnen begann. In Habermas fand Adorno nun einen jungen Forscher, der vorhatte, seine Habilitation über die bürgerliche Öffentlichkeit ohne jede Rücksichtnahme auf die Grenzen zwischen den Einzeldisziplinen zu verfassen. Er verkörperte aufgrund seines wissenschaftlichen Werdegangs und seiner ungestümen Neugier jene Interdisziplinarität, die vor dem erzwungenen Exil im Hause ganz selbstverständlich gewesen war, gewissermaßen in einer einzigen Person. Als Adorno die fertiggestellte Habilitation dann schließlich vor sich sah, dürfte ihn die darin spielerisch ausgeübte Interdisziplinarität nachgerade begeistert haben. In der Darstellung des historischen Aufstiegs und späteren Zerfalls der bürgerlichen Öffentlichkeit wurde hier im ständigen Hin und Her zwischen politischer Ideengeschichte, sozialer Geschichtsschreibung, literarischen Quellen, ökonomischen Erwägungen und normativen Argumenten interdisziplinäres Forschen dermaßen leichthändig und unverkrampft praktiziert, dass der Übergang von der einen zur anderen Disziplin selbst dem genauesten Leser gar nicht bemerkbar war. Es wird auf Dauer ein psychologisches Rätsel der Persönlichkeit Adornos bleiben, warum er damals nicht die von ihm angemahnte Ich-Stärke hat aufbringen können, der Habilitationsschrift seines Schülers gegen die bizarren Einwände von Max Horkheimer am Institut zum verdienten Erfolg zu verhelfen. Die vielen Male, in denen er sich später, Adorno, in seinen Beiträgen zur demokratischen Erziehung auf die Prinzipien der Volkssouveränität und des öffentlichen Vernunftsgebrauchs berufen wird, belegen auf jeden Fall, dass das Öffentlichkeitsbuch von Habermas bei ihm stärkste Spuren hinterlassen hat. Nächster Schritt. Der Dialog, der sich zwischen Adorno und Horkheimer über das Öffentlichkeitsbuch entsponnen hatte, wurde im sogenannten Positivismusstreit hinter dem Rücken der Beteiligten stillschweigend fortgeführt. Ich muss trinken. Der jüngere Habermas war durch die Berufung auf den Lehrstuhl Max Horkheimers inzwischen zum Kollegen des Älteren geworden, sodass sich ihr Verhältnis nun von dem eines Schülers zu seinem Lehrer in das zwischen zwei gleichgestellten und befreundeten Verfechtern der kritischen Theorie verwandelt hatte. Unmerklich begann sich in dieser Phase zum ersten Mal abzuzeichnen, an welchen Wegkreuzungen sich die Vorstellungen beider Philosophen über die Zukunft der kritischen Theorie trennen könnten. Einig war man sich schnell über die Grundlinien der Verteidigung einer kritischen Sozialforschung gegen die Angriffe von Seiten der Vertreter einer empiristisch orientierten Wissenschaftstheorie. Mit Hegel bestanden Adorno und Horkheimer und Habermas
auf der begrifflichen Vermitteltheit aller scheinbar rohen Fakten. Beide erblickten darin wiederum mit Hegel, ziemlich unklar muss man sagen, die Möglichkeit eines normativen Anknüpfens an das von der Sache selbst normativ Geforderte. Und beide wollten damit den im Empirismus verfochtenen Gegensatz von Sein und Sollen in Form einer immanenten Kritik an den bestehenden Verhältnissen überwinden. Hinter diesem Konsens in der Abwehr verbarg sich allerdings eine ziemliche Uneinigkeit im Hinblick auf die epistemologische Frage, worin diese kritische Erkenntnis letztlich begründet sein sollte. Adorno hing von früh an inoffiziell einer an Freud und Nietzsche geschulten Perspektivenlehre der Affekte an. Danach sollten es die jeweils vorherrschenden Bedürfnisse und Affekte einer Person, einer Gruppe oder eines Zeitalters sein, die festlegten, wie die Welt jeweils kategorial ausgedeutet und kognitiv erschlossen wird. Dementsprechend konnte Adorno in seiner negativen Dialektik behaupten, dass Befindlichkeiten der Angst vor den Naturgewalten einen Drang nach Verfügungswissen generierten, Affekte der Rache eine Suche nach geschlossenen, systemhaften Weltbildern erzeugten und wachgehaltene Bedürfnisse nach Symbiose und Versöhnung den Impuls gaben, die Umwelt als eine nachahmenswerte, qualitativ reiche Entität zu erschließen. Jede kritische Erkenntnis musste daher für Adorno von der emotional getönten Erinnerung an einen Zustand vor der Subjekt-Objekt-Trennung, vor der angstgetriebenen Verdinglichung der Welt beseelt sein, weil sie nur dadurch der Differenz habhaft werden konnte, die zwischen der jeweils gegebenen Realität und den ihr innewohnenden Möglichkeiten immer schon besteht. Habermas nun in Vorbereitung seiner gegen diese psychologisch getönte Erkenntnistheorie meldete Habermas nun in Vorbereitung seiner Studie Erkenntnis und Interesse leise, aber unüberhörbare Bedenken an. In dem abgeschlossenen Buch Erkenntnis und Interesse finden Sie sich untergebracht in dem allerletzten Kapitel, das einer Kritik am Naturalismus der Erkenntnistheorie von Nietzsche gewidmet ist und welches das Konzept der erkenntnisleitenden Interessen abschlusshaft zu begründen versucht. Ein Kapitel, das häufig überlesen wird, obwohl es doch insgeheim auch eine Auseinandersetzung mit Adornos erkenntnistheoretischen Spekulationen enthält. Mit Adorno und Horkheimer stimmt Habermas zunächst in der These überein, dass alles menschliche Bestreben nach Wissen, nach rationaler Erkenntnis unserer Umwelt aus Zusammenhängen der Bewältigung lebenspraktischer Herausforderungen stammen muss. Damit widersprechen sie alle drei gemeinsam der traditionellen Vorstellung, nach der die methodisch kontrollierte Erzeugung von wissenschaftlichen Theorien erst dort einsetzt, wo der Bezug zur sozialen Lebenspraxis unterbrochen ist und wo in dem Sinn reine, von jeglicher Beimischung alltäglicher Belange befreite Forschung betrieben werden kann. Die Frage, die sich einer solchen Kritik an der positivistischen Fiktion der Selbstgenügsamkeit aller Wissenschaften dann aber stellt, ist die nach dem Charakter jener vorwissenschaftlichen Bezüge, in denen jegliche Form von Erkenntnisgewinnung ursprünglich verwurzelt sein soll. Und schon an diesem frühen Punkt entzweien sich die Wege, die die drei Vertreter der kritischen Theorie jeweils verfolgten. Während Horkheimer in seinen frühen Schriften bekanntlich vorschlägt, zwischen Aktivitäten der Selbsterhaltung und einem herrschaftskritischen Handeln zu unterscheiden, um darin die Konstitution von traditionellem Wissen einerseits und kritischer Erkenntnis andererseits zu verorten, neigt Adorno zu der zuvor schon angedeuteten Vorstellung einer Affektbasis jeden Strebens nach Erkenntnis. Ihm zufolge sind es unterschiedlich gerichtete Gefühlsregungen oder emotionale Befindlichkeiten, die jeweils den kategorialen Rahmen bestimmen, in denen die Umwelt von uns Menschen kognitiv erschlossen werden kann. Habermas seinerseits ist mit beiden Vorschlägen zur Bestimmung der vorwissenschaftlichen Wurzeln methodisch erzeugtem Wissens nicht einverstanden, weil er glaubt, keine von ihnen könne den eigentlichen Sinn und methodischen Stellenwert der Erzeugung kritischer Erkenntnisse angemessen lokalisieren.
Aber in seiner Kritik an Nietzsches Erkenntnistheorie wendete er sich indirekt allein an Adorno, mit dem er sich weiterhin in einem Dialog über die Zukunft der kritischen Theorie eingespannt sieht. Was Habermas sowohl Nietzsche als auch Adorno bereitwillig konzidiert, ist das philosophische Ansinnen, unser Streben nach methodisch kontrollierter Erkenntnis auf natürliche Anlagen der menschlichen Gattung zurückzuführen. Auch er ist davon überzeugt, dass wir uns in unseren Bemühungen um rational begründetes Wissen nicht bis zu dem Punkt von aller Natur befreien können, an dem wir plötzlich nur noch Geist sind und jegliche Bindung an organische Lebensnotwendigkeiten verloren haben. Von diesem schwachen Naturalismus, von dieser Idee einer Naturgebundenheit aller menschlichen Vernunft wird Habermas sich auch in seinem weiteren Schaffen nicht mehr lösen wollen. Darauf komme ich zurück. Daher räumt er gegenüber Nietzsche und gegenüber Adorno zunächst erst einmal ein, dass Menschen ihre Umwelt und Innenwelt nur deswegen zu erkennen versuchen, weil sie ein tiefsitzendes, eben natürlich verankertes Verlangen dazu besitzen. Allerdings macht er gegen die Gleichsetzung dieses Bestrebens mit einem bloßen Trieb oder Affekt nun geltend, dass dann die Perspektive nicht erklärt werden könne, aus der heraus der Zusammenhang zwischen solchen Antrieben und unserer Erkenntnis seinerseits zu verstehen sei. Denn wie soll sich aus dem Blickwinkel eines kausal wirkenden Affekts deutlich werden können, warum das durch ihn kognitiv konstituierte Erscheinungsbild der Wirklichkeit nicht eine bloße Illusion darstellt, sondern tatsächlich eine brauchbare, valide und valide Erkenntnis der Realität liefert. Die Strategie, mit der Habermas diese Verlegenheit einer Affekttheorie der Erkenntnis damals zu lösen konnte, glaubt, besteht in dem Vorschlag, jene natürlichen Antriebe zum Wissen statt als affektive Dispositionen, als kognitive Interessen zu begreifen, die aus gleichbleibenden Handlungserfordernissen des Menschen stammen und die nur durch systematisch gewonnene Erkenntnisse erfolgreich bewältigt werden können. Wird ein solcher von ihm transzendental pragmatisch genannter Weg eingeschlagen, so ist Habermas überzeugt, lässt sich auch deutlich machen, dass wir über die beiden handlungsbezogenen Interessen an Naturbeherrschung und kommunikativer Verständigung hinaus auch ein übergeordnetes Interesse daran haben, uns selbst zu durchschauen und uns von kausal wirkenden Abhängigkeiten zu befreien. Eine kritische Perspektive, die es dementsprechend auch erlauben soll, uns stets wieder den Unterschied zwischen bloßen Illusionen und gesellschaftlich förderlichem Wissen vor Augen zu führen. Also aus der Perspektive des emanzipatorischen Interesses durchschauen wir, was Illusion und was valide Erkenntnis ist. Als ingeniös muss man den theoretischen Zug bezeichnen, mit dem Habermas diese Idee einer emanzipatorischen Vernunft damals an das zentrale Thema seines Buches zur bürgerlichen Öffentlichkeit zurückzubinden versucht hat. Jener Drang danach, uns als Gattung durch Selbstreflexion von naturwüchsigen Zwängen und Abhängigkeiten zu befreien, bedeutet für ihn nichts anderes, als der kommunikativen Verständigung einen immer größeren Raum im sozialen Leben zu erkämpfen, weil nur dadurch äußerer Zwang in kollektive Selbstbestimmung, undurchschaute Herrschaft in kommunikative Freiheit überführt werden kann. Das Zitat, das ich jetzt gebe, hat Klaus Günther schon mir vorweggenommen. Mit der Struktur der Sprache, also dem verständigungsorientierten Miteinander sprechen, so heißt es bei Habermas schon im Jahr 1965, ist Mündigkeit für uns gesetzt. Es lässt sich leicht vorstellen, wie Adorno auf diese transzendental-pragmatische Verortung der kritischen Theorie in einem emanzipatorischen Interesse an kommunikativer Verständigung reagiert haben könnte. Er hätte wahrscheinlich geltend gemacht, dass der Bezugsrahmen der an einem solchen Leitfaden gewonnenen Erkenntnisse allein auf die Bedingungen der Möglichkeit von Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation eingeschränkt bliebe und daher die an der Versöhnung mit der Natur unberücksichtigt lassen müsse.
Und in Fortführung dieses Einwands hätte er darauf beharren können, dass nur ein von Erinnerungen an ein symbiotisches Naturverhältnis angetriebenes Wissen dazu in der Lage wäre, sich vor die Schwelle der Entgegensetzung von Subjekt und Objekt zurückzubegeben und damit eine Perspektive des kommunikativen Umgangs nicht nur mit uns Mitmenschen, sondern auch mit der Natur und in und außer uns einzunehmen. Nicht-Kommunizierbarkeit sei das Kriterium des Wahren, heißt es daher bei Adorno in der negativen Dialektik, sondern nur die untrügliche, geradezu subjektive Gewissheit, an einem Gegenstand all das erschlossen zu haben, was an ihm bislang durch begrifflich verfasstes Denken abgeschattet worden war. Sich aus einem mimetischen Impuls heraus dem Objekt zu überlassen, ich zitiere alles aus der negativen Dialektik, sich ihm anzuschmiegen und dadurch seiner qualitativen Bedeutungsfülle habhaft zu werden, das galt Adorno als Ausweis gelungener Erkenntnis. Zu dem Dialog, den man über diese erkenntnistheoretischen Alternativen hätte führen können, ist es dann aber zwischen Adorno und Habermas nicht mehr gekommen. Der Ältere war im Jahr nach der Veröffentlichung von Erkenntnis und Interesse viel zu früh verstorben, sodass der Jüngere die Diskussion mit seinem Lehrer von nun an gleichsam fiktiv fortführen musste. Dass er dies tatsächlich auch tat und Adorno weiterhin als seinen wichtigsten Gesprächspartner betrachtete, lässt sich ohne hermeneutische Verrenkungen mühelos an der Fortentwicklung seiner Theorie zeigen. Der dritte Schritt. Schon in den 2 Jahren, die zwischen dem Tod Adornos im Jahr 1969 und seinem Wechsel an das Max-Planck-Institut in Starnberg lagen, hatte Habermas begonnen, erkenntnistheoretische Fragen zunehmend beiseite zu legen und sich stattdessen verstärkt der Aufgabe einer kommunikationstheoretischen Erneuerung der Gesellschaftstheorie zuzuwenden. In Fortführung seiner bisherigen Arbeiten wollte er in Auseinandersetzung mit der klassischen Soziologie und der neueren Sprachphilosophie zeigen, dass die kommunikative Verständigung, die sprachliche Aushandlung einverständlicher Lösungen für Handlungsprobleme nicht bloß ein moralisches Ideal bildet, sondern als Existenzgrundlage allen gesellschaftlichen Lebens verstanden werden muss. Über 10 Jahre zog sich die Arbeit an dieser bahnbrechenden Erneuerung des soziologischen Rahmens der kritischen Theorie hin, bis sie im großen Entwurf einer 2-bändigen Theorie des kommunikativen Handels mündete und dem Publikum vorgelegt werden konnte. Der Grundgedanke war, dass sich die soziale Reproduktion von Gesellschaften originär über das Medium sprachlich vermittelte Interaktion vollzieht, mittels dessen die Gesellschaftsmitglieder ihre je individuellen Handlungsabsichten einvernehmlich aufeinander abstimmen können. Dass eine solche kommunikative Verständigung trotz aller unausrottbaren Differenzen, Verschiedenheiten zwischen den TeilnehmerInnen gleichwohl möglich sein soll, erklärte sich Habermas durch die Präsenz einer im Hintergrund immer schon gegebenen Lebenswelt, die vorweg für überwölbende Gemeinsamkeiten in den moralischen und theoretischen Überzeugungen sorgt. Damit war die Ausgangslage der menschlichen Gattung zunächst einmal sehr anders bestimmt als im gesellschaftstheoretischen Rahmen von Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung. Nicht ein aus Angst vor den Naturgewalten geborener Impuls zur Umweltkontrolle und Realitätsbeherrschung, das also, was nach Ansicht der beiden älteren kritischen Theoretiker zur Bildung einer instrumentellen Rationalität führen sollte, sondern ein lebensweltlich ermöglichter Interaktionsmodus der kooperativen Daseinsbewältigung war es, was für Habermas ganz am Anfang der geschichtlichen Entwicklung des Menschen stand. Allerdings wäre der Faden des Dialogs mit Adorno hier schon gerissen, hätte es Habermas bei dieser bloßen Behauptung eines genetischen und logischen Vorrangs der kommunikativen Verständigung vor der instrumentellen Naturbeherrschung bewenden lassen. Dass er aber ganz im Gegenteil die Absichten seines Lehrers fortsetzen und gerade nicht preisgeben wollte, zeigt sich daran, wie er den Gedanken des Ursprungs der sozialen Vergesellschaftung aus der menschlichen Fähigkeit zur dialogischen Perspektivübernahme
in seinem Buch weiterzuentwickeln versucht. In wiederer Annäherung an Adorno und Horkheimer geht Habermas im nächsten Schritt seiner Argumentation nämlich davon aus, dass Max Weber recht damit getan hat, das im Handeln gewonnene Wissen der Gesellschaftsmitglieder für ständig rationalisierbar zu halten. Der Mensch kann nicht lernen, so heißt es bei Habermas an vielen Stellen, und muss daher also aus vergangenen Fehlern stets Rückschlüsse auf die zukünftige Verbesserung seiner jeweiligen Erkenntnisse ziehen. Hatte diese Webersche Prämisse für die Dialektik der Aufklärung bedeutet, dass der Mensch die Mittel der Naturbeherrschung über die Zeit hinweg kognitiv zu perfektionieren lernt, so besagt sie für den Autor der Theorie des kommunikativen Handelns, dass der lebensweltliche Hintergrund der sprachlichen Verständigung durch ständige Tests an der Realität schrittweise seiner traditionellen Gewissheiten verlustig geht und damit insgesamt ein Prozess der Enttraditionalisierung durchläuft. Für die soziokulturelle Evolution hat diese Rationalisierung der Lebenswelt nach Habermas die folgenreiche Konsequenz, dass sie es an einem fortgeschrittenen Punkt möglich macht, die materielle Reproduktion um ihrer Leistungssteigerung willen vom Druck der sprachlichen Verständigung zu entlasten und auf eine kommunikationslose Steuerung umzustellen. So entstanden in seinen Augen zu Beginn der Moderne die beiden Funktionsbereiche des wirtschaftlichen Marktes und des bürokratischen Verwaltungsapparates, in denen das Handeln der Gesellschaftsmitglieder nicht länger durch sprachlich vermittelte Interaktionen, also kommunikativ, sondern durch die individuelle Orientierung am finanziellen oder politischen Erfolg, also strategisch, aufeinander abgestimmt wird. Mit dieser Ausrichtung seiner Gesellschaftstheorie auf die Entkopplung der beiden Systeme des Marktes und der bürokratischen Verwaltung von der Lebenswelt hatte Habermas aber wieder direkten Anschluss an die zentrale Problemstellung der Dialektik der Aufklärung gefunden. Denn wie Horkheimer und Adorno in ihrem Buch der Frage nachgegangen waren, welche Schäden die menschliche Subjektivität im Prozess der Verselbstständigung der Mittel der Naturbeherrschung zu eigensinnigen Mächten davonträgt, so konnte Habermas nun fragen, welche Verletzungen der menschlichen Intersubjektivität zugefügt werden, sobald die beiden Funktionsbereiche der Wirtschaft und des Verwaltungshandelns aus dem Horizont der kommunikativen Verständigung herausgelöst werden. Die Antwort, die Habermas auf diese Frage gibt, ist bekannt und sie stimmt mit derjenigen seiner Vorläufer in der kritischen Diagnose weitgehend überein, aber eben dezidiert nicht in der normativen Richtschnur. Die Menschen drohen sich im Moment der Kolonialisierung ihrer Lebenswelt durch die zunehmend verselbstständigten Sphären des Marktes und der Bürokratie von sich selbst zu entfremden, aber nicht deswegen, weil sie dadurch jedes resonante Verhältnis zur Natur in sich und außer sich verlieren, sondern weil ihre Fähigkeit zu erlöschen beginnt, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen, um mit ihm mittels der Sprache nach intersubjektiver Verständigung zu suchen. Mit der Theorie des kommunikativen Handelns hatte Habermas eine kommunikationstheoretische Neudeutung der Dialektik der Aufklärung vollzogen, die nicht deren historischen oder logischen Ausgangspunkt teilte, aber doch mit demselben kritischen Impetus das zivilisatorische Verhängnis eines Umschlags von menschlich ersonnenen Mitteln in sich verselbstständigte Zwecke untersuchen wollte. Es ist nicht leicht auszumalen, wie der später Adorno auf diesen Neuentwurf seines Schülers im Dialog reagiert hätte. Der Stil, so viel ist gewiss, hätte ihm ganz und gar nicht gefallen. Ihm wäre die Sprache des Buches zu theorietechnisch vorgekommen und die argumentativen Weichenstellungen hätte er als zu phänomenarm empfunden, als zu wenig um den Ausweis an der Sache selbst, dem gesellschaftlichen Zusammenleben, bemüht. Ein ziemliches Unbehagen hätte er gewiss auch bei der schroffen Entgegensetzung von Lebenswelt und System verspürt, zumal er in seiner Minima Moralia doch wenige Jahre zuvor gerade selbst gezeigt hatte, wie sehr die Mächte der verwalteten Welt inzwischen in den Nahbereich der zwischenmenschlichen Kommunikation eingedrungen waren
und dort zu einer Verkehrung von persönlicher Zuwendung in egozentrische Absichten, von Takt und Rücksichtnahme in bloße Interessenverfolgung geführt hatten. Worauf Habermas wiederum hätte antworten können, dass ihm das rhetorische Mittel der Übertreibung zu Zwecken der wachrüttelnden Veranschaulichung doch schließlich von seinem Gesprächspartner Adorno selbst beigebracht worden sei und er nicht zuletzt auch deswegen an der sprachlichen Verständigung stets idealisierend oder übertreibend die Züge der Herrschaftslosigkeit und reziproken Perspektivübernahme habe hervorkehren wollen. Im Fokus des Dialogs zwischen den beiden Theoretikern aber hätte wahrscheinlich die Frage gestanden, wie es um die Rolle einer nicht instrumentellen, sondern kommunikativen, sich erst im Dialog entfaltenden Vernunft in der menschlichen Geschichte bestellt sei. Und hier bin ich mir über die Antwort des Älteren gegenüber dem Jüngeren nicht mehr ganz so sicher. Bedenkt man nämlich, mit welcher Verve Adorno in seinen seit den späten 1950er Jahren veröffentlichten Beiträgen zur Pädagogik die Demokratie zu verteidigen begonnen hatte, weil nur sie individuelle Mündigkeit und Autonomie ermögliche, stellt man ferner in Rechnung, wie stark er in demselben Zeitraum den Zustand der gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse zu kritisieren begonnen hatte, weil sie unter dem Einfluss des kapitalistischen Wirtschaftssystems keinen Raum mehr zur wechselseitigen Anteilnahme und Zuwendung böten, so ist leicht vorzustellen, dass er seinem Schüler auf halbem Wege zumindest entgegengekommen wäre. Dann hätte er einräumen können, dass es in der menschlichen Geschichte neben dem Anwachsen instrumenteller Gewalt auch eine gegenläufige Tendenz zur moralischen Durchsetzung von größerer Autonomie und elementaren Grundrechten gegeben habe, die zu vernachlässigen deswegen fahrlässig wäre, weil sie die Spur hin zu den Erfordernissen einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft aufzeigt. Und vielleicht hätte er an diesem Punkt auch eingestanden, dass er, Adorno, bislang dem Recht als kommunikativen Mittel der friedfertigen Schlichtung von Interessengegensätzen einen zu geringen Platz in seinem Geschichtsverständnis eingeräumt habe. Gewiss aber hätte ihn dieses Eingeständnis noch längst nicht dazu bewogen, nun neben der instrumentellen Vernunft auch eine zweite, ihr ebenbürtige Form der Vernunft zuzulassen, die nicht auf Verfügung und Beherrschung abzielt, sondern auf kommunikatives Einverständnis im Licht geteilter Gründe. Einen solchen Schritt mitzugehen, wäre Adorno schon deswegen undenkbar gewesen, weil er sich, wenn überhaupt, eine andere Gestalt von Vernunft stets nur nach dem Muster eines Eingedenkens der Natur im Subjekt hat vorstellen können, also der Befreiung des Menschen vom Wahnbild einer durchgängig gesetzmäßig determinierten Natur zugunsten eines kommunikativ responsiven Umgangs mit ihr als förderliche Quelle alles Lebendigen. Immerhin aber hätte er Habermas konzidieren können, dass sich ein derartig anderes Verhältnis zur Natur in der Horizontale der gesellschaftlichen Beziehungen in sozialen Verkehrsformen spiegelt, in denen der eine den anderen in seinem Eigensinn und seiner unverfügbaren Eigenart anerkennt. Nicht als zweite oder andere Form von Vernunft, aber doch als Vorschein dessen, was zukünftig an kommunikativer Versöhnung mit der Natur noch kommen könnte. Von diesem Insistieren Adornos darauf, dass wir den Begriff einer solchen anderen, nicht instrumentellen Vernunft nur für Verhältnisse reservieren sollten, in denen die Natur nicht länger objektiviert, sondern freigesetzt sein würde, hat sich Habermas in der weiteren Entwicklung seines Werkes nicht einschüchtern lassen. Aber die Frage, was es denn genau heißen soll, von einer Einbindung aller, auch der kommunikativen Vernunft, in die Natur zu sprechen, wie er es selbst ja tat, wird ein dauerhafter Stachel in seinem fiktiv fortgesetzten Dialog mit Adorno bleiben. Während der Arbeit an seiner nächsten größeren Monographie schien sich Habermas allerdings vorläufig erst einmal aus diesem inneren Gespräch zurückgezogen zu haben. Der inzwischen gemeinsam mit Karl Otto Apel fortentwickelten Diskursethik
die in der Theorie des kommunikativen Handelns nur erst in Ansätzen sichtbar war, wollte er nun eine stärkere Wendung ins Rechtstheoretische geben, um damit seine ursprünglichen Überlegungen zum Stellenwert öffentlicher Deliberationen für demokratische Gemeinwesen zu vertiefen. Bewusst schloss er damit an die rechtstheoretischen Arbeiten des frühen Frankfurter Instituts an, die von Franz Neumann und Otto Kirchheimer vorangetrieben worden waren und denen Adorno aufgrund seines anfänglichen Misstrauens in die normative Kraft des Rechts damals nur wenig hatte abgewinnen können. Ich werde diese Phase im Schaffen von Habermas nur kurz bis zu dem Punkt nachverfolgen, an dem die Weichenstellungen deutlich werden, an denen auch der späte Adorno trotz seines inzwischen stark gewachsenen Vertrauens in die Demokratie wohl noch Einwände angemeldet hätte. Der 4. Schritt. In seinem Buch Faktizität und Geltung kehrt Habermas insofern auf eine gewisse Weise zu seinen Anfängen zurück, als er das Thema der liberalen Öffentlichkeit mithilfe seiner in den 1980er Jahren entwickelten Diskursethik wieder aufnimmt und in Richtung einer Theorie des demokratischen Rechtsstaats weiterentwickelt. Allerdings ist die Methode, mit der er diese Thematik nun bearbeitet, nicht mehr die einer normativ inspirierten Geschichtsschreibung, wie noch im Strukturwandel der Öffentlichkeit, sondern die eines rekonstruktiven Verfahrens, das die normativen Voraussetzungen einer Demokratie gleichsam logisch aus den Erfordernissen der institutionellen Stabilisierung eines sich kollektiv selbstverwaltenden Gemeinwesens herzuleiten versucht. Typisch für diese neue Herangehensweise, die eine deutliche Abwendung von Hegel und eine komplementäre Annäherung an Kant und John Rawls offenbart, ist schon die geradezu vertragstheoretische Frage, mit der Habermas seine Untersuchung eröffnet. Welche Grundrechte, so fragt er hypothetisch, würden sich Bürgerinnen gegenseitig einräumen müssen, wenn sie ihr Zusammenleben mit Mitteln des positiven, staatlich gesetzten Rechts legitim regeln wollten? Dass Habermas glaubt, seine Studie zu den normativen Bedingungen einer Demokratie anhand dieser Frage aufrollen zu können, erklärt er vorweg mit jenem Prozess einer Rationalisierung der Lebenswelt, den wir schon in der Theorie des kommunikativen Handelns kennengelernt haben. Dieser Prozess ist Habermas zufolge im Laufe der Moderne so weit fortgeschritten, dass inzwischen auch die letzten Reste einer kollektiv geteilten Moral hinweggeschmolzen sind, welche die Subjekte vormals intrinsisch zum Verzicht auf ihre privaten Interessen und zur Berücksichtigung des Gemeinwohls motiviert hatte. An die Stelle der Moral muss daher nach seiner Überzeugung unter Bedingungen moderner Gesellschaften das staatliche Recht treten, welches das notwendige Maß an Einverständnis im kommunikativen Handeln nicht länger durch subjektive Überzeugungen auf moralische Weise, sondern durch Sanktionen herstellt, welche die Befolgung der sozial vereinbarten Regeln gegebenenfalls erzwingen können. Aus diesem historischen Grund heraus, dem notwendig gewordenen Wechsel vom sozialen Integrationsmodus der Moral auf den des positiven Rechts, legt Habermas seinen methodisch fingierten Bürgerinnen nun die Frage in den Mund, welche Grundrechte sie sich gegenseitig einräumen würden, wenn sie ihr Zusammenleben in einer für alle zustimmungsfähigen Weise regeln wollten. So selbstverständlich dieser methodische Eröffnungszug klingen mag, Rousseau, Kant, Rawls, sie alle verfahren ähnlich, so überraschend, ja wieder einmal ingeniös ist der nächste Schritt, in dem Habermas mit seinen Bürgerinnen die ihnen gestellte Ausgangsfrage beantwortet. Jetzt kommt etwas, was Sie heute schon zweimal gehört haben, aber ich wiederhole es trotzdem. Er glaubt, sie würden übereinkommen, sich gemeinsam das Recht vorzubehalten, in öffentlichen Diskursen stets selbst darüber zu entscheiden, welche subjektiven Rechte sie sich jeweils gegenseitig einräumen, um miteinander ihre individuellen Freiheiten ausüben zu können. In der Sprache, die Habermas wählt, bedeutet dies, dass die Inkraftsetzung von Volkssouveränität, das Recht des Volkes zur demokratischen Selbstbestimmung, in dem Sinn gleich ursprünglich mit der Konstitution subjektiver Rechte auf individuelle Freiheiten ist,
dass sich beide wechselseitig bedingen und ständig in ein neues Gleichgewicht gebracht werden müssen. Die Bürgerinnen können nur dann an der öffentlichen Selbstgesetzgebung teilnehmen, wenn sie sich als AdressatInnen des Rechts die dafür notwendigen Freiheiten in Form subjektiver Rechte einräumen. Und dies wiederum können sie nur tun, wenn sie als Autorinnen des Rechts über die Ausgestaltung dieser subjektiven Rechte einvernehmlich immer neu befinden. Die Dynamik, die damit in das kommunikative Verfahren oder die kommunikative Prozedur der demokratischen Selbstgesetzgebung einfließt, ergibt sich für Habermas aus der explosiven Kraft der normativen Ansprüche, die unzählige andere von außen wie von innen im Namen ihrer bislang nicht berücksichtigten Stimmen an das jeweils diskursiv vereinbarte Gleichgewicht zwischen kollektiver und individueller Autonomie richten können. Von außerhalb des zur Gesetzgebung berechtigten Demos können Forderungen erhoben werden, in den Kreis der mitbestimmungsberechtigten Bürgerinnen aufgenommen zu werden, weil man von deren Entscheidungen bereits mit betroffen sei. Darüber wurde diskutiert. Und von innerhalb des Demos können Klagen vorgebracht werden, man werde in seinen subjektiven Rechten nicht angemessen berücksichtigt, weil diese auf einschränkende Bedingungen der eigenen Daseinslage nicht hinreichend Rücksicht nehmen. Die Aufgabe, diese unterschiedlichen Einsprüche gegen die jeweiligen Gesetzesregelungen massenwirksam zu artikulieren, fällt nun wiederum der sozialen Instanz zu, die Habermas von Beginn an ins Zentrum seiner demokratietheoretischen Überlegungen gerückt hatte. Einer vom allgemeinen Publikum getragenen Öffentlichkeit, die nun aber weniger unter dem Gesichtspunkt ihrer rechtfertigenden und überprüfenden Rolle als dem ihres innovativen Beitrags zur Entdeckung von ideologischen Einseitigkeiten und Voreingenommenheiten der demokratischen Selbstgesetzgebung betrachtet wird. Innerhalb des grundrechtlichen Rahmens, der in den Verfassungen demokratischer Staaten auf Dauer gestellt ist, muss der öffentliche Willensbildungsprozess des Volkes für Habermas daher stets ein in die Zukunft hinein offenes Projekt bleiben. Er hält den demokratischen Prozess bis zu der Grenze hin für Ergebnis offen, an der die grundrechtlichen Prinzipien selbst verletzt würden, die allen von den Entscheidungen Betroffenen die gleichberechtigte Rolle zugleich des Adressaten wie des Autors jeder Gesetzesänderung gewährleistet. Diese knappen Andeutungen müssen ausreichen, um nun kurz die Frage aufzuwerfen, wie wohl Adorno auf dieses Buch seines jüngeren Mitstreiters reagiert haben könnte. Dem einzigen im Übrigen, in dem auf sein eigenes Adornos Werk an keiner einzigen Stelle Bezug genommen wurde. Das pulsierende, ja anarchische Element, das Habermas mit seiner Betonung der problemerschließenden Rolle der Öffentlichkeit in die Mitte demokratischer Verfahren verpflanzt hatte, hätte Adorno sicherlich gefallen. Es wäre seiner Vorstellung entgegengekommen, dass wir nie sicher sein können, ob wir in unserem Ringen um gerechtere Formen des demokratischen Zusammenlebens bereits alle Facetten der Nicht-Identität des anderen hinreichend berücksichtigt hätten. Aber die methodische Verfahrensweise, mit deren Hilfe Habermas zu diesem Ergebnis gelangt war, hätte Adorno ganz ohne Frage zutiefst befremdet. Wie Hegel hätte er sich gefragt, was denn die Fiktion eines deliberativen Entscheidungsprozesses unter als frei vorgestellten Bürgerinnen an Vorteilen in Hinblick auf die Frage einer angemessenen Form von Demokratie erbringen würde, wenn dabei doch vorweg vieles Wünschenswerte schon in das Arrangement eines solchen imaginierten Beratungsprozesses hinein projiziert worden wäre, anstatt es immanent aus den bereits institutionalisierten oder eingepflanzten Prinzipien herauszudestillieren. Darauf könnte Habermas wiederum mit Rawls erwidern, dass er doch nichts anderes getan habe, als das erforderliche Selbstverständnis der in einer Demokratie zusammenlebenden Bürgerinnen hermeneutisch aufzuhellen und die dabei vorausgesetzten Prinzipien rekursiv auszulegen. Die Diskussion zwischen den beiden würde mit in einer Zeit lang um die Frage kreisen, die wir uns heute selber noch stellen.
wie viel an Hegelschem Geist in Habermas eigener Methode eigentlich stecke, wenn er diese als eine Explikation der normativen Prinzipien versteht, auf die die Mitglieder eines demokratischen Rechtsstaats sich immer schon geeinigt haben müssten. Aber selbst wenn Adorno dies hätte einräumen können, also konzidieren können, da steckt doch noch ein Element von Hegel drin, so würde er fragen, wäre ihm das Habermasche Verfahren wohl weiterhin allzu abhängig von einer Reihe unbegründeter Idealisierungen erschienen. Müsste Habermas nicht, so würde Adorno fragen, eine politische Kultur voraussetzen, in der die Bürgerinnen ausschließlich verständigungsorientiert handeln würden und daher alle bösartigen Affekte inzwischen in sich bereits überwunden hätten. Vielleicht würde Adorno diesen Punkt ihrer Diskussion sogar dazu nutzen, um die ihn schon lange beschäftigende Frage aufzuwerfen, ob man tatsächlich das kommunikative Handeln hinreichend nur als ein sprachliches Geschehen deuten könne und infolgedessen alle darin verwickelten Anteile affektiver Übertragungen und Begehrlichkeiten aus den Augen verlieren müsse. Allein wenn man diese irrationalen Anteile im Blick behielte, so könnte Adorno fortfahren, würde auch klar werden, welche Gefahr der Demokratie ständig aus diffusen Antrieben der Angst vor sozialen Entgrenzungen und neuen Freiheiten drohten. Eine Demokratietheorie ohne psychoanalytische Einsichten in die Untiefen der kollektiven Autoritätsgläubigkeit, Vorurteilsbildung und Angst wäre ihm zu sehr eine bloße Idealtheorie geblieben. An dieser einen Stelle, und ich glaube nur an dieser, hatten Adorno und Habermas aus dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus die entgegengesetzten Konsequenzen gezogen. Während der ältere politisch leicht entflammbare Emotionen aus Gründen eines prophylaktischen Realismus weiterhin in seine Analysen der demokratischen Gegenwartsgesellschaft einbeziehen zu müssen glaubte, wollte der Jüngere sie wie zur Abwehr ihres gefährlichen, unberechenbaren Potenzials zunächst einmal aus seiner Demokratietheorie herauszuhalten versuchen und einen Schuss von Idealisierung dafür in Kauf nehmen. Also die Bannung der Gefahr durch Ausschluss des Themas. Brechen wir den imaginären Dialog zwischen Adorno und Habermas in diesem empfindlichen Punkt ab, er wäre wohl auch nach einigen weiteren Runden nicht auf ein fruchtbares Gleis gekommen. Der letzte Schritt. Als Habermas inzwischen den Abstand zum geistigen Erbe Adornos selbst als zu groß empfunden, kehrt er nach Faktizität in Geltung aus verschiedenen Anlässen zu der zwischen ihnen beiden offenen Frage zurück, wie die Naturgebundenheit der menschlichen Vernunft angemessen verstanden werden müsste. Für Adorno hatte dies geheißen, so haben wir bereits gesehen, hinter das Weltbild der instrumentellen Vernunft zurücktreten zu müssen, um sehen zu können, dass wir stets in das natürliche Geschehen einer lebendigen Natur eingebunden sind und unsere befreienden und erlösenden Einsichten nur einer geistigen Sublimierung ihrer produktivsten Kräfte verdanken. Allein in Erinnerung an Zustände vor der Subjekt-Objekt-Trennung im verfügenden Denken würden wir gewahr, dass wir nicht nur aus der Natur stammen, sondern mit ihr zugunsten einer Freisetzung unserer originären Vernunftfähigkeiten zusammenspielen müssen. Den Schritt hin zu einer Suspendierung unseres scientistischen Naturverständnisses, den Adorno damit zu machen bereit war, hat Habermas bislang aber nicht mitgehen wollen. In dem inneren Dialog mit seinem Lehrer hatte er zuvor stets darauf bestanden, dass jede Anspielung auf eine nicht mehr objekthaft gedachte Natur einen Rückfall hinter die Errungenschaften des postmetaphysischen Denkens riskieren würde. Diese strikte Abwehrhaltung beginnt aber bei Habermas mit dem Beginn des neuen Jahrtausends Schritt für Schritt zu bröckeln. In seinen parallelen Auseinandersetzungen mit den durch die Hirn- und Genforschung massiv erstarkten Naturalismus einerseits
und im Erbe der jüdisch-christlichen Religion andererseits, setzt eine neue Phase in seinem Denken ein, in der er sich Adornos Kritik an einem instrumentalistischen Naturverständnis überraschend stark wieder annähert. Für die Geschichte der kritischen Theorie ist dieser Moment der Wiederannäherung zwischen Adorno und Habermas von allerhöchster Bedeutung, weil sich daran entscheidet, von welchem Naturverständnis diese sich auch unter sogenannten postmetaphysischen Bedingungen in Zukunft leiten lassen soll. Habermas kommt in seiner Kritik am herrschenden Naturalismus Adorno zunächst an einem Punkt entgegen, der nur die subjektive Natur des Menschen zu betreffen scheint. Auch jetzt will er noch nicht gänzlich auf die von ihm seit Erkenntnis und Interesse erkenntnistheoretisch verteidigte Prämisse verzichten, dass wir Menschen die Natur als eine gesetzmäßige Entität zu erschließen lernen müssen, um manipulativ Eingriffe in sie vornehmen zu können, die unserer physischen Sicherheit und unserem materiellen Wohlstand zugutekommen. Die Verfügbarmachung, ich zitiere Habermas, einer objektivierten Natur bleibt für ihn so lange unverdächtig, wie sie nicht in das Freiheitsbewusstsein vernünftig handelnder Subjekte selbst eingreift. Dieser Punkt ist aber für ihn in der Gegenwart bereits überschritten, weil sich mit der Herausbildung der Hirnforschung und der Gentechnologie zwei Wissenschaften herausgebildet haben, welche die geistige Natur des Menschen selbst ausschließlich in Begriffen von Kausalität und Gesetzmäßigkeit zu erfassen versuchen. Dieser epistemische Übergriff hat für Habermas zwei Folgen, die er im Rückgriff auf Adorno als Schritte hin zu einer begrifflichen Verdinglichung menschlicher Subjektivität beschreibt, welche die Kluft zu unserem, zitiere, performativ unausrottbaren Freiheitsbewusstsein immer größer werden lässt. Würden wir beginnen müssen, unsere natürlichen Anlagen als mit Hilfe der Genmanipulation vorweg selegiert und bestimmt zu begreifen, so können wir uns erstens nicht mehr als Personen verstehen, die Autorinnen ihrer eigenen Lebensgeschichte sind und deshalb auf je eigene Weise aus ihrem zufällig erworbenen Körper den natürlichen Spielraum ihrer zukünftigen Lebensführung formen müssen. Jeder manipulative Eingriff in das menschliche Erbgut, so wohlmeinend er auch bezweckt sein mag, würde daher aus der Sicht von Habermas die natürlichen Voraussetzungen verletzen, an die unser Bewusstsein individueller Freiheit unverbrüchlich gebunden ist. Damit aber nicht genug, droht die naturalistische Objektivierung des Menschen nach seiner Auffassung zweitens auch das Spezifische der menschlichen Intersubjektivität von innen auszuhöhlen und zu zerstören. Denn je stärker vom heutigen Naturalismus aus darauf gedrungen wird, beim Erklären menschlichen Verhaltens statt auf verstehbare Gründe nur auf Ursachen, statt auf Gedanken und Empfindungen, also auf kausale Determinanten zu rekurrieren, desto eher gerät aus dem Blick, dass sich hinter jedem Interaktionspartner in der Kommunikation eine unvertretbar einzelne Person verbirgt, die je individuelle Überzeugung besitzt, deren Bedeutung überhaupt nur hermeneutisch zu verstehen ist. Auf einen solchen verstehenden Zugang zu anderen Personen sind wir aber Habermas zufolge in unserer alltäglichen Praxis ständig angewiesen, weil wir ohne deren Zustimmung gar nicht wissen könnten, ob unsere jeweiligen Erfahrungen mit der Welt als gesichert und verlässlich gelten könnten. Insofern besteht das Spezifische an der menschlichen Intersubjektivität aus der Sicht von Habermas im ständigen Wechsel von Beobachter- und Teilnehmerperspektive, von beobachtetem Verhalten und dialogischem Miteinander. Wir beziehen uns ständig beobachtend auf die Welt, können aber nur wissen, ob wir uns auf die dabei gemachten Erfahrungen verlassen dürfen, wenn wir uns gleichzeitig verstehend auf andere Menschen beziehen, die unsere Erfahrung bestätigen oder zurückweisen können. An dieser Stelle nun unternimmt Habermas einen Schritt, der ihn tatsächlich ganz nah an das von Adorno zeitlebens vertretene Naturverständnis heranführt.
Er behauptet nämlich, dass diese für unsere kommunikative Existenz charakteristische Verschränkung von Teilnehmer- und Beobachterperspektive, ich zitiere, gleichzeitig mit der kulturellen Lebensform selbst entstanden sei. So unscheinbar dieser Satz daherkommt, so stark, ja waghalsig ist aber die Aussage, die er implizit enthält. Denn darin wird von der objektiven Natur nichts Geringeres gesagt, als dass sie in ihrer Evolution irgendwann einen Sprung gemacht habe, der aus einem Reich bloßer Gesetzmäßigkeiten plötzlich ein neues Reich der Freiheit hat entstehen lassen. Denn nichts anderes bedeutet es ja, wenn Habermas konstatiert, die Natur selbst habe mit dem Menschen ein Wesen hervorgebracht, das ihren eigenen Diktaten nicht länger strikt unterworfen ist, weil es diese stets erst im argumentativen Austausch, also aus der Teilnehmerperspektive heraus, auf ihre sozialen Konsequenzen und intersubjektive Verlässlichkeit hin zu prüfen hat. Mit der Frage, wie sich die Behauptung eines solchen Bruchs in der Naturgeschichte unter Bedingungen postmetaphysischen Denkens denken lässt, schlägt sich Habermas in weiten Teilen seines Spätwerks herum. Dabei steht er vor zwei Alternativen, die ihm beide nicht ganz geheuer zu sein scheinen. Entweder kehrt er zu einem vorscientistischen Naturverständnis zurück, wie es Adorno zeitlebens mit seiner These vertreten hat, dass nur bei Suspendierung unseres instrumentalistischen Weltbildes könnten wir die Natur in ihrer produktiven Lebendigkeit habhaft werden. Oder er schließt sie den ihrerseits wissenschaftlich gemeinten Versuchen in der pragmatistischen Tradition eines Charles Sanders Peirce oder John Dewey an, die Natur kosmologisch als einen zielgerichteten Lernprozess zu denken, der in der soziokulturellen Lebensform sprachbegabter Wesen mündet. Vor beiden Alternativen aber schreckt Habermas in seinem letzten großen Werk auch eine Geschichte der Philosophie mit jeweils spezifischen Argumenten zurück. Den Weg Adornos möchte er auch jetzt noch nicht einschlagen, weil er ihm in die Metaphysik zurückzuführen scheint. Den Weg von Peirce und Dewey kann er nicht folgen, weil er für solche kosmologischen Spekulationen noch nicht genügend Anhaltspunkte in den Naturwissenschaften selber sieht. Das Problem, wie wir unsere kausale Auffassung der Natur mit der gleichzeitigen Behauptung unserer kommunikativen Freiheit vereinbaren können, lässt er damit unbeantwortet. Nur an einer einzigen Stelle seines letzten Buches heißt es dazu, dann allerdings ganz vage, ich zitiere, dass es in Zukunft vielleicht einmal Forschung geben könnte, die ein Konzept des Lernens entwickeln, das es uns erlaubt, animalische Lernprozesse als Vorgeschichte unserer soziokulturellen Lernprozesse bis tief in die organische Natur zurückzuverfolgen. Ende des Zitats, das ist Seite 747. Nein, ich finde, das ist ein Schlüssel, muss ich sagen. Bis dahin aber, bis wir so weit sind, so beschließt Habermas diesen Gedanken, bleibe das schon von Kant aufgeworfene Naturalismusproblem für ihn unlösbar. Man kann dieses freimütige Eingeständnis, das er nun wirklich in der Form von sich gibt, als das letzte Wort in dem Dialog verstehen, den Habermas seit ihrer ersten Begegnung mit Adorno untergründig kontinuierlich geführt hat. Stellen wir uns nun aber für einen kurzen Moment vor, Habermas habe in seinem Spätwerk doch eingeräumt, wir dürften uns die Naturgeschichte durchaus mit Peirce oder Dewey als einen kontinuierlichen Prozess vorstellen, in dem die geistigen Potenziale ständig anwachsen, bis sie im kommunikativen Sprachgebrauch menschlicher Wesen zur vollen Entfaltung gelangt seien. Unter dieser hypothetischen Voraussetzung hätte er dann wie Adorno die soziale Geschichte des Menschen als ein Geschehen deuten dürfen, das die progressive Fortbildung der Natur zu unterbrechen droht, weil mit der Vorherrschaft der instrumentellen oder im Habermaschen Begriffsgebrauch funktionalistischen Vernunft Lebendiges in Totes, der Fluss der Kommunikation
in etwas bloß Gesetzmäßiges oder Mechanisches verkehrt wird. In der Kultur des Kapitalismus, ein Wort Max Webers, das Habermas nicht benutzte, aber ohne weiteres hätte verwenden können, in der Kultur des Kapitalismus gelangen mit dem kapitalistischen Markt und der staatlichen Bürokratie zwei soziale Systeme zur Vorherrschaft, die das zu zerstören beginnen, was uns von der Natur im Prozess ihrer Evolution mit der Freiheit der kommunikativen Verständigung als ein besonderes Vermögen geschenkt wurde. Soweit dies zu behaupten und damit Adornos Gedanken einer entgleisten Naturgeschichte eine kommunikationstheoretische Wendung zu geben, ist Habermas freilich, wie gesagt, nicht gegangen. Aber dieses geschichtsphilosophische Motiv steckt wie ein nicht eingelöstes und doch stets bewahrtes Versprechen in vielen seiner Schriften, angefangen von Erkenntnis und Interesse über die Theorie des kommunikativen Handelns bis hin zum letzten Teil von Auch eine Geschichte der Philosophie. Habermas war gewiss kein linientreuer und autoritätsgläubiger Schüler seines Lehrers. Er ist ihm in der Vorrangstellung der Ästhetik vor allen anderen Erkenntnisweisen gerade nicht gefolgt und hat mit seiner Auszeichnung der kommunikativen Vernunft des Menschen schließlich ganz eigene Wege in der Fortentwicklung der kritischen Theorie eingeschlagen. Untreu geworden, ihn verraten, aber hat Jürgen Habermas seinen Lehrer nie. Selbst dort, wo er sich in die feinsten Verästelungen der Sprechakttheorie hineinbegeben hat, über die wir gesprochen haben, oder seine Diskursethik minutiös rechtfertigen wollte, tat er dies in dem Bewusstsein, mit Adorno die Vernunft gegen ihre pathologischen Entstellungen durch die kapitalistische Lebensform verteidigen zu müssen. Wie ein Zeichen dieser lebenslangen Treue lässt sich daher jenes Eingeständnis auch lösen. Er habe das Naturalismusproblem letztlich nicht lösen können. Wollte Adorno mit der Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes solidarisch bleiben, so meinte Habermas offen halten zu müssen, ob wir in unseren Vernunftanstrengungen nicht doch einmal auf eine uns entgegenkommende Natur hoffen können. Schönen Dank. Diskussion so, dass ich vorschlage, wenn es Fragen gibt, nachher bitte. Sammeln wir 2 bis 3. Du hast Zeit für eine kurze Antwort und die Fragen sind auch kurz, aber ich würde ganz ungern nicht diskursiv hier auseinandergehen. Wo ist die erste kurze Frage? Hier, Jörg. Wir sammeln. Ne? Ja, Axel, danke für den Vortrag. Ich konnte dieser Rekonstruktion recht problemlos folgen, habe mich am Ende aber doch gewundert, warum ein Gegensatz, auf die du ja öfters zu sprechen kommst, entgegengesetzte Reaktionen, Treue oder Untreue, warum du einen Gegensatz, wenn ich dir richtig und aufmerksam zugehört habe, gar nicht erwähnt hast, der aber doch so evident ist, ja, dass wir manchmal gar nicht mehr drüber sprechen. Ich meine die Rolle der ästhetischen Dimension. Ich meine das berühmte Eingedenken der Natur im Subjekt, dafür hat uns Adorno doch 2 Modelle gegeben. Die Psychoanalyse, über die haben wir schon gesprochen, und das zweite Modell ist die Kunst. In der Kunst schlägt die Natur die Augen auf. Kapitel über das Naturschöne, wenn ich mich recht erinnere. Und das hat mich jetzt doch verwundert. Okay, sorry, auch mit meinen Augen stimmt was nicht, das war Josef Früchtli.
Auch von meiner Seite vielen Dank für den Vortrag und den riesengroßen Bogen durch die Werke dieser beiden Denker. Ich habe eigentlich nur eine kleine Frage und es ist insofern eine langweilige Frage, weil es eigentlich nur um eine Vollständigkeit geht. In auch eine Geschichte der Philosophie geht Habermas auf den schwachen Naturalismus ja nicht erst ganz am Ende ein, in dieser Fußnote ist das, glaube ich, sondern er bezieht sich da auch, und ich würde sagen ziemlich affirmativ, zum einen auf Herder, aber zum anderen auch auf Michael Tomasello. Und ich würde sagen, dass das eigentlich zu diesem Bogen, den Sie da aufgezogen haben, dazugehört, weil das nochmal eine ganz bewusst naturgeschichtliche Perspektive ist, die da in dem Werk eingebaut wird und die dann doch vielleicht so etwas ermöglicht, wenn man jetzt dem Werk Tomasellos folgt, wie den Gedanken, dass kommunikative Vernunft aus Natur hervorgegangen sein könnte. Letzte Frage, Thomas Koran. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Meine Frage bezieht sich auf den Punkt in dem Vortrag, wo es zwei normative Leitfäden gibt. Einmal das kommunikative Verhältnis bei Habermas, zum anderen ein anderes resonantes Verhältnis zur Natur. Das erscheint an dem Punkt wie eine unausweichliche Alternative. Und die Frage, die ich nur habe, muss das ein Bifurkationspunkt sein? Und man kann einen Schritt zurücktreten auf einen gemeinsamen Hintergrund wie Marx. Den Pariser Manuskripten ist die Selbstentfremdung, die Entfremdung von der Natur und die Entfremdung vom anderen Menschen eine Einheit, eine Ganzheit, die man verstehen muss. Und bei Marx, das ist der Schritt, der Habermas entgegenkommt, zeigt sich die Selbstentfremdung, die Fremdung von der Natur im Verhältnis zum anderen Menschen, aber sie zeigt sich nur daran. Sie kann nicht daran nur gemessen werden. Also das ist nicht der normative Leitfaden, es hat einen Vorrang in dem sich zeigen und vielleicht auch in der Genese auf gewisse Weise. Aber kann man nicht zu dieser Einheit zurückgehen? Und hat das nicht vielleicht was zu tun mit Klaus Günthers erster Frage in der letzten Sektion, der Gegenüberstellung von Arbeit und Interaktion, strategischem und kommunikativem Handeln, die zwei Zusammenhänge hier auseinanderreißt und die man dann nicht mehr richtig wieder zusammenbekommt. Ich habe jetzt nur ganz wenig Zeit und ein Eigeninteresse daran zu rauchen. Insofern, das Stück Natur in mir, muss man sagen. Ich glaube, dass du vollkommen recht hast. Wenn man Habermas tatsächlich das geschichtsphilosophische Motiv unterstellen möchte, und ich glaube, dass er sich seit der Doktorarbeit zu Schelling nicht vollständig davon gelöst hat, wenn man ihm das Motiv unterstellt, dass er, wie eigentlich der frühe Adorno, die Gesellschaftsgeschichte, das ist ganz stark in Erkenntnis und Interesse, auch als eine verunglückte Fortführung der Naturgeschichte lesen möchte. Ja, wenn man das ihm unterstellt. Und in Erkenntnis und Interesse, dort am stärksten, glaube ich, gibt es viele Formulierungen, die in eine solche Richtung weisen. Dann müsste man ihm die Zusammenführung beider Motive auch unterstellen. Dann geht das eine nur ohne das andere. Wir befreien uns dann gewissermaßen in unseren kommunikativen Fähigkeiten von der Entfremdung, die die beiden Systeme der Bürokratie und des Marktes mit sich bringen, nur dadurch, dass wir uns als hervorgebracht durch eine gütige Natur, eine uns entgegenkommende Natur, als kommunikativ aufeinander angewiesen verstehen. Das heißt, die Entfremdung unter uns ist auch eine Entfremdung von der Natur gleichzeitig. Also dieses Marxische Element würde dann in ihm stecken, wie dann auch zu Ende gedacht in Adorno. Ja? Also insofern glaube ich, hast du recht. Und ich würde dem, ja, ich meine, im Grunde genommen ist diese Interpretation, die ich anbiete, auch ein Versuch zu sagen, in ihm arbeitet gewissermaßen von sehr früh an, und das sind vielleicht diese Herkünfte von Schelling, ich habe keine genaue Ahnung, arbeitet in ihm ein Motiv, vor dem er zurückschreckt, dass er nicht sich zu artikulieren traut, auch unter der vielleicht unglücklichen, aus meiner Sicht sehr missverständlichen Begriffswahl der postmetaphysischen Voraussetzungen. Ja, das ist ja auch diffus, was das eigentlich genau ist. Und erst am Ende ringt er dann damit, das
freizulassen sozusagen. So, das ist die Deutung, und die Freilassung dessen würde genau darauf hinauslaufen, was du sagst. Herder ja, aber Tomasello auch, natürlich, das sind starke Referenzpunkte. Ich glaube nicht, dass er mit Tomasellos Gedanken an der Stelle wirklich klar, also nein, ich sollte anders sagen. Ich glaube, Tomasellos stärker als Herder war dann am Ende ein weiterer Anstoßpunkt für ihn, in die Richtung einer naturgeschichtlichen Hervorbringung der Kooperation zu denken. Das kam ihm sehr entgegen. Er hat trotzdem den Schluss nicht gezogen. Ich meine, Tomasello spricht da von einer Naturgeschichte der Moral. Ja? Und der tatsächlich versucht, Tomasello zu sagen, das geht von der Natur über Stufen immer weiter aufwärts. Dewey sagt das auch, Peirce auch. Das geht aufwärts und endet dann bei Tomasello in der menschlichen Kooperation. Das ist die höchste Reflexionsform, die diese Naturwesen annehmen können. Komischerweise baut er das dann nicht weiter, also Habermas baut das nicht weiter aus. Ich habe es nie ganz verstanden. Ja? Ich war dabei, als er die Laudatio hielt auf Tomasello, begeistert. Ja? Endlich kommt da jemand aus dieser Forschung mir entgegen. Aber wie eine heiße Kartoffel lässt er das dann auch fallen. Also er macht diesen Sprung nicht. Und verübeln kann man ihm das auch nicht. Ästhetik ist richtig. Ich habe einmal nur erwähnt, dass Habermas irgendwie da, also erstens kam er mit der Ästhetik nicht klar, glaube ich. Er konnte sie, darüber haben Rainer und ich auch häufiger schon gesprochen, in seiner Sprechakttheorie nicht wirklich verorten. Ja? Also er fand keinen angemessenen Platz. Ich glaube, der Versuch, das über so etwas wie den Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit dann einzubauen in sein System, der war zum Scheitern verurteilt. Daher war es für ihn viel besser, die Finger davon zu lassen. Er hatte einmal eine Idee, der Ästhetik oder besser der Kunst doch einen Ort zu geben. Und das war der Gedanke, dass die Kunst wie die Öffentlichkeit eigentlich das innovative Moment im Geschichtsprozess ist. Das war, als er aus Starnberg zurückkam und irgendwie, glaube ich, so diese sozialwissenschaftlichen Forschung ein bisschen leid war und so ins Offene hinein wollte. Und da schlug er vor, wir machen ein Seminar über die Kunst. Und wir verstehen die Kunst als die innovative Kraft der Geschichte. Das hat er nicht gemacht, ja, offensichtlich. Und es hätte ihn natürlich näher an Adorno herangebracht. Es hätte ihn nicht so nah an Adorno herangebracht, dass er nur eine ähnliche Ästhetik hätte entwickeln können, aber die Annäherung wäre noch viel stärker gewesen. Ansonsten hast du vollkommen recht, ich habe das Thema aber wohlweislich irgendwie außen vor gelassen, weil Habermas dazu nicht wirklich einen Zugang gefunden hat. Lieber Axel, welch schöneren Abschluss für diesen Tag hätten wir uns denken können, als deine Rekonstruktion entscheidender Schnittstellen in Habermas' Werk seit den 50ern bis zum späten Werk im Dialog mit Adorno. Das war eine Glanzleistung, auch dort, wo du Überlegungen angestellt hast, was Adorno hätte sagen können zu dem, womit Habermas da aufwartete. Das war grandios. Ich danke dir sehr. Ich füge einen Dank an alle, die hier gesprochen haben auf den Panels. Ich schließe die wunderbaren Beiträge in der Paulskirche ein. Ich danke allen, die hierher gefunden haben. Es ist nicht einfach, eine Form des Gedenkens für jemanden zu finden, der so viele Formen des Normalen, die wir kennenlernen, überragt hat. Aber ich bin geneigt zu sagen, dies war eine gute Form, die wir gefunden haben, und deshalb danke an alle, die dazu beigetragen haben. Dank nochmal an die wunderbaren Leute der normativen Ordnung, ein kleines Zentrum, aber es schafft es immer wieder, Großes auf die Beine zu bringen. Also nochmal herzlichen Dank.